Können wir schnell kontrollieren, ob das Stream läuft? Ja, warte. Tu den gerade. Twitch-App auftut. Ja, das ist schon gut. Ja, läuft. Ding stimmt noch nicht. Das ist einfach ein Standbild. Wir haben den Sound drauf, gell? Ja? Wir haben Sound drauf, Mikrofon. Ist der Sound drauf? Ja. Ich bin mit dem Sound. Ja, ich denke, das ist schon falsch. Und zuerst das Intro. Ja. Und Lasst die Spiele beginnen. Mit Mario und Sonic könnt ihr euch die Olympischen Spiele direkt ins Wohnzimmer holen. Geht allein oder gemeinsam in über 30 Disziplinen auf Rekordjagd. Die präzise Bewegungssteuerung lässt euch dabei eintauchen, als wärt ihr live dabei. Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Tokio 2020. Nur für Nintendo Switch. Geekstöbli und Rega TV präsentierend
Die großen Nintendo Special Sendung. Seid live mit dabei, wenn die Stöbler über ihre Lieblingskonsole und Games reden. Mit dabei ist der Comedy Freddy, Oski der Walliser, Andy the Angry und Jay the Geek. Meine lieben Damen und Herren, Hallo zusammen! herzlich willkommen bei Rega TV. Wir sind das Geek-Stübli. Und heute erwartet uns ein ganzer Abend voll mit Nintendo Special. Wir freuen uns alle mega drauf. Das wird Nintendo. Es wird Nintendo. Nintendo! Big. Schön, habt ihr alle eingeschaltet. Merci vielmals. Du liebst das, wenn ich das sage? Jetzt noch Körper begrüßen. Wer ist noch nicht kennt, wir sind hauptsächlich im Internet daheim. Ich weiß nicht, auf welche Kamera das wir schauen. Du musst einfach auf ihn gucken. Ja, es ist so wir schauen gut. irgendeine, ja. Normalerweise haben wir nur eine, ja, gell? Genau, ja. Wir sind hauptsächlich auf Twitch unterwegs, am Livestreamen oder sonst auf YouTube. Sind wir? Gibt es ein paar Videos, ja. Wir sind auf Und YouTube. sonst alles, was sind mit auf YouTube. Social Media geschneuzt zu tun hat, Facebook, Twitter etc. Was gibt es noch? Ich glaube, das ist LinkedIn. LinkedIn ganz LinkedIn, wichtig, ja. Business machen. LinkedIn, Ja, Genau. MySpace. Und Instagram. Patreon und MySpace. alles, ja. MySpace, Patreon. Wir brauchen Patreon nicht. Kategorie noch wechseln. Können wir nicht. Oh. Merci, Hey, Guru. Guru, danke vielmals. Wir haben es Dankeschön, probiert, ja. das geht Ja. nicht. Für alle TV-Zuschauer, die sich jetzt wundern, wenn ihr gerne hier im Chat, wo dann in der Mitte eingeblendet ist, wollt mitschreiben. Teletext sind nein. Teletext. Das wäre eine gute Idee. Kann man das, Regie? Ja. Geht auf unsere Twitch-Seite. Da könnt ihr gerne mitdiskutieren. Wir probieren so gut wie möglich den Chat zu verfolgen. Werden wir zwar nicht immer im Eukennen haben, weil wir da hauptsächlich viel zusammen am Diskutieren sind und am Gamen sind. Aber wir probieren so oft wie möglich drauf zu schauen. Gut. Also, am Start haben wir der Andy. Genau. Andy, Ja. was hast du für einen Shit parat? Ich habe für euch parat das Nintendo. Nein, ich habe in meinem Teil Nintendo ist Ja. so ein riesengroßes Thema. Ich habe mich auf ein paar einzelne Figuren ein bisschen fixieren, respektive so die Main-Charaktere, die man eigentlich sollte kennen, die Main-Spiele, Ja. die man sollte kennen. Ja, das geht hauptsächlich mit Nintendo-Charakter bei dir, ja? Oh, was? Ja. Nintendo? Ja. Oh, Ich glaube, ja. nicht Nein, Sega. Scheiße. Oh, Scheiße. Ja. Sonic ist... Sonic ist Nintendo, oder? Ja, da können Wir gehen in die Pause, ja, ich muss wir das können Skript später umschreiben. Ja, ich habe es von Charakteren. Ja, gut. Da haben wir nur am Start hier. Hat er mal auf mit dem Nacht? Sorry. Nein, wir haben nicht das Zeug Ja, sorry. aktualisiert. Jetzt stimmt alles. Ja, wir sehen, wir sind sehr professionell, ja. Das ist professionell. Gut. Da haben wir am Start der J.I. Jay. Mein Name ist Jay the Geek oder einfach Jay. Ich habe heute parat viel Innovatives. Innovation. Innovation? Geht es um Nintendo? Ja, hat ein bisschen etwas mit dabei von dem Ja. Big N. Ja. McDonald's. Sind wir sehr gespannt, McDonald's, das ist der Ja. rote da. Oder der Der, mit dem roten Logo. Oh, jetzt muss ich studieren. Ja, haben Ja, wir, haben wir ja. einiges dabei. Bin ich falsch hier, oder was? Soll ich jetzt? Er hat ein bisschen zu sehr Das wirklich geht. müssen studieren. Das geht nicht Nein, um es McDonald's, geht Ja. um Nintendo als Big Player, der uns schon lange begleitet hat und was und wie dass er den ganzen Spielemarkt geprägt hat. Was ich noch vergessen habe. Wir haben ja immer wichtig. Andi, was spielst du aktuell? Aktuell, ja, ich kann, also ganz kurz, nein, ganz lang Ja. wahrscheinlich. Also, ich habe mir vorgenommen, ich tue mein Pile of Shame abarbeiten. Das heisst, Das heisst, ich habe sehr viele Games gekauft. Ich habe sie nicht einmal angelenkt. das ist alle gerade. Aber von dem Geld hätte ich Ja. jetzt 2 Autos gekauft. Ich fange jetzt mal an, das Zeug abarbeiten. Das heisst, ich spiele Star Wars Jedi Fallen Order. Das hättest du nochher bekommen. Seit etwa 6 Monaten. Ja, ich glaube, ja, das ist vor einem halben Das kann Jahr. ich bestätigen. Merci für dich fürs Game. Bitte, gerne. Ich spiele sie Also. ganz noch im Kingdom Come Deliverance, heisst es, glaube ich. Ja, Ja. Kingdom Come Deliverance. Das ja. ist grossartig, wunderbar. Ich wollte es nur installieren und schnell in den Startbildschirm reingehen.
bin auch 2,5 Stunden später zurückgekommen. Ist Ja. der Hammer. Das ist Mittelalter RPG-Geschmäus ohne Genau. Drachen und Es ist Gnomen und sehr realistisch, Realistisch, genau. ja. Richtig, genau, Sehr auf realistisch, europäischem ja. Boden. Ja. Dann Ja. Pokémon etwas Sword. fragen? Nein, Pokémon Sword spiele ich momentan Nein, jetzt gerade. du kommst auch noch dran. Das ist das, was ich momentan sehr, sehr herzig, sehr, sehr toll finde. Pokémon hat mich immer schon Das ist angefixt. schnell umgeschaltet. Dragon Ball Fighters, weil ich muss das durchspielen. Ich bin jetzt bei knapp 80%, damit ich nachher kann Dragon Ball Kakarot spielen. Und zu guter Letzt fange ich demnächst an mit Witcher 3. Karotte. Das ist ein elends Langgame, das du mir eingebrockt hast. Ich habe es dir sogar geschenkt, also Schwick. Ich hätte dir das Game Du hast noch gekauft. eine Frage, Jay? Kingdom Come Deliverance. Ja. Machst du das Let's Play? Hey, ich habe gehört, das kommt sehr gut an bei den Leuten. Willst du etwas darüber Jay, was erzählen? tust du? Jay, was soll denkst du? das? Ja, es kommt gut an bei den Leuten. Bei zwei. Hey, wir müssen vorwärts machen. Jay, was Hallo kennst du? Mitglied. Ich spiele aktuell Kakarot. Kakarot und Skyrim. Also ich habe Skyrim wieder vorgegraben. Skyrim ist Liebe. Skyrim ist Leben und das ist Ja. voll zugemoddet mit Grafikmods und das reizt meine RTX 2080 richtig schön aus und es ist auch Schakosel. Sehr schön. Auf was spielst du das? Mikrowelle? Dann haben wir am Start der... Raphael, aka Comedy Freddy, geboren 1754. Jetzt bringt er den ersten alten Mann Ja, schon. natürlich. Machst du schon wieder älter als er ist. Ich wollte euch doch ein bisschen vorgreifen, sonst muss ich nicht. Nein. Ja, Was hast du mitbringen parat? tue ich euch die Geschichte von Nintendo, und zwar die fast komplette, also so viel wie ich herausgefunden habe. Ja. Und ja, spielen tue ich aktuell nichts. Wieso das? Ja, weil Was ich ist keine los? Zeit, ich habe keine Zeit. Es ist so. Was ist jetzt das Letzte, ich wo du musste gegamed Ich musste die Switch wegnehmen vom Fernsehen, weil es ein Gameverbot gegeben für die Buben. Und jetzt Oh. ist sie mit oben im Aber du Büro. weißt, dass Ja. du die als Handheld kannst brauchen Ja, das weiss ich, aber ich weiss Aber nicht, darum auch hat er dann sich ja nicht. unsere Ich bin halt Station entsprechend Ja. beschäftigt im Moment. Also, Das ist halt. Raffu geht nicht. Sehr interessant. Und du bist? Also ausser das, was wir zusammen spielen, natürlich. Ja, ich bin der Hergi. Hallo, freut mich. Sally Helgi, Selbsthilfegruppe. Selbsthilfegruppe. Ich habe heute parat, es geht hauptsächlich um Nintendo. Nein, ich habe das ein paar. Ich habe einen Top 10 zusammengestellt, uns Nintendo-Momente. Also, wo ich sage, wow, das war ein Nintendo-Moment, der so typisch Nintendo halt. Ihr seht, was ich meine, sobald ich es abspielen tue. Ja. Und grossartig eigentlich noch so ein bisschen blöde Fragen zusammengestellt. Und das, was Der Casey Also, Dunn ja, meint, es geht wird eigentlich ein Zelda... Nein, eigentlich wollte ich sagen, für den Jay wird es sehr einfach die Frage. Er kann alles mit Zelda oder mit Link beantworten. Darum Wie viel hast du nicht denn so gehabt? kompliziert. Hast du Ja. das mit ihnen gekauft? Kannst du bitte am Stuhl anfesseln, danke. Ah, Wir müssen deine bitte. Hose Ja. nachhaben, weißt du das? Viertel still haben jetzt, gell? Gut. Aktuell game ich tatsächlich Zelda, ja. Brot of the Wild, ja. Ich habe es wieder entdeckt halt. Ich habe es mal vor einer Zeit angekriegt, jetzt spiele ich es wieder und ja, es hat mich wieder... Es hat mich voll gepackt, ja. Es ist cool. Das Beste seitdem auf Ja. CSI. Was? CDI. CDI. Und nein, wir reden heute CDI. nicht drüber. Nein, wir reden nicht Gut. Wir fangen an mit dem Raffu, mit der Geschichte zu Nintendo. Schaltest du das Nattel? Ja, das tut halt manchmal Ja, so. Ja. Ja. Gut. Ja, Chat. Raffu, Geschichte von Nintendo. Musst du mal schnell Chat? Hast du Ja, schnell ich kann gesagt? sagen, also, der Der Kuro Andi fragt schaut zuerst jetzt mal, drauf. was Ja. kann man gewinnen heute? Unsere Zuneigung. Wird sehr schwer. Ein spezieller Platz in unserem Herz. Casey Dorn, gewinnen? Ja. Hey Leute, das sind einfach alles, wir sind einfach Kapitalisten. Wir sind einfach nur, weil ihr etwas gewinnen wollt. Ist gut, bleibt dabei. Habt ihr Abos abgeschlossen? Das ist das Wichtigste. Habt ihr das Abo abgeschlossen? Da, schreibt mal ein Plus in den Chat, wenn ihr bei uns das Abos dort liegen habt. Ja. Also jetzt nicht mal die gleiche Ja, Zeit. ja. Casey ja, Dorn, ja. das nächste Mal tun wir am Ende seine Glatze noch rot anmalen mit deinem Blut. Nein, Plus, das machen wir plus. nicht. Der Kuro. Plus, er zahlt sehr viel Geld für uns. Danke, Kuro, du hast mir das Benzin für herzahlt. Ja, ich würde sagen, wir gehen weiter. Nur ganz kurz, wenn ihr wissen warum das der Raffi sich für die History von Nintendo entschieden hat. Er war von Anfang an dabei gewesen und hat sich keine Notizen gemacht. Ja, ich auch.
Jetzt haben sie die Jungspunden. Du weil hast sie die doch alten den Pappen- besseren Altersjoke hergebratscht. Bin ich Das ist der einfach Einzige, unglaublich. Entschuldigung, bin ich der Einzige, der noch unter 30 ist? Er hat einfach am meisten Grau im Bart drin. Vereinzelt so ein, zwei Haare, er hat gar nichts drin. Darum ist es ja. Ja, ich habe Ja. ein paar Brösmeli drin, aber Ja, sonst... ja, das sind Sorano schon... Gaming 3+. 3 plus, Die sehr solltest du geil. einfach mal waschen. Nein, weißt du, so hebt er besser. Gut. Ja, Raffu, was Geschichte hast du Interessantes von gefunden? Nintendo habe ich ja, jetzt ausgewählt. Und zwar habe ich herausgefunden, dass Nintendo nicht nur Konsolen und Spiele gemacht hat. Leck, erzählt. Viel muss ich gar nicht Ja. erzählen, das sehen wir Gut, im ja. schönen, kurzen Video. Wir würden jetzt vom Raffu das Video einspielen. Er hat etwas vorbereitet zu der Geschichte von Nintendo. Schauen da Hurti drin und dann wir über das Video diskutieren. Urti. Hurti. Was Leute, okay. Oh, ich habe Ja. gesehen. Von Mario bis Donkey Kong, von Zelda bis Final Fantasy. Nintendo ist überall bekannt, jeder kennt es. Und es ist in den meisten Kinderzimmern von 1980 bis jetzt mindestens eine Spielkonsole von Nintendo vorhanden. Aber woher kommt Nintendo überhaupt? Aus Japan, natürlich. Aber wie hat es angefangen? Wer waren die Mitbegründer? Diesen Fragen gehen wir in diesem Video auf die Spur. Viel Spass bei der Geschichte von Nintendo. Nintendo, japanisch Nintendo Kabushiki Gaisha, hat eine lange Geschichte. Die Geschichte fängt an 1889, wo die Firma Nintendo von Fusashiru Yamauchi in Kyoto ist gegründet wurde. Kyoto ist bis heute der Firmensitz geblieben. Von 1949 bis 2002 ist Hiroshi Yamauchi, der Urenkel vom Firmengründer, 53 Jahre lang an der Spitze des Unternehmens. Nach Yamauchis Rücktritt hat Satoru Iwata bis zu seinem Tod am 11. Juli 2015 die Führung übernommen. Am 16. September 2015 ist das Amt vom Präsident, dem vorherigen Personalchef Tatsumi Kimishima, zugefallen. Am 28. Juni 2018 hat Kimishima das Unternehmen verlassen und ist durch Shuntaro Furukawa ersetzt worden. Allein die Tatsache, dass Nintendo nicht sehr viel Wechsel in der Firmenleitung hatte, zeichnet die Firma doch schon recht gut aus, wenn man bedenkt, wie lange es die Firma schon gibt. Man hat sich doch sicher schon gefragt, was bedeutet eigentlich der Name Nintendo? Er besteht aus den 3 Schriftzeichen Nin für Pflicht, Aufgabe, Verantwortung, Ten für Himmel und Do für Tempel oder auch Halle. Nintendo selber übersetzt den Namen mit «Legt das Glück nicht in die Hände vom Himmel». Für den Anfang wollen wir uns doch mal die Zeit von 1989 bis ungefähr 1970 anschauen. Am 23. September 1889 ist Nintendo von Fushichiro Yamauchi gegründet worden. Ganz am Anfang hat das Unternehmen zuerst ausschließlich die traditionellen japanischen Hanafuda-Spielkarten produziert. Nintendo ist in diesem Segment sehr schnell Marktführer in Japan geworden. Der Firmengründer ist 1929 in Ruhestand gegangen und hat Nintendo seinem Schwiegersohn überlassen. Dieser hat dann das Unternehmen in Yamauchi Nintendo umgetauft. Um den Vertrieb der Hanafuda-Karten im Ausland zu ermöglichen, hat der Sekiryo Yamauchi, eben der Schwiegersohn, im Jahr 1947 eine neue Gesellschaft, die KK Marufuku, also Marufuku AG, die er dann etwa noch 3 Mal hat umbenannt. Ab 1949 KK Marufuku Karuta Hanbai, also eigentlich Kartenspielvertrieb Marufuku AG, und ab 1950 Nintendo Karuta KK
Nintendo Spielkarten AG. Und schlussendlich ist dann die Kartenproduktion 1951 von Yamauchi Nintendo mit dem Vertrieb von Nintendo Karuta zum Unternehmen Nintendo Kopai KK. What the hell did you just say? Nintendo Playing Card Company zusammengelegt worden. Das sind alles sehr viele Namen und sehr kompliziert ist es natürlich auch. Was sind denn aber genau die Hanafuda-Spielkarten, die Nintendo so berühmt gemacht hat in Japan? Hanafuda, zu Deutsch Blumenkarten, sind japanische Spielkarten mit Blumenmotiv. Die Karten sind ein bisschen dicker als Karten von europäischen Kartenspielen. Verwendet werden die Karten vorwiegend in Japan, Korea und auf Hawaii. Ähnlich den in Europa üblichen Romain-Karten kann man mit Hanafuda unterschiedliche Variationen spielen. Besonders beliebt ist Koi Koi, Hachi Hachi oder Kabu. Ein Hanafuda-Kartensatz besteht aus 48 Karten, die in die 12 Monate vom Jahr unterteilt werden. Jeder Monat wird dabei von einer anderen Blume symbolisiert. Für jeden Monat sind 4 verschiedene Blumenkarten mit unterschiedlichen Werten im Spiel. Ein typischer Monat besteht aus 2 Blumenmotiven, 1 Punkt, einer Schleifenkarte, 5 Punkte und einer Erde, 10 Punkte oder Lichtkarte mit einem Nennwert von 20 Punkten. Koi Koi ist eine der beliebtesten und einfachsten Spielvariationen für Hanafuda-Karten. Das folgende Beispiel erklärt den Spielablauf für 3 Spieler. Zu Beginn werden 8 Karten offen auf den Tisch gelegt, jeder Spieler bekommt 7 Karten und der Rest wird verdeckt als Stapel bereitgelegt. Der erste Spieler legt, wenn möglich, aus seiner Hand eine passende Karte vom gleichen Monat offen. Er darf seine Karte und die bereits offene Karte aufnehmen. Anschliessend deckt er aus dem verdeckten Stapel eine Karte auf. Passt die Karte zu einer bereits offenen Karte, so darf er beide Karten aufnehmen. Passt die Karte nicht, so wird die neue Karte zu der anderen offenen Karte gelegt. Ein Spieler bleibt so lange am Zug, solange er passende Karte aufdecken kann. Anschliessend ist der nächste Spieler am Zug. Das Spiel endet, wenn keine Karten mehr aufgenommen werden können. Zum Schluss werden die Punkte der einzelnen Spieler gezählt. Ist das jetzt gerade ein bisschen kompliziert und schnell gegangen? Ja, keine Angst, ihr seid nicht allein, ich komme auch noch nicht raus. Do you understand the words that are coming out of my mouth? Deswegen gehen wir zurück zur Geschichte. Wegen zurückgehenden Umsätzen und schlechten Ruf von Hanafuda-Karten hat sich Nintendo unter dem Yamauchi neu orientiert. So ist ein Vertrag mit Disney über die Vermarktung von Spielkarten mit Disney-Motiv ausgehandelt worden. Um weitere Firmenzweige aufzubauen, experimentiert Nintendo zwischenzeitlich auch mit Instant-Reis, ja genau, Reis und der Gründung von einem Taxiunternehmen. Aber es sind ja noch ganz andere Produkte zum Vorschein gekommen. Hier eine kleine Auswahl. Eigene Lego-Steine, obwohl kopiert von der Originalfirma. Ein elektrisches Konga. Ein Staubsauger. Und eine Bono-Büro-Ausrüstung. Und sogar ein Liebeshotel. Man hat sich dann aber wieder auf das Kerngeschäft besonnen und 1963 hat Hiroshi Yamauchi das Unternehmen in Nintendo KK, englisch Nintendo Co. Ltd. umbenannt. Nach dem Eintritt von Gunpei Yokoi im Jahr 1969 hat Nintendo damit angefangen, neben den Karten auch anderes Spielzeug herzustellen. Dazu gehört zum Beispiel die bekannte Ultrahand, aber auch Liebestestautomaten. Nintendo hat von dieser Ultrahand etwa rund 1,2 Millionen Exemplare verkauft. Im Laufe der Zeit hat Nintendo mit unterschiedlichem Erfolg noch weitere Spielzeuge produziert. Zu Beginn der 1970er Jahre hat sich Nintendo einem entstehenden Markt für Videospiele gewidmet. Neben der Herstellung von Arcade-Spielen hat sich Nintendo auch früh mit fernsehbasierten Kopien von amerikanischen Spielkonsolen, die ohne austauschbare Module rauskommen, auseinandergesetzt. Die ersten Konsolen von Nintendo sind im Juni 1977 ausschließlich in Japan unter dem Namen Color TV Game 6 und Color TV Game 15 auf den Markt gebracht worden. Es folgen 5 weitere Konsolen, der Racing Game Color TV 112, das Color TV Game Block Kusushi, die sehr unbekannte Variante Color TV Game Stock Monushi
und Computer- und TV-Game. Dass Nintendo zu teuer war, Mikroprozessoren selbst herzustellen, hat sie die vom Unternehmen Mitsubishi gekauft. Die Konsolen waren ein kleiner Erfolg und haben das Unternehmen in diesem Marktsegment bekannter werden lassen. 1980 sind die von Gunpei Yokoi entwickelten Nintendo Game & Watches herausgebracht worden. Die kleinen elektronischen Spielgeräte, die auch in kleinen Taschen Platz gefunden haben, waren weltweit ein riesen Erfolg. 1981 ist mit dem Arcade-Spiel Donkey Kong das erste Spiel vom heute weltbekannten Spieldesigner Shigeru Miyamoto erschienen. Heute werden bestimmte Versionen von den Game & Watches unter Sammlern zu Preisen von $500 oder mehr verkauft. Also wenn ihr noch so einen daheim habt, schaut ihn gut an, ob er noch funktioniert. Und vielleicht habt ihr da einen kleinen Goldschatz daheim. Durch diesen Erfolg ermutigt, hat der Hiroshi Yamauchi mit seiner Tochter und seinem Schwiegersohn Minoru Arakawa eine Expansion in die USA mit dem Ziel, dort eine Tochtergesellschaft aufzubauen geplant. Nintendo of America ist schließlich 1982 gegründet worden. Das Hauptquartier ist in Redmond in der Nähe von Seattle errichtet worden. 1983 hat Nintendo eine weitere Niederlassung in Kanada, besser gesagt in Vancouver, gegründet. 1983 ist Nintendo in Tokio an die Börse gegangen. Ebenfalls im Jahr 1983 hat Nintendo in Japan den Family Computer, kurz Famicom, herausgebracht, wo in Amerika und in Europa unter dem Namen Nintendo Entertainment System, kurz NES, vermarktet wurde. Auf die Idee ist der Yamauchi durch den Erfolg der amerikanischen Spielkonsole VCS 2600 von Atari gebracht worden. Sein Ziel war eine Konsole, die auf dem amerikanischen Prinzip basiert, aber günstig im Verkauf anzubieten war und durch austauschbare Module nie langweilig soll werden. Zusammen mit dem NES ist auch der Grundstein für anhaltend erfolgreiche Spieleserien gelegt worden. Metroid, Super Mario Bros. Und The Legend of Zelda feiern ihre Debüt auf dem Nintendo Entertainment System und verkaufen sich millionenfach. Auch die Konsole war ein grosser Erfolg, durch den es sogar zu Engpässen bei Prozessoren kam. 1989 landet Nintendo durch die Entwicklung von Gunpei Yokoi der bis dann grösste Erfolg. Der Game Boy ist erschienen zusammen mit dem Spiel Tetris. Durch seine Handlichkeit, die hervorragende Batterielaufzeit sowie eine grosse Auswahl an hochwertigen Spielen ist der Game Boy zum Inbegriff für Handheld-Konsolen geworden und wird auch heute noch als Synonym für mobile Spielgeräte genutzt. Konkurrenzprodukte wie der Sega Game Gear oder Atari Lynx sind zwar technisch stärker ausgestattet gewesen, jedoch deutlich teurer und haben so die Vormachtstellung von Nintendo auf mobilen Videospielmarkt nicht gefährden. Nintendo hat dann 1988 allerdings ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Die Marktbeherrschung ist dann an Sega mit ihrem Mega Drive gegangen und Nintendo hat 2 Jahre gebraucht, um mit dem Super Nintendo Entertainment System, kurz SNES, nachzuziehen. Zur Markteinführung ist das NES allerdings noch nicht sehr erfolgreich gewesen, da sich der NES immer noch gut hat verkauft. Der Erfolg verdankt die ältere Konsole am Spiel Super Mario Bros. 3, wo mehr als 15 Millionen Mal ist abgesetzt wurde. Erst mit der Veröffentlichung in Europa 1992 und der Spiel wie F-Zero oder Super Mario Kart, wo die NES-Spiele ihre technische Überlegenheit ausspielen konnten, ist es der Konsole gelungen, sich mehr und mehr durchzusetzen. Nachdem Sega ein CD-Laufwerk für das Mega Drive hat auf den Markt gebracht, hat Nintendo nachziehen. In Zusammenarbeit mit Sony hat auch das SNES ein CD-Laufwerk bekommen. Projektierter Name der neuen Konsole war Super Nintendo PlayStation. Ich wiederhole, Super Nintendo PlayStation. Die
Partnerschaft ist allerdings im Jahr 1993 zerbrochen. Nachdem Nintendo hat erfahren, dass Sony so alle Markenrechte würde erhalten, hat Sony die Konsole allein weiterentwickelt und sie schlussendlich nach Sony PlayStation genannt. Talk to the hand. Nintendo hat einen weiteren Versuch unternommen, ein CD-Laufwerk für ein NES rauszubringen. Mit Philips als Partner hat das aber auch nicht wirklich geklappt. Das Resultat von dieser Partnerschaft sind mehrere Nintendo-Titel auf der Philips-Konsole CDI mit den Charakteren Mario und Zelda gewesen. Die Qualität dieser Titel hat jedoch niemals an die von Nintendo gewohnten Standards hergereicht. Es ist der einzige Fall, wo Nintendo eigene Charaktere für eine fremde Konsole hat lizenzieren. 1994 ist der Super Game Boy veröffentlicht worden. Der hat es ermöglicht, Gameboy-Spiele auf dem SNES zu spielen. Nach der Abkehr vom CD-Laufwerk hat Nintendo schließlich unter dem Projektnamen Project Reality eine ganz neue Konsole angekündigt. Die bekannten Spielserien sind auf dem SNES mit Titeln wie Super Mario World, The Legend of Zelda: Link to the Past, Super Metroid, Super Mario World 2, Yoshi's Island und 3 Teile von Donkey Kong Country weiter ausgebaut und mit dem Titel Super Mario Kart ergänzt worden. 1995 ist der Virtual Boy erschienen. Da hat er eine Tauchmaske geähnelt. In die 2 Bildschirme sind angebracht gewesen. Jeder Auge nimmt dabei ein anderes, leicht versetztes Bild wahr, wodurch ein real wirkender 3D-Effekt erzeugt wurde. Ursprünglich als tragbare Konsole gedacht, ist der Apparat jedoch viel zu schwer und unpraktisch gewesen. Es sind nur eine Handvoll von Spielen entwickelt worden. In seiner gesamten Lebensspanne ist der Virtual Boy nur etwa 140.000 Mal abgesetzt worden. Das Project Reality, auch als Ultra 64 bezeichnet, ist schließlich im Jahr 1996 unter dem Namen Nintendo 64 in Japan und in den USA erschienen. In Europa ist die Konsole nachher 1997 auf den Markt gekommen. Zu dieser Zeit hat halt Sony schon die Marktbeherrschung gehabt mit ihrer Sony PlayStation. Sega mit Sega Saturn ist entsprechend in Japan erfolgreich gewesen. Nintendo hat sich mit dem Nintendo 64 mit 33 Millionen verkauften Einheiten weltweit den zweiten Platz können sichern. Im Vergleich zu Sonys 100 Millionen verkauften Einheiten ist das doch eine sehr deutliche Niederlage. Auch immer mehr Entwickler sind abgesprungen. Zum Beispiel Square Enix, weil Square nicht mehr bereit war, Spiele auf einem Modul zu veröffentlichen, wie es die Nintendo-Konsolen erfordert. Sie sind abgesprungen und Square hat damit die erfolgreiche Rollenspielserie Final Fantasy exklusiv bei Sony rausgebracht. Ja, Square Enix, es gibt halt Sachen, die kann man nie mehr verzeihen. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Sony hat sich durch das die Spitzenposition weiter ausgebaut und auch der Game Boy Pocket hat nicht mehr sehr viel dagegen machen, sodass Nintendo den Umsatzrückgang auch mit diesem Gerät nicht merklich stoppen konnte. 1998 hat Nintendo der Game Boy Color nachgeschoben, die erste Handheld-Konsole aus dem Haus mit Farbdisplay. Auf der Electronic Entertainment Expo 1999 hat Nintendo unter dem Projektnamen Dolphin den Nachfolger von Nintendo 64 angekündigt. Der Game Boy Advance, kurz GBA, ist von Nintendo 2001 als Nachfolger vom sehr erfolgreichen Game Boy Color auf dem europäischen Markt herausgebracht worden. Gegenüber dem klassischen Game Boy hat die Handheld-Konsole-Technik auf dem Stand von einem verbesserten Super Nintendo gehabt, ein grösseres Display im Querformat sowie volle Abwärtskompatibilität zu Game Boy und Game Boy Color Spielen. Am 14. September 2001 ist der N64-Nachfolger namens GameCube in Japan rausgekommen, in den USA im November und in Europa im Mai 2002. Oder GameCube hat nicht vollkommen überzeugen, es sind immer noch Entwickler abgesprungen und in der Fangemeinschaft hat man sich ein bisschen etwas anderes erhofft.
Ich für meinen Teil habe die Konsole ziemlich cool gefunden, weil sie den ganz coole kleine Disc hatte. Am 11. März 2005 ist der Nintendo DS in Europa erschienen. Ein tragbares Videospielsystem, ausgestattet mit 2 Bildschirmen, davon ein Touchscreen, Mikrofon, einer WLAN-Netzwerkkarte und einer Leistung, die etwa der Fähigkeit vom Nintendo 64 entspricht. Nintendo hat auf den Erfolg mit dem DS noch ganz viele andere Erweiterungen und Versionen vom DS herausgebracht. Im 2008 ist dann die Wii lanciert worden. Der neue Controller war eine wahrhaftige Sensation. Plötzlich sind in verschiedensten Haushalten Leute herumgekumpelt, ganze Familien haben Game-Abende veranstaltet und der ein oder andere Fernseher ist auch kaputt gegangen, weil man partout nicht den Controller am Handgelenk machen konnte. 2009, im März, hat Nintendo selber verkünden, dass über 50 Millionen Einheiten von Wii verkauft wurden. Am gleichen Datum hat man verkündet, dass der Nintendo DS weltweit 99,36 Millionen Mal verkauft wurde und einen Marktanteil von 68% hat errungen. Das ist doch schon relativ erfolgreich, würde man doch meinen. Am 30. November 2012 ist der Nachfolger von Wii, die Wii U, in Europa veröffentlicht worden. Die Konsole verfügt über einen Controller, ein Gamepad mit integriertem Bildschirm und greift auch die mit der Wii eingeführte Bewegungssteuerung auf. Nintendo hat sich natürlich nicht lassen, auch im Mobile-Game-Markt ein bisschen mitzumischen. Mit dem sowieso schon sehr erfolgreichen Franchise Pokémon ist Nintendo mit Pokémon Go ein sehr grosser Erfolg gelungen. Da das so erfolgreich war, hat man selbstverständlich ohne Probleme das iOS-Spiel Super Mario Run herausbringen, das am 15. Dezember 2016 im App Store abrufbar war. Am 20. Oktober 2016 sind erste Details zur neuen Heimkonsole Nintendo Switch, Codename NX, bekannt gegeben worden. Die Switch ist dann schlussendlich am 3. März 2017 weltweit veröffentlicht worden und ich finde bis dato eine der besten Konsolen, die Nintendo jemals herausgebracht hat. Freuen wir uns auf die nächste. Herzlichen Dank für das Interesse an der Geschichte von Nintendo und weiterhin viel Spass mit der Sendung rund um Nintendo. Voilà, das wird es gesehen. Zack, da sind wir wieder. Das ist eine kurze Geschichte. Ein kurzer Beitrag. Schön. Ja, schönes Video. Merci für wirklich, den. Danke, das ist richtig cool, mit Liebe. Also Ich ist habe nur 12 Stunden. Stunden gebraucht. Oh wow, Jackie Plays. Wii Wii U. Sehr gut. Wii U. Ja, das machen wir selbstverständlich noch. Das kommt auch noch auf YouTube. Die Videos, wir müssen die auch noch ein paar nachreichen. Es hat sehr viele Videos wo von den Fernsehsendungen noch Wir tun wahrscheinlich auch die Sendung aufladen, vor allem. Der Raffi und ich sind hier dran. Wir sind gerade alle Videos am Zweigschneiden und YouTube neu organisieren und aufladen. Genau, Du bist sicher schon fast fertig mit deinem Teil? Ja, Reis Taxis, Hotels, Spielkarten, die Nintendo gemacht hat. Wer hätte das gedacht? He? Ja. Die Spielkarten sind tatsächlich auch noch ein bisschen in Verruf gekommen, weil sie offensichtlich von Yakuza dann noch gebraucht wurden. Irgendwie so. Genau, ja, kannst eben nur, weil wirklich lesen kannst du nie etwas darüber. Ja logisch, du verstehst ja die Schrift auch nicht. Ja, richtig. Und dann haben sie mit dem wieder aufgehört. Aber man kann nach wie vor immer noch eine Fuda-Karte kaufen. Also so ist es nicht. Sie hat sich auch mal wieder zurückgelegt, wie bei anderen Sachen auch, die in Verruf sind. Ja. Ich habe heute gemeint, wir die Runde zusammen gamen. Und in der Zeit aber ein bisschen Fragen stellen einander, die ich vorbereitet habe. Ja, bist du. Und, ja, wie alt, ja, was hast du für... Jünger als ich. Super, ich habe etwas mitgenommen, Hergi. Ja. Letzten Montag war es, glaube ich, habe ich ein bisschen gebastelt. Soll jetzt so tun, als ob ich überrascht wäre? Ja, aber du überrascht. Okay, was hast du denn mitgebracht? Ich habe gebastelt für dich. Was denn? Ich habe Nintendo Labo zusammen gebastelt. Was ist das? Das Labo. ist Labo. Ist das Labo. Nintendo ist Liebe. Nintendo ist Labo.
So gut. Sehr schön, sehr schön. Ich mache gerade meinen Master in schlechten Wortspielen. Ja, Also, ja, schaffen. das sieht nicht schlecht aus. Locker. Professor für mich schon, ja. C'est carton. Ça, c'est le carton. C'est ça, c'est carton. Ah, und du oui, oui, spielst mit einem Rädli. Mit Karte Steuerrad, ja. Genau. Ich würde sagen, Es fühlt sich fast an, als würdest du in meinem Auto hocken. Brauchst du es nachher noch ganz retour? Gern. Es wäre schön, es wäre lieb. Aber wir probieren es einfach Ja, mal das aus. Ich vielleicht hoffe auch, das dass mit es Karten, funktioniert. ja. Ich hoffe, es funktioniert gerade auch auf Anhieb. Als ich es getestet habe, habe ich noch mal raus müssen und rein, aber ich glaube, es könnte jetzt funktionieren. Gut. Dann würde ich mich hinsetzen und eine Runde Mario Kart. Mario Kart? Ja, cool. Jetzt schauen wir mal, ob wir auch alle drauf passen. Hast du den Stuhl Einstellmeister? Schön. Schön. Hey, Ich glaube, wir müssen- nachher haben, ich bin am Zügeln. Blödes Sieg. Also rutsch mal da rüber, so. Wo soll ich sitzen? Ja, geh mal Ich würde Fantasie, auf eine rote Auf oder ein so. Roto, hä? Ah, wegen, ja. Das ist... Jetzt da eingesehen. sieht man uns schon? Sind wir alle drauf? Das hier ist ein Gaspedal. Fast. Warte, rutsche noch ein bisschen. Ich bin einfach nicht sehr fest draufstehen. Das ist fast wie ein Dino Subaru, gell? Ich hocke nicht am Boden, weil der Herr ist da mit seinem Oh, man Fuß. sollte die Schuhe abziehen. Nein, nein, ist gut. Ja. Du musst einfach nicht vertrampen, weil ich will es meinem Gottemeiteli dann noch geben. Dann ziehe ich die Schuhe ab. Du musst nicht extra... Nein, lass ja. Das ist ein sehr kleiner Raum. Und das ist jetzt die Steuerrad. Das ist Steuerrad, genau. Da innen Wo müsste befindet sich... der Rolla wie Rasenmäher? Ich kann sagen, das ist wirklich wie dein Auto. Nein, das ist wirklich wie ein Subaru, ja. Was ist das? Ah, das ist der Blinker und so? Ja, aber hä? das musst du nicht. Kann Du ich musst, mir wirklich, du musst nur hier links, rechts, da vorne drauf drücken für Bestätigen und Gas Ich will es geben. aber so spielen. Also, Also, das fühlt sich schon so billig an. Also, Hey, keine hallo. Ahnung. Ah, nein, das ist sehr hochwertig. Wobei, das ist hochwertiger Karton. Ich habe das also man muss schon erwähnen, ich meine, bei aller Liebe, und wir sind alles Nintendo-Kinder und lieben das und Ich lehne einfach ein bisschen zu dir, darum Schatz. dran, Ja. Nintendo Labo bei aller Liebe ist schon ein bisschen ein Zeichen, dass sie den Preis so brutal abgedruckt haben. Die haben am Anfang die Kartengeschichte ja so 70, 80 Stutz oder so Minimum gekostet. Und jetzt sind sie so bei teilweise 10 Franken umeinander. Ja. Das ist nicht so wirklich Ah, der Controller ist angekommen, da wobei ich die drin. Idee Aha, so auf den ersten jetzt Blick wirklich cool finde. Also, ja, Es ist wirklich cool. Es wird Ich schon habe immer als Kauf sein, dass es Alle A durchdrücken. ich habe für das Set. Wo ist der Schei geil? Ich habe. Bin ich da? Bin ich Oh hier? nein, jetzt bin ich. Ich habe das Set auch, also irgendwas genau welches Toy-Con, glaube ich, heisst es. Habe ich auch gekauft. Mit Ja. der Giel von mal das Ding, das Gaspedal. Sie haben voll Freude. Es ist mega Es ist wirklich cool. lustig, es ist wirklich cool. Es macht wirklich coole Freude. Idee. Ich komme mir gerade so doof vor. Ja, warte, das müssen wir noch mit dem einstellen. Karton erst dazu. Ja, moin! Wie so ein Obdachloser. Emila Perla! Sali, moin, moin! Was am Bahnhof, ganz viel. Also, Hast du mir einen Stutz? komm, jetzt alle A durchdrücken, bitte. Ja, ja. Ja, wo Soll muss ich kennen auch müssen, etwas? ne, Ah, oder nein, das ist was? eine Mine. Ja. Genau, alles Gut. drücken. Ich hab doch keine Bin ich die Prinzessin? Ich weiß gar nicht, welcher das ich bin. Ich bin der vierte, Ups, der sorry. rote Scheigeil. Aber ich muss der sein. Okay, Nein, warte, ich bin der rote Schei geil. dann bin ich der schwarze Scheigeil. Ja, Gas geht. Zum Glück Check. bin ich jetzt oben rechts. Das ist Gäbig. Warte, ich muss so schauen. hier. Ich Kennt muss ihr so. das, wenn ihr Mario spielt? Schräg. Mario Drücken, Kart, A durchdrücken, bitte. wenn ihr Mario Kart spielt und entsprechend nachher auf der falschen Seite vom Sofa hockt, also beim Start, oh nein, Oh nein, das geht gar nicht, das ist ganz schlimm. Ja, wenn wir die Player blöd- 1 andrücken. Und wenn du verlierst, immer die blöde Ausrede. Ah, ich habe auf den anderen geschaut. Ja, genau. Also, das ist okay, Gut, ja. es ist Ich muss da aktiviert. drin stecken und dann geht das Genau. Auto. Hä? Genau. Ich sehe Ja, Potenzial okay, für andere okay. Industrien, wenn ich das so anschaue. Okay, also, ja, das das erste ist Mal im absolut, ja, Stübli von Sicherheit Nintendo geht Labo. Ja, Da draufdrücken zum Schiessen, unten Gas, loslassen, um in den Drift das ist das reingehen. gleiche wie auf der Autobahn, wenn Hubtrash Dann schmeißt es den grünen Ding, genau. Schildkröte Ich rauskommt. kann nicht einmal schauen, ob die schnell mal Karten können. So fies. Ah, Emila Perla sagt Hallo Papa und coole Chigi. Hallihallo. Hallo. Hi, hallo. Hallo. Wo hast du den Chat? Ich schaue auf Aha, die du Tür. schaust auf den Sie Bildschirm. sagt nicht cooler Papa, weil in Wo meinem Fall bin ich? Papa ein super Wer bin Lativ ich? ist. Du bist der Mario wahrscheinlich, keine Der Ahnung. Mario? Nein, du bist Peach, du bist Ah. das Mädchen, hast du ja wel.
Und Nein, geht's? wieso ist das so? Geht's? Es ist noch kein Kurve gekommen, das weiß ich doch noch nicht. Oh, was? Es ist noch keine Kurve gekommen, das ist, weil Wow. die Anfang nicht mehr existieren. Also, warte, jetzt Hupen. Hey Leute, das ist ganz ehrlich, das ist jetzt so richtig Nintendo-Feeling. Das ist Das Nintendo ist wirklich, so. ja. Miteinander im Zimmer hocken Ja, cool. und gamen. Für mich ist das ganz speziell, weil so Mit Garto. früher Mit so Garto, zu meinen wieso? Kindheitszeiten, meine Eltern so, ja, willst du nicht ein Nintendo haben? Weil das Sinn davon ist ja, hey, weißt du, du kannst mit deinen Meine Kollegen Hupe zusammen geht ein nicht. Fernsehen spielen. Ding geht nicht. Und ich dachte so, was? Cool, Jay, gell, wenn man die Steuerung für Kinder aktiviert hat. Das ist super, danke vielmals Oh, für hast den. du Hast du Kindersteuerung drin? Ich kann meine Banane nicht Moment. schiessen. Das geht gar nicht. Sorry. Okay, also nehmen wir sie Das raus. läuft überhaupt nicht. Jay, meine Banane ist kaputt. Y und Da gibt's wie R andere. ist nicht Druck drin. du an L, X. Y und R. Banane. Nein, druck du So, L. die geht Druck gang. du L und Y. Druck du L. Du musst L drücken. Da wo L auf L. draufsteht. Das Das geht nicht, ich kann Okay, nicht. gut. Es ist Machen furchtbar. Sie fortsetzen. Gut. So, sehr schön. Ah, jetzt ist Banane gegangen. Ah, Ah. muss ich jetzt wieder drücken. Es ist Eine Geist. Ich habe einen Geist bekommen. Ich wollte sagen, das kann ja nicht Also, sein. wir aber wollen du noch fragst Fragen, dich gut. wir Sorry, wollen wenn ich so Fragerunden machen während dem Aha. Game. Refo, Probier mal. dein absolut, was du denkst, beste Nintendo-Spiel ever. Nicht persönlich, aber was du das Gefühl hast, was ist das Nicht Beste? persönlich. Nein, das kommt dann noch nicht. Es ist Was so, denkst du? es gibt eben verschiedene gute, die ich pro Generation wieder auseinandernehmen. Also, ja, was ich richtig gefeiert habe, war das DuckTales. Oh ja. Chip Taco and Bell, Dale, wo das da Ding, ist, ja. Alvin, haben wir die A-Hörnchen, B-Hörnchen, Nicht Chippendales, das ist etwas anderes. Ja. Chip and Chap, das finde ich auch ganz gut. Moment, Jungs, ganz Aber- kurz, darf ich sagen, wir sind hier im Fernsehen, wir sollten nicht reinreden, wenn einer etwas erzählt. Genau. Weil Was der hast du jetzt gerade gemacht? Der Endtyp, der versteht nachher überhaupt nicht mehr. Es sind alles Endtypen übrigens. Der versteht überhaupt nicht mehr. Wäre es cool, wenn wir einander ausreden und mit Einwürfen warten. Dankeschön Okay, und Jay. weiter Genau. geht's. Das Chip and Chap, das habe ich ganz cool gefunden. Das finde ich immer noch sehr gut. Aber mein absolut Lieblingsspiel von Nintendo ever ist ganz klar, halt Schnurren, Zelda Ocarina of Time. Es ist einfach ungeschlagen mein Lieblingsspiel. Absolut. Ja. Dein Andi? Mein Lieblings-Nintendo-Spiel. Irgendwo durch, das ist aber sehr emotional begründet, wahrscheinlich sind es die ersten Pokémon-Spiele. Und zwar irgendwie geil, weil Rot und Blau habe ich super cool gefunden. Aber nachher ist Gel gekommen, wo halt für mich als Golf noch, hey wow, jetzt plötzlich sind wirklich das Team Rocket aus der Fernsehsendung dort. Und das ist für mich, auch wenn es sicher sehr viel bessere Spiele gibt, emotional will ich immer an diesen Spielen hängen, das ich auch schon zigmal durchgespielt wieder seither. Darum, ja. Pokémon, ne? Darum Pokémon, aber auf emotionaler und nicht aus logischer Erklärung. Ja, das wäre ja okay, gut. Dies? Kirby's Dream Land. Okay. Wow, ja. Kritik und sucht gut. Wieso? Mir ist nichts anderes, Los, mir ist nichts anderes in den Sinn gekommen. Nein, The Legend of Zelda, logisch. Logisch! Ja. Ja. Und zwar Twilight Princess. Also ich bin der Finde ich das Beste. Das ist nicht mein Lieblings. Also erzählt, Du hast gefragt, Twilight welches ist ja, das das Beste? Beste. Du hast gefragt, welches ist das Beste? Oder? Das Beste und das ist Twilight Princess. Twilight Princess. Warum? Aus welchem? Ja. Warum? Tiefe. Ja, Ähm, stimmt. die ganze Spielmechanik. Items, Geschichte. Das Düstere. Ja. Das nimmt die am meisten mit. Ganz Gut, klar. ja. Gute Erklärung. Sehe Ja. ich wie. Ich war eher so ein Anhänger gewesen von damals Super Nintendo. Kennst du noch so Secret of Mana? Ja. Ja, Oh, Professor ja. Moore, ja. Weißt du, der Witz, Das ist bei mir jetzt, lass mich noch ausreden. Sorry. Du hast den Satz schon beendet. Ja, hab ich nicht gesagt. Aus dem Grund, ich Secret, Terranigma. Wenn ich jetzt würde sagen Terranigma, weil das ist bei mir, ich habe das Spiel einfach ewig durchspielen, 10-20 Mal fast, immer wieder. Es hat für die Zeit eine unglaubliche Grafik gehabt. Mit dem 7-Mode vom Super Nintendo. Und ich einfach die Geschichte spannend gefunden und alles zusammen. Und einfach das Kampfsystem halt einfach für mich ja perfekt. Also, ja. Das wäre ja wieder mein Lieblingsspiel, das ich jetzt gesagt habe. Ja. Wenn jetzt würde ich sagen, das beste Game überhaupt auf einem Nintendo-Dings, ich stimme mal mit Zelda über ja. Welches? Ja. Wie soll ich sagen, auf dem Super Nintendo? Wie hat es geheißen? A Link to the Past, ja.
Liegt an der Pasta. Liegt an der Pasta, ja. Beim Super Nintendo muss ich leider völlig passen. Ich habe beim Cousin, das habe ich schon 100-mal erzählt, das wird jetzt von jedem Geekstübli, dass wir ihm Konsolen geschenkt bekommen. Wir haben vermeintlich eine neue. Wenn man Karton angeschaut hat, haben wir gemerkt, dass sie nicht neu sind. Aber ja, voilà. Cousin 1 hat NES gehabt, den habe ich bekommen. Und dann hat er das NES gehabt. Und dann hat sich der dritte Cousin, der jüngste, hat dann das NES bekommen vom ältesten Cousin. Und der hat sich dann die Playstation gekauft. Und so weiter und so fort. Ist das in der Familie so herumgereicht worden? Darum habe ich leider Gottes null Erfahrung mit dem SNES. Daheim selber, was ich hure gerne gespielt habe, war das Baxi. Baxi? Ja, so ein Hase, ähnlich wie Sonic. Hure schneller Hase. Ist das nie ein Eichhornli? Nee, ja, oder ein Eichhörnli, ja. Baxi. Flach. Ist das nicht Conquer? Nein, Baxi, das war wirklich ein cooles Spiel. Oder nicht Donkey Kong, da war ich so Fan. Donkey Kong hat einfach ausgesehen, das Spiel. Ja. So, noch heute, also wirklich krass. Super Nintendo, oder? Ja. Ja, das war schon recht krass. So, wow, das kann Super Nintendo. Ja, genau. Ja. Und deiner Meinung nach das schlechteste Nintendo-Spiel, das ever ist rausgekommen? Das schlechteste? Also jetzt von einer allgemeinen Sicht her, was denkst du? Ich weiss nicht. Also auf dem Nintendo 64 hat es mal ein Prügelspiel gegeben. Es hat Clay Fighter 360 and a Third Case. Genau. Das war so cool, so gut, wirklich gut, Ja. wenn du das zweite hast gespielt. Ja. Weil wenn du es allein hast gespielt hast, du 5 Minuten durchgekommen. Also es war keine Herausforderung, 0, nichts, 0. Es hat keine Tasten voll gegeben. Du hast einfach gepratscht und plötzlich hast du ein Combo gemacht. Und das war so cool. Du bist auf dem Sofa gehockt, dann hast du eine Kombination gedrückt und dann hat der andere Combo angeschrieben. Wirklich der erste Ding, Balken weg, der zweite weg und dann hast du gewonnen. Ja. Hey, das war so cool. Aber sonst, Standalone, ein Katastrophenspiel. Dein schlechteste Nintendo-Spiel? Also allgemein, was du denkst? Zwei. Eins ist Dragon Slayer. Komplette Dragon Slayer, komplette Katastrophe. Oh ja. Ja. Und so weh, dass es mir tut, Empire Strikes Back. Ja. Star Wars Games, die alten. Von welcher Konsole? Also, was Eins ist ist das? Super Nintendo? NES glaube ich sogar noch. Das war schwer gewesen, gell? Das war scheiße. An dem war nichts gut, ausser wenn du es angestellt hast. Ja, ich weiss E.T. für Star Wars. Die für Star Wars. Ja, ist auch mal. Hey, Die für Nintendo. ich möchte nur noch ganz kurz anmerken, Leute, die das NES oder NES sagen, haben in so einem Stream einfach nichts verloren. Danke. Er hat Wir vor das kriegen jetzt NES auch. gesagt. Irgendeiner hat das NES gesagt. Ja, ich sicher nicht. Ich sage immer, Das klingt so wie ein neues Produkt von Nestle. Raffu, dein schlechteste, was denkst du, vertollt so? Ganz klar das schlechteste Spiel, das jemals auf einer Nintendo-Konsole rausgekommen ist, Ja. ist Superman auf dem Nintendo 64. Oh ja, das ist jetzt safe, angeschossen. Ja. Das ist Ja. angeschossen. Doch, voll. Ja. Das Also ist wird ja. euch in den meisten Top 10 wird euch das immer auf als schlechtes Spiel Ja. überhaupt. Ja. Es ist grässlich. Ich habe es gekauft. Ich habe es gekauft, Mann. Für 50 Stutz im Interdiscount. Ich habe mich so drauf gefreut. Ja, damals, Mann. Ich habe es im Interdiscount gekauft, habe mich mega gefreut zum Heimgehen und Superman spielen. Ich habe es reingemacht und ich bin hässig geworden. Ja, ich habe so einen 11-jährigen Tobsuchtsanfall bekommen. Ich sage das, weil es so grottig ist. Es sieht grusig aus. Es ist alles grün. Man sieht nicht mal richtige Häuser. Und in der Werbung hat es einfach gut ausgesehen. Und das ist unfair. Das ist einfach der Glitch-Simulator. Ja, es ist einfach Du pfui. fliegst permanent einfach nur durch Ringe. Ja, genau. zu spielen. Nein, Das ist sorry. krass. Dich gefolgt von Zelda 2. Ja. Ja. Wobei ich muss sagen, hey, ganz ehrlich, ich finde Ja. Zelda 1 und Zelda 2 muss man gespielt haben. Zelda 2 muss man gespielt haben, einfach, dass man nachher kann offiziell sagen, doch, das ist nicht für mich. Nein, damit man die anderen schätzt. Weißt ist du, nur für das wenn ich ein gemacht. ganz übles Spiel gefunden habe, bei Super Nintendo, hast du irgendwann entdeckt, du hast so 3D-mässig darstellen, weißt du, so wie ein Star Fox oder so. Und dann so solche Rennspiele gegeben, die sind so undefiniert, du hast nicht gewusst, was das soll darstellen soll. Weißt du, nur so, ich habe das ganz schrecklich gefunden. Darf ich etwas zum Super Nintendo sagen, wenn wir gerade am Mario Kart spielen sind? Ich kann es nicht und habe es nie können spielen. Das Mario Kart auf dem Super Nintendo. Das geht nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht spielen. Es geht einfach nicht. Da gab vorher noch auf dem DS alles easy, aber das Mario Kart auf dem Super Nintendo und das liegt nicht am Augenkrebs. Da kannst du auch einen kleinen Fernseher nehmen. Ich kann es nicht.
Das funktioniert für mich nicht. Mario Kart muss für mich dreidimensional sein, sonst ist es unspielbar. Ich habe eine Frage dazu. Ja. Wie lange ist es gegangen, bis ihr geschnallt habt, dass ihr eigentlich nicht euch einen Char bewegt, sondern eigentlich... Dass der Hintergrund bewegt. Ja, das ist Also, eine Zeit gegangen, wenn ich erwachsen war. Ja, Nein, du musst mal objektiv betrachten. Eigentlich ist jedes Rennspiel so, mit viel Fantasie. Ja, Wenn du überlegst, die Strecke bewegt sich auf der Karre nicht. Ja. Das ist so. Ja. Aber dann bewegt sich für jede Strecke individuell. Ja. Da haben wir jetzt also 4 Paralleluniversen. Ja. Ich weiß nicht, ob es wirklich noch so ist. Ja. Schau mal dieses Universe an, wegen 4 Paralleluniversen. Weil ich glaube, es ist auch vom Programmieren her nicht mehr gleich, würde ich meinen. Ich bin da völlig in einem Paralleluniversum auf dem 7. Platz. Also ich weiß nicht, also was ist los eigentlich? Ja cool, ich bin mal nicht Katastrophe. Der Jackie meint, du hättest sicher wieder ein Wett verloren, darum kein Haar. Ich Der habe Casey schon ist gedacht, dann schockiert. kommt wieder das Thema mit den Haaren. Ja, und der Kuro hat etwas Spannendes gefragt. Ich sehe nicht alles wegen dem Logo, aber wer kennt es noch? Pokémon-Duschen mit dem Link-Kabel. Und den richtigen Moment abwarten, Pokémon zum doppeln. An- und Abstellen, zum es verdoppeln. Ja, Das Mann. Gleiche hat da funktioniert mit dem PC. Bei Pokémon Silver, I think. Wisst ihr noch die ganzen Gerüchte darum, dass man das Mew kann bekommen, wenn man irgendwie unter einem Ja, Lastwagen ja ist? stimmt, irgendetwas ist da ist recht veräppelt, die ganze Leute. Aber früher war das ja cool, weil heute gehst du einfach ins Internet. Heute, Ja. wenn du so ein Gerücht hörst über irgendein Game, über den Yeti bei GTA oder so, dann gehst du ins Internet und nach 15 Sekunden weißt du genau Bullshit. Aber früher Ja, bist du Stunden so. und Wochen lang an dieser Konsole dazu gehabt. dann ein Nintendo Und es hat es auch bei gestanden. Dingen gegeben, beim Super Mario 64. Das Gerücht, dass man außen bei den Mauer raufgumpen und dann zum Yoshi kommt. Und früher, ich weiß nicht, wie lange ich an dieser Mauer umeinander gekumpelt bin. Und man hat probiert es einfach, weil man nicht besser weiß. Das ist mega cool. Dann irgendwann findet man raus, oder es steht irgendwo im wie hat das Nintendo, nein, nicht Screen, ja, das auch, aber es hat so ein Nintendo-Magazin gegeben. Wahrscheinlich Wahrscheinlich hat es Nintendo Magazin Da geheißen. komme ich da noch drauf. Auf das Nintendo-Magazin komme ich noch. Das ist, das wird noch so, ja, ich würde mir gerne ein Auto beeilen und bei allen Zuschauern und bei Nintendo. Du hast das Ich mag Pokémon nicht. Ich bin auch nicht Fan. Nein, Gar ich kann nicht. mit Ich dem finde es gar nichts absolut anfangen. Langweilig. Das tut mir liegt- furchtbar leid. Völlig langweilig. Das ist ein Altersunterschied, das ist Ja. Alter. Jungs, also das ist nicht mal Nee, kein das Diss, kann gut diesmal sein. kein Joke. Ich habe es gesagt, ist weil Alter. ich bin so alt Ich has- damals gesehen, mich haben damals andere Ich Pokémon has- gesammelt im Ausgang. Ich habe es tatsächlich geschaut. Schlussendlich Geschaut habe der ich es. Ja, Aber schon. geschaut habe ich es, aber gespielt habe ich es nie. Ich habe es nie verstanden, warum man es muss Ich spielen habe sogar Trading Cards Ja, Mann. gespielt. Nicht nur gesammelt, sondern gespielt. Ich bin an Arena-Kämpfen, um mir Orden verdienen und so Geschmäus. Nee, wer? Es hat halt einen Sammeltrieb extremst befriedigt. Und es ist ja so, dass es ist für mich lange der einzige Grund gewesen, zum Kontakt zu anderen Kindern aufzunehmen. Meine Eltern sind unglaublich glücklich gewesen, darum habe ich sämtliche Pokémon-Spiele bekommen. Endlich hat er kleine Freunde! Ja, genau, nennen wir es Freunde. So. Ich habe dann einfach, also sehr cool Sehr war gut. ich habe dann einmal, eine Zeit lang habe ich wirklich das Pokémon Blau, alle Pokémon auf Level 150 gehabt. Ja, das ist gegangen. Mit dem Explode. Genau, richtig. Was mit dem Explorer? Nein, mit dem... Explodiert. Auf jeden Fall, anyways, ich habe sie alle auf 150 gehabt. Und du hast ja die Sonderbonbons doublen mit dem Inkognito. Also Missingo, nein, nicht Inkognito, Missingo. Und dann habe ich eben einen von diesen Kids bei mir daheim gehabt. Und das ist so seither einfach mein Grund, warum es einfach gut ist, wenn man keine Kollegen hat und sie mit heim nimmt. Weil dieser Hund hat ein Spiel neu angefangen und die ganze Speicherstand aufgehöbelt. Das hat mir echt... Irgendetwas ist in mir gestorben und ich glaube, das ist der Moment, wo mein soziale Verständnis den Bach abgegangen ist. Ab dort hat mein Menschenhass angefangen. Ich könnte, glaube ich, auch Wow, es geht ja. kein Pokémon-Namen. Ich kenne nur zwei. Das Pikachu und das Glutamata. Glutamata! Glutamata. Wie heisst das? Das mit da der Schwanz brennt, da das Dinosaurier-Ding. Tripper. Oh, sind wir schon weit. Das ist noch nicht zu Ende. Ich habe nichts gesagt, das war der Andi. Oh, Also, ich tue schon Ja. ablenken. Und zwar der Swiss Master. Kollaboration. Ich fahre auch gar nicht mehr, ich bin noch voll am Steuern. Der Swissmaster hat gefunden, ja, die ewig lange Suche und Probiererei. Ja. Um eben das Missing zu finden. Also, das ist schon... Ja, wir wir müssen ein Programm weiterfahren. Der Andy ist rumgelaufen auf dem Pausenhof. Pausenhof. Ja, sorry. Der Andy ist rumgelaufen auf dem Pausenhof. Ich bin da. Mehr sehe ich nicht. Wenn es nur der gewesen wäre, Pam sagt etwas dazu. Also ist sicher lustig, was der Kuro gesagt hat. Und genau.
Weißt du, was ich finde es gut. Ich habe daheim auch schon richtig Steinrad und alles mit Sitzen und etc. Und das geht, ja, ist für so ein bisschen zum Spassen schon lustig. Ja. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Weißt du, was Nerven tut? Das Geräusch. Kennst du das? Ja. Hey, ständig. Da kommt schon langsam. Da musst du ein bisschen Vaseline drin tun nachher oder so. Dann geht das nicht. Aber hey, das nervt. Soll mal den ganzen Tag neben dir laufen? So machen? Das ist noch lustiger. Ja, Alter. Das Blinkgeräusch. Ja. Aber jetzt musst du dir mal vorstellen, du bist 4. Weißt du, wie ich meine? Du bist 4 und das muss Dann darfst du noch nicht, es ist erst ab 6. Das ist es dann nicht, aber sonst so Hast du das? Ja. Nein, Dein Sohn ist 4 und hat das Er hat zugeschaut. Er war 3. Er ist 3. Mit 3 geht das gar nicht. So, wir müssen weiterfahren. Komm, weiter zurück an den Platz. Wir haben ein Programm. Sehr geil. Ein Programm. Nein. Mal? Ja, doch. Ja, Programm schon. Nein, aber nicht die Stühle verrücken. Warte mal. Der mit dem Da sehen wir Pause. jetzt den Chat. Kuro. Da sehen wir jetzt den Chat. Oh, Was? Ist er nicht so, Herr, sind deine Haare geblieben? Ich bin schon... Nein, irgendwann Ja, hast du das haben wir keine Ahnung. So, stand da in dem Bild rum mit dem Rand. Ja, du musst das Viertel jetzt weg. Der Andy ist auf dem Pause rumgelaufen, geschrieben, ich bin der Pokémon Master. Ich habe mit diesen Deppen sicher nicht geredet. Garantiert ist das nicht passiert. Gut, liebe Leute, haben wir noch sonst etwas zum Thema von wegen guten oder schlechten Nintendo-Spielen? Gut, in der schlechten Seite kommt, wo er... Ja. Das Schwierigste? Das kommt dann noch. Das sind die Fragen, Kommt haben wir dann noch. Okay. Ich würde sagen, wir sind gerade, aber wir müssen jetzt gerne auf die Zeit schauen, dass wir drinnen sind. Wir kommen jetzt so zu meinem Part. Und das wäre, zum nicht Part. Entschuldigung. Gott verdammt nochmal. Hier ist alles, was du sagst. Das hat jetzt gepasst. Ich zeige es so zu meinem Bart. Part. Das ist okay. Ja, ist gut, ja. Ja, du darfst. Super, ja. Dann können wir wieder ein bisschen Videospiele und Päuschen machen und so. Das ist doch gut. Wie gesagt, wir kommen zu den Nintendo-Momenten, die ich recherchiert habe. Top 10. Was will man Nicht machen? so gut. Immer seine Wichsgriffel auf den Köpfen. Das fühlt sich höher gut an. Das fühlt sich an wie, ich sage jetzt nichts. Ja. Gut, gell? Und zwar habe ich ein paar Nintendo-Momente recherchiert, eine Top 10 zusammengestellt. Schönes Video. Top Wo ich 10 noch. gedacht habe, so, das sind so die... schaut selber drin. Video ab. Alter, der ist so Ja. gut, der Typ. Schau mal an. Ja. Die Firma, die Videospiele so stark geprägt und geformt hat, dass sie als Synonym von Gaming steht, ist und bleibt Nintendo. Herzlich willkommen bei den Geekstöbli Top 10. In diesem Video schauen wir uns 10 Momente an, die typisch Nintendo sind und sich bei jedem Fan ins Hirn gebrannt haben. Fangen wir also direkt an mit Platz 10. Wer kennt ihn nicht? Der kleine, dickbäuchige italienische Klempner, der Gero Pilzli und Blumen frisst, auf armen Schildkröten herumturnen tut und anschliessend herzige Blondinen aus den Fängen vom Bowser zu retten. Richtig, die Rede ist vom Super Mario. Seit Beginn der ersten Nintendo-Konsole bis heute kennt noch wirklich jeder, der euch gar nichts mit Game anfangen kann. Das Maskottchen von Nintendo ist wohl der ikonische Game-Charakter überhaupt. Neben einer Mikrowelle, Geschirrspüler, Telefon und Kaffeemaschine hat der Gameboy damals in jeden gut sortiert und hip Haushalt einfach dazugekehrt. Wie cool ist es damals gewesen, seine Games euch endlich unterwegs auf dem Schulhof, im Bus und in der Kirche zu gamen. Eine echte Revolution und der Beginn vom Handhelmsturm, der bis heute anhaltet. Danke Nintendo für die geile Scheiße.
Zelda gilt Hito bei den meisten als der Gründer der Open World Games. Wobei die Story sehr einfach gehalten ist. Büt mit grünen Strumpfhosen und langen Ohren rettet die Prinzessin aus dem Schloss von einem grossen Schweinmensch. Entpuppt sich jedes Zelda-Teil als grosses Abenteuer in einer spannenden Welt mit interessanten Charakteren. Jeder, der eine Nintendo-Konsole hat, sollte dringend mal ein Zelda gespielt haben. What's that? Who's there? Mit dem N64 wagt Nintendo den Sprung in die dritte Dimension und mein Gott ist das damals eine Offenbarung gewesen. Games wie Mario 64, Pilot Wings, GoldenEye, Blast Corps, Pro Evo Soccer haben dafür gesorgt, dass wir alle blass geworden sind und das Tageslicht nur noch Zelda gesehen haben. Hallo Freunde! Jetzt kommt die Super Mario Bros. Super Show! Wir sind die Mario Brothers, als Kinder bekannt. Nicht wie die anderen, wir sind im Land. Ich spiele mal in einem Alltagsjobbe wie sonst keiner. Immer schneller, niemals müde, fuck auf die Brüder. Wer wie ich damals in den frühen 90er ist aufgewachsen, hat sicher auch das Kinderprogramm vom Samstagmorgen auf RTL geschaut. Neben üblichem Kram wie Hero Turtles, Spider-Man und Power Rangers hat es sogar eine Nintendo-Show gegeben mit den Mario Brothers. Früher als kleiner Hosenscheisser-Gamer ist das ein absolutes Highlight gewesen. Wenn man Nintendo sagt, muss man irgendwann Pokémon sagen. Die kleinen Monster treiben sich schon seit Gameboy-Zeitalter auf einer Nintendo-Konsole herum und bis heute wird fleissig gesammelt, trainiert und gekämpft. Pokémon haben bei allen Gamer und Geeks einen eigenen Reiz gefunden, egal ob jung oder alt. Auch in Sachen Hardware strotzt Nintendo vor Innovation. Oft mit kleinen Gimmicks, die als Gags gewertet werden, aber auch in Sachen, die wegweisend gelten, so wie die ersten Handhelden, die ersten Controller mit Joy-Cons, die ersten vibrierenden Controller, die ersten Controller mit Bewegungssteuerung, 3D-Screen ohne Brille und heute eine Hybrid-Konsole, die ihresgleichen sucht. Damals, wo es noch kein Internet und YouTube gegeben hat, um sich schlau zu machen über die neuesten Games, hat es eine ganz spezielle Erfindung gegeben. Ein Briefkasten. Und da drin ist es einmal im Monat gelegen, nämlich das Nintendo-Magazin in Farbe und bunt. Von Game-Tests bis zu Comics, bis zu Cheats, bis zu Fanbeiträgen und Tipps und Tricks. Gang haben wir das Heftchen 100 Mal durchgelesen, bis das nächste ist gekommen, um nur so jede kleine Info reinzuzügen. Nun, Nintendo lebt nicht nur von Super Mario und Zelda allein, sie sind auch bekannt für die besten Exklusivtitel auf einer Spielkonsole überhaupt.
Metroid, Donkey Kong, Banjo, Kirby, F-Zero sind nur ein paar Beispiele. Garantiert ist, was Nintendo exklusiv äußerbringt, wird immer zu 100% ein Erfolg. Hut ab, merci für den. In einer Welt, wo sich Online-Multiplayer durchsetzt, in einer Welt, wo es von anderen Gamefirmen nicht mehr als notwendig empfunden wird, einen Splitscreen oder einen Local-Multiplayer zu entwickeln, zeigt Nintendo den Mittelfinger und setzt genau auf das Zocken miteinander. Seien wir ehrlich, die pure Essenz vom Gamen ist ein Wohnzimmer, ein TV, eine Couch, 4 Controller und eine geile Zeit mit den besten Freunden. Merci Nintendo für die unzähligen Stunden Spaß, die du uns bis jetzt beschert hast. So, liebe Leute, das wäre es gewesen. Die Top 10 Nintendo-Momente. Ich hoffe, es ist für jeden was dabei gewesen. Falls nicht, schreibt doch gerne einen Kommentar mit eurem Lieblings-Nintendo-Moment oder hinterlegt eure Ideen und Wünsche zu noch mehr Top 10 Videos. Auf einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Also, bis nächstes Mal. Tschö. Ist es in deiner Ding? Da sind wir wieder. So, liebe Leute, das wäre die Nintendo-Momente. Ich möchte gerade erwähnen, es war keine Reihenfolge unterstanden, weil viele haben schon geschrieben, oh, nur auf Platz 8. Nein, es hat wirklich keine Reihenfolge gegeben. Das andere hast du nicht besser gesehen, was jetzt und etc. Ja, ich würde ganz schnell gerne die Zeit nutzen, um Nintendo Europe und Nintendo Switzerland Merci zu sagen. Weil die schauen heute selber euch mit zu und haben euch unterstützt in einer gewissen Hinsicht mit der Sache. Merci vielmals. Merci. Danke. Ja, wir haben heute noch etwas zu verlosen. Jawohl, wir haben etwas zu verlosen, und zwar Tokyo Mirage Sessions FE Encore. Das ist ein schönes Spiel da. Das ist ein RPG-Spiel. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es mal auf der Wii U draussen gewesen. Vielleicht kennen das einige von euch. Es ist wahrscheinlich eher etwas für RPG-Liebhaber. Es geht darum, dass ihr ein Mädchen seid von einer normalen Schulklasse. Wir gehen mit der Kollegin an ein Talent-Event und dort spürt ihr eine böse Präsenz. Und entsprechend geht dann ein Portal auf und die böse Präsenz entführt eure Schulkollegin. Das Game hier stellen wir euch gerne zur Verfügung und verlosen das. Merci nochmal Nintendo. Merci vielmals. Danke. Ganz am Schluss stellen wir euch dann eine Frage. Am Schluss der Sendung stellen wir euch eine Frage und die gilt es dann zu beantworten. Wer sie was schneller beantwortet? Ja, oder richtiger. Richtiger. Der Jahrgang vom Raffi. Tipp, es sind 3 Zahlen. Ja, ihr seht, wir das noch verlösen. Genau, richtig nice JRPG. Ich habe vorher mal ein bisschen reingeschaut. Hau it rein. Nice. Ganz kurz, der Chat. RPG ist immer gut. Ja, ist immer gut. Guru. Casey, die ersten vibrierenden Controller definitiv nicht. Das war im Hotel, oder? Ja, wow. Bin nicht dabei gewesen, was du gemacht hast. Kuro und Hotline, wo Spieltipps holen können, einfach nur geil gewesen. Ja, ja, das können alle, wenn du weiterkommst. Was muss ich da machen? Ah, stimmt. Ja, das ist nur so eine Telefonnummer. Ja, heute, wie löst du so etwas heute? Du gehst auf twitch.tv/geekstübli, lässt das Abo dort, wir helfen dir. Für 20 Stutz. Also, das wäre jetzt hier die 10 Momente gewesen. Seid ihr mit dem einverstanden? Oder was hättet ihr jetzt in die 10 Momente noch drin genommen? Was ihr denkt, was ihr vergessen habt oder was euch gefehlt hätte? James Bond. Als revolutionärer Shooter in 3D, das GoldenEye. Silvereye. Und zwar, weil es es ist in Deutschland ist es indiziert gewesen.
Und auch wenn du in Österreich zum Beispiel gekauft hast, ist drauf gestanden, nicht für den deutschen Markt so etwas. Und Medien, damit Medien können überschreiben, haben sie es eigentlich dann als Silver Eye betitelt, nicht als Golden Eye, damit sie können darüber reden können. Das können wir jetzt erst mal. Genau. Ja. Könnt ihr euch erinnern an die verschiedenen Charaktere, die wir nicht spielen können? Ja. Hat er auch immer den Kleinen genommen? Der was, der nur halb so groß ist wie die anderen. Ich habe keinen Kingpin. Der hat natürlich eine andere Hitbox gehabt. Das habe ich gerade gefragt. Habe ich mir das als Golf immer nur so vorgestellt? Oder hat der wirklich eine kleine Hitbox gehabt? Ja. Du bist doch der Profi. Ja, hat er. Also, das ist die ersten 24 Stunden. Ich behaupte, vielleicht ist Nintendo mit dem nicht einverstanden, aber ich behaupte, also vor allem Rare nicht, ich behaupte ja, er hat eine kleine Hitbox gehabt. Rare ist jetzt schon zufrieden, wenn wir über sie reden. Wow. Gut, Rare. Aber sehr viel Liebe ist für Rare. absolut wichtig. Rare wird noch wichtig sein. Ja. Kommt das noch? Nein, das kommt nicht mehr, aber ich habe ständig im Zusammenschneiden und gedacht, das ist Rare wäre sehr wichtig gewesen, weil das ist absolut, heute ja nicht mehr rein Nintendo-Firma Rare. Ist ja, glaube ich, jetzt bei Xbox. Genau, also Microsoft. Oder Microsoft. Gute Spiele sind da auch Rare bei ihnen. Ja. Aber die haben sich ein Teil davon hat sich abgelöst und Yooka-Laylee gemacht. Sag ich doch. Eben. Ja, die haben sich abgelöst von Microsoft, weil das Banjo-Kazooie ist ja dann nicht so hübsch auf der Xbox und ist nicht so gut angekommen. Ja. Und die haben sich dann da ein bisschen geschnürt gefühlt und haben gefunden, weisst du was, sind raus, haben Kickstarter gemacht, haben sich selbstständig gemacht und Yooka-Laylee rausgebracht, was wirklich cool ist. Und Yooka-Laylee ist wirklich im Stil von den damaligen Rare Games mit den Tücken, die sie auch leider, genau, gerade sagen, leider auch in der technischen Ausführung von der Kameraführung etc. Ja. Aber ist cool. Aber ich habe es nicht gespielt. Aber es kommt Linie, irgendwie ein Banjo und ein Kazooie, oder? Das Cthulhu, ja. Absolut. Ja, hast du noch etwas, wo du gesagt hast, wo du, sorry, Entschuldigung. Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie ist ja... Du willst etwas sagen. Ich habe Hoffnung. Ich habe wirklich Hoffnung, weil Banjo-Kazooie ist ja lange bei Xbox gewesen, oder? Also ist Xbox. Aber ist jetzt im Smash. Das heisst, sie haben irgendeinen Deal angezogen. Irgendeinen Deal hat Nintendo an Land gezogen, um den Banjo zurückzuholen. Ich weiss, ich will es nicht als ein Zeichen deuten, weil dann könnte ich enttäuscht werden. Aber es ist so eine leisliche Stimme in meinem Kopf, die sagt, es könnte möglich sein. Ich liebe dich gleich noch. Ja, genau das. Und es wäre richtig cool. Ja. Es wäre richtig cool, wenn nochmal ein Banjo, so wie jetzt aussieht, mit dem Kazooie irgendwas. Aber wenn es noch ein Gastauftritt ist. Das würde sogar ich kaufen, das ist lustig. Ja, absolut. Hast du etwas, was du gesehen hast jetzt in diesen Top 10, würdest du zustimmen oder noch irgendetwas würdest du sagen, wo gefehlt haben? Oder? Da ich ja bekanntlicherweise das alles schon miterlebt habe von euch. Nein, absolut. Oh, sorry, ich bin da. Ja. Bei dir, ja. Okay. Doch. Gut. Also es gibt noch tausende Sachen, also mein Gott. Ja, kannst ja mehr so... wo bin ich da geblieben? Eine Lieblingskonsole, Andi. Puh. Okay, seit der Switch muss ich sagen, die Switch wird immer mehr zu meiner Lieblingskonsole, weil sie endlich so den Markt öffnet für Indie-Games, für kreative Inputs, wo mich eigentlich immer vermisst habe. Es ist so die logische Fortführung von der Wii U, weil du halt das Ding endlich kannst mitnehmen und außerhalb zocken. By the way, ganz kurz, lieber Chat, wenn irgendjemand von euch weiss, wie ich es anbekomme, dass ich meine Spiele spielen ohne online zu sein, bitte schreibt das doch in den Chat hinein oder eine Message oder so, weil ich kauft der Internet. Kauft der Internet, genau. Gibt es bei Swisscom oder so? Ja. Läuft das bei euch in der Höhle so, oder? Ja. So, von dem her ist es mittlerweile wird Switch, weil ich halt auch einen Hang zu diesen JRPGs habe, also Octopath Traveler, wo man einfach mal locker 80, 90 Stunden reindrücken kann. Will ich wahrscheinlich nicht machen. Aber sonst eigentlich, N64 ist so ein Herzensprodukt gewesen, weil das gerade so in dem Alter, ich bin gerade in dem Alter, wo mich halt genau die farbigen, familienfreundlichen Spiele komplett abgeholt haben. Ja, von dem her, ja. Jay, deine? Und warum? Das Ding ist, nehmen wir den Nostalgiefaktor mit rein. Nehmen wir die Erinnerungen und die emotionale Bindung mit in die Aussage. Weil dann wäre es die 64. Ganz klar. Aber das ist einfach, weil eine Verbindung da ist, weil das mit mein Bartwuchs geprägt hat.
Weißt du, was ich meine? Ich bin gross geworden mit dieser Konsole und es ist immer noch meine. So meine Konsole, die ich jetzt hier unten dabei habe, das Schätzchen hier, sieht man das? Kannst du das zeigen? Das ist meins, mit meinem Zelda. Also es ist emotionale. wirklich, genau, oder? Ganz klare emotionale Bindung. Ich würde es nie verkaufen, auch wenn ich im Loch würde hocken mit Schulden und das Teil, für das würdest du 2-3 Tonnen bekommen. Kommst nicht über, aber ich würde sie nicht verkaufen. Ja. So, aber ich muss sagen, Nintendo Switch, wie du vorher auch schon gesagt hast, die hat enorm Potenzial. Und es ist noch so viel mehr möglich. Aber jetzt nur schon mit dieser Labo-Geschichte ist mir wieder klar geworden, Games sind nicht die Grenzen von dieser Konsole. Weißt, es ist noch sehr viel mehr möglich. Die Steuerung, die sie hat, eben, dass du mitnehmen kannst. Du kannst miteinander spielen unterwegs und daheim am gleichen Spielstand weitermachen. Das hat es so bis jetzt noch nie gegeben und ich glaube, da kommt noch sehr viel mega Cooles auf uns zu, was Twitch anbelangt. Ja. Mehr Aussagen kann ich nicht sagen. Machen. Ja, ich bin auch tendenziell eher beim J, Nintendo 64. Das ist tatsächlich die erste Konsole, die ich wirklich geschenkt habe bekommen. Und zwar neu. Neu, ja, neu. Und dann, was bin ich, 11 oder 50, bin ich nicht sicher. Nein, etwa 11, glaube ich. Ich weiß wirklich nicht, 13. Vielleicht 13 gewesen, ich glaube, ich weiß nicht mehr. Schon ändert, ja. 130. Der Bart hat er schon deckt. Und es war wirklich meine erste Konsole, die ich mir wirklich gewünscht habe. Also, weiss ich noch, wie es gestern war. Ich bin auf dem Sofa gehockt, habe Simpsons geschaut. Und dann ist kurz vor Wien, oh, es friert mich, Alter, es friert mich. Wirklich, wow, das ist mir schon lange nicht mehr passiert. Ja. Und hier habe ich eine trockene Haut. Schon lange keine Emotionen mehr gehabt. Nein, ist wirklich wahr. Und dann hockst du dort und es kommt die Werbung von den 4 Spiele, die Nintendo 64 als erstes haben will. Mario Kart, Super Mario, Zelda und. Ich bin der gehockt und gesagt... Von den 4 Spielen und. Ja. Das sind jetzt schon 7. Und ich bin der gehockt und ja, automatisch geschrien, muss ich haben. Wirklich. Und ich habe es tatsächlich bekommen. Ich habe mir gewünscht, dass ich bekommen. Super Mario war eines der besten Spiele. Einwand. Deine Schwester sagt... haben wir zusammen geschenkt bekommen. Das sagt sie immer. Wir haben ihn zusammen bekommen, okay, aber... Gehört hat er dir. Ja. Fuck. Nein, und du hast recht, Schwast. Aber ich bin wirklich dort gehockt und da, weißt du, PlayStation hast du schon kennt. Das war so pixelig irgendwie immer. So klar, es war PlayStation, es war cool und brutale Spiele gespielt beim Cousin und so. Aber 64 hat mich umgehauen, das musste ich dann einfach haben, das Ding. Ja, absolut. Und dann haben wir das tatsächlich Ich muss jetzt ja sagen, ich als Ältester hier in der Runde, bei mir ist das eine Generation vorpassiert, und zwar beim Super Nintendo. Nintendo 64 war schon cool, so der erste Sprung in die 3 Dimensionen. Hast du mal so, wow, ja, wo du Mario 64 gespielt hast, ist schon krass gewesen. Aber ich finde, wenn du heutzutage schaust, ich finde, Nintendo 64 Spiele sind ziemlich schlecht gealtert. Nein, viel besser. Was? Die sind ja wohl 1000-fach besser gealtert als eine Playstation. Wenn heute ein Playstation spielst, Playstation 1 für Tomb Raider, das sieht aus, als würden Polygone jeden Moment oben runterfallen. Ich rede ja nicht von Playstation. Ich rede zum Beispiel Super Nintendo. Jetzt beruhig dich, chill mal. Lass mich uns reden. Ich finde, Super Nintendo-Spiele sind viel besser gealtert in meiner Hinsicht. Das stimmt schon. Weil ich finde, das SNES, heutzutage mit diesen Pixel zurück, weißt, mit diesem Retro-Style, der jetzt ja mehr aufkommt, mit diesen 16-Bit... was geht denn mal? Aber du musst es im Kontext von der Zeit anschauen. Ja, das ist auch gut gealtert. Im Kontext von der Zeit, ja. Ich habe es super gefunden, ja. Wirklich, aber meine Konsole damals war Super Nintendo und darum sage ich, für mich ist das die beste. Ja, und wenn du daheim älter wirst, sagst du der Frau, ja, im Kontext von der Zeit hast du gut ausgesehen. Ja, genau, ja. Das ist nein. Ich leite den Schlaf weiter hier. Ja. Ja, aber wenn es wehtut. Ja. Aber wenn es wehtut. Ja. Wir nehmen den gleichen Fernseher. Wir nehmen den gleichen Fernseher, den gleichen Röhrenfernseher, wir nehmen den gleichen Cinch-Anschluss. Du kannst sogar den gleichen nehmen. Du lässt von mir aus Ocarina of Time laufen und steckst es aus und machst es beim Link to the Past innen. Link to the Past sieht besser aus. Ist so. Stimmt. Halt, aber ist so. Ja, es ist effektiv so. Ist das, wenn ich es heute so sehe auf YouTube, es kommt mir alles so ein bisschen verschwammt vor. Weißt, so
wir reden so von den Texturen, also ein bisschen... Ja, das ist so. Ja. Und halt mega eckig. Ja. Und beim Super Nintendo ist es runder. Das stimmt, Super Nintendo-Spiele sind ein bisschen besser gealtert. Das liegt Weh, an der aber Grafik, das liegt an der grafischen Möglichkeit. Du hast dort Sprites gehabt, du hast eine 2D-Welt gehabt, that's it. So, logisch sieht das heute noch besser aus und darum funktioniert ja auch der ganze Retro-Hype so sehr gut. Weil du einfach wieder kannst auf Sprites basierend Games. Vor allem, ja, was ich nie verstanden habe am Nintendo 64, das ist ja der Controller mit den 3 Griffen. Hat der Linkgriff schon mal jemand in den Finger gehabt? Ja, beim Tetris. Beim Tetris. Und ich habe mich immer gefragt, warum hat man den? Du bist ja ständig in der Mitte gesehen, gell? Aber der links... Also ohne den Turok, Links. I think. Ich glaube, Turok hast du auch so gespielt. Alle Shooter. Ja, stimmt. Stimmt, ja, aber das hast du... Wie hast du in der Mitte? Warte jetzt mal schnell. GoldenEye hast du links gespielt. Warte jetzt schnell, nein. Es ist so. Nein, du hast mit Stopp. du bist mit dem C-Knopf gelaufen, du hast rechtslastig gespielt. Ja. Ja. Weißt- Aber Turok hast du, glaube ich, so gespielt, dass du ihn so hast. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber Turok kann ich natürlich vergessen übrigens. Turok ist super gut gewesen. Also wir sind uns aber einig, dass der Typ, der den Controller von der N64 entwickelt hat, einfach ein sadistischer Menschenhasser muss gewesen sein. Nein, finde ich Da, gar nicht. hey, Finde ich gar Dings, Mario Party. Ja, der Controller hat es nicht ausgehalten. Aber das ist das Gleiche. Genau darum hat Jesus solche Dinge dort aber das ist genau das Gleiche wie beim Sega Game Gear, wo du bei Olympiadenspielen einfach hast müssen. Oh, es ist gleich nicht schneller gegangen. Aber mit den beiden Fingern haben wir es AB. Ja. Aber weißt du, hier die Revolution für mich war dann, dass der Mario im Kreis kann spielen kann. Ich bin fast verrückt. Du meinst der Bauser mit dem Schwanz so? Ja, voll, genau. Das ist so geil gewesen. Das mit dem Schwanz und so. Ja. Ganz kurz im Chat. Kick-Asses, was geht ab? N64 sicher besser geht das geht. Ich mag dich jetzt schon, lass es Abo da. Pamela, Gente Mas Ventolin. Ja. Was ist das? Danke für den Clip, ich weiss, wir schauen nachher. Der Grisha Yeti. Für mich ganz klar Neo Geo. Ist Yeti. Brutales Teil gewesen. Ja. Ey, unser Layout ist hure geil, aber chattechnisch nicht sehr intelligent. Wegen dem Logo, ja, stimmt. Ja, Ja. ja gut, dort müssen wir immer ein bisschen... Schreiben mal ein bisschen, dass wir Schreiben was mehr, dagegen dann sehen Das ist schon gut, das macht nichts. Einfach nur Sobald sehr wir hier kurz, sind, ist easy. wie früher auf der SMS, wenn du nur wenig Platz hast, einfach nur sehr, sehr kurze Sätze schreiben mit vielen Abkürzungen. Das kann heute Darf niemand ich mehr. wir wollen ja noch eine Runde Game haben, haben wir gesagt. Und zwar Mario Party gibt's. Und nicht einfach eine Runde Mario Party. Es gibt ja da die Rhythmus, ich mache jetzt nicht Bewegungen, die komisch aussehen. Genau Das kann ich gut, das habe ich da mehr gelernt. Das ist klar, ja. Ein paar Rhythmusspiele haben wir gesagt. He? Ja, das vierte. Und in der Zeit können wir ja noch ein paar Fragen dann beantworten während dem Game. Und ja, ich würde sagen, ja, gehen wir los. Wie haben wir geplant? Das kannst du jetzt viert, oder? Das kannst du viert, ja. Ja gut, dann legen wir los. Gehen wir da go. Er kommt wahrscheinlich mit allen Jetzt vier. legen wir meine Jo. Dings da aus. Jetzt müssen wir schauen, dass wir es gerade anbekommen. Und dann mal das Tier zu. Ich nehme die Technik wieder mit, damit wir ein bisschen den Chat beobachten etc. Das Problem ist, es nimmt immer einen nicht richtig an. Ja, das ist dann noch wichtig für so ein Rhythmusspiel. Einen haben wir. Mal schauen, den nächsten. Nachher geht es ja schon. Ja, ja. Ah. Er läuft am dort nicht, obwohl er eigentlich vollgeladen ist. Das ist der dritte. Der läuft immer. Ich weiß nicht wieso. Schon vorher der Dumm da. Du musst schnell aufhören rumwerfen. Ja. Oder reinschieben. Du hast aber nicht, Wo ist der Bruno, der Kameramann? Jetzt an du hast aber nicht einen Bruno, Digital der Bruno, Overkill. der Kameramann. Bruno ist Hier. da. Der steht. Warte. der Bruno zeigen. Ich hol ihn. Da. Auf Konsole. Hallo Bruno. Der bleibt jetzt da. So. Ja, Er ist genau. genau im Chat. Ah, du bist ein Ars. Innovation, oder was hat er das Thema? Ja, mega innovativ. Hinten drücken Sie. Kennst du da die Leute, die Gut, hinten zwar drücken alle Sie. Controller Gut. haben, aber dann die LOR-Taste nicht? Aber jetzt brauchen wir doch Kennst irgendwie du Sound die Leute, dazu, die gell? Controller haben, aber die Haben wir LOR-Taste Sound Oh. dazu, ja? Regie, ist es irgendwie möglich, Musik zu haben? Regie. Oh, jetzt bewegt sich etwas. Machst So du ein bisschen, Beatbox ja. im Hintergrund? Ja. Weil da brauchen wir den Takt dazu. Mach Ausdrucktanz dazu, dann machen wir immer Bewegung. Tanze Namen mit mir. Tanze, die Namen, ganze Namen. Nacht.
Ah, perfekt. Super, das langt schon. Jetzt geht's ab hier. Hast du kein Feedback bei dieser Lautstärke? Nein. Ah, super. So. Geräuscheunterdrückung. Unterdrückung. Okay. Oh, jetzt, ich kann uns... Oh, Scheiße. Genau, du musst jetzt einen wählen. Oh, warte. Ich weiß nicht, wenn ich den Trick muss haben. Und wenn alle gedruckt haben, nachher nicht mehr weitermachen. Einfach drucken und dann ist gut. Eben Chat, wenn wir jetzt da sitzen, sehen wir euch nicht. Wir kommen nachher auf euch zurück. Ja. Liebe Schwöre Der Bildschirm ist gerade im Weg vom Bildschirm vom Chat. So, also. Ja. Lass mich steuern, drucken nichts. Jetzt... Oh, Scheiße. Achtung, und jetzt wenn wir Yeah! Yeah! Ja, jetzt haben wir es geschafft, sehr schön. Gibt es noch ein bisschen Feedback? Okay, kommt. Kommt mit. Oh, jetzt musst du wieder so... Genau, und jetzt machen wir da einen Rhythmus. Ich kenne meine jemanden, schwebt. ich kenne jemanden, der richtig Freude hätte jetzt an dem. Wir machen das, weil das geht etwa 15 Minuten. Meine Freude hat immer Freude. Wenn du Rhythmus hast? Ja. Und wenn ich so... Oh nein, bitte. Oh, Achtung. Ist gut. Was müssen wir? Wir müssen halt einfach so im Takt mitmachen. Okay, ist gut? Ja, wie im Tag. Ja, halt einfach so auf oder runter bewegen. Okay, schau bitte, dass wir... Ist es egal, ob auf oder runter? Das zeigt's. Darf ich noch links oder rechts? Das zeigt's alles. Wow. Ja. Ich bin so komisch drauf hier. Dann komm... Bist du bereit, Schei geben? Ja, so Schei. Ist das Chatroulette oder was? Juhu! Wario? Weißt du Wario? Okay, das Rosalina? Das nicht. Vaselina. Oh, jetzt bin ich So. Das ist eine Kindersendung, bitte. Was Kindersendung? Vaseline Das läuft auf Twitch. Vaseline kannst du auch gut Kinder geben. Dann rutscht es weiter, wenn sie Ja, liebst. ja, richtig, ja. Okay, machen wir schwierig. So, ja. Ja. Normal. Hey, hallo. Du hast schon wieder selber daheim geübt, den ganzen Tag. Nein. Sicher, ja. Nein. Anstatt Videos schneiden, ist er den ganzen Tag ist er am Game gewesen. Nein, du musst dich bewegen. Ah, ja. Ah, wir haben es geschafft, cool. Jetzt kommt unser grosser Auftritt. Awkward Jo, Sound. okay. Jo, ich freue mich. Ich habe Ich Lampe spiele das sogar nie. Sind das Lichtschwert oder nicht schon? Ja. Vibriert es bei euch auch? Ja. Geil. Also jetzt kommt der Takt. Okay, sind wir bereit? Das sieht sicher mega dumm aus. Hallo! Halt, das ist krass. Das kommt davor. Ah, shit, von da. Oh. Das ist wieder so ein Ding, weißt du? Ja. Okay, jetzt sind wir drin. Nein. Ah, das ist nur Übung. Ja, Oh, ich Achtung, gebe jetzt mir geht's voll los. Achtung. Okay, sind wir ready? Nein. Hey. Jetzt sagt, okay, wir müssen den Maulwurf abhauen. Nicht so. Was ist so? Immer wenn er kommt dup, dup, dup. Oh. Das kann doch nicht sein! Hey, da musst du dich noch voll konzentrieren. Das ist ja... Oh, das ist fies. Was Sport? Ach, komm hör auf. Jetzt kannst du zeigen, was du für ein Musikrhythmusgefühl hast. Rafa. Ja. Ja? Ja, du bist ein Trommler. Ja, es gibt es bei diesen Games sagen nicht Das ist halt kein komplett. Dunkelzack. Wo ist das Labo? Nein, Ah. ist nicht wegen dem. Jetzt Kollege. wird die Karte umdrehen. Wieso? Wenn? Was? Wenn müsst ihr die drehen? Keine Ahnung. Ah, so. Wenn wir dran sind. Nicht zu früh, wieso? Das ist doch gar nicht zu früh. Das ist... Ja, komm, hör das auf. Ja. Sorry. Ja, ja, aber das kann nicht sein. Scheiße, zu früh. Gagel. Darum ist die Kontrolle kaputt. Was? Da. No. Alles sind schlecht. Wie geht das? Verdammt. Es ging spät. Das ist der Grund, warum ich keine Musik mache. Ich schwitze ein bisschen. Du solltest nicht gucken. Oh. Du solltest nicht gucken, Musik. Schreibt dann Schon Pferd. was?
Okay, Achtung. Das fühlt sich ein bisschen komisch an. Ja, schon. Aha. Nee, komm, hör auf. Sorry. Du musst echt ziehen, nicht schon. Du musst nicht das Ross rühren. Hast du noch Fragen gehabt, Hergi? Warte, müssen wir hören konzentrieren. Stell sie einfach im Takt. Wie? Gut. Ja. Welches Game? Hände. Wir verschieben die Fragen. Was? Ja, komm, hör auf. Oh, du dumme. Schneller! Oh mein Gott! Oh, was? Ah, der hat mir noch schneller reiten. Oh, das kommt auch noch. Oh shit! Ah! Nee. Ich glaube, Tennisarm. Ja, Über ein Dorfspiel. Wow! Du musst dich echt konzentrieren. Du musst nicht so viel reden. Wenn du zu viel redest, kannst du dich schön. konzentrieren. Und ja, das ist nicht schön. ja, nein, Das ist ja, schon dann ist so. super, ja. Oh mein Gott! Was? Sport? Spielst du im Grill? Aha! Was? Ja, aber immerhin. Ah, Wow, prima. Geil! Yeah! Jetzt sind wir drin, Jungs! So, voll. Wir sind parat. Mega! Ja, am Apparat. Apparat! Oh, jetzt! Oh, jetzt Achtung! so. Okay, ich Jetzt spiele. wird's heftig. Ah, pass auf den Ellenbogen auf. Leg den Ellenbogen. Das wird schon so dumm. Ah! Also wenn der Tag, wo ich Rito tue, so Rito, dann hol mich bitte ab. Ja, wo in der Katze. Ja, mit dem ja, schon besser gegangen, die Runde da. Danke Nintendo für den. Wow! Aber du musst doch gleich noch herausfinden, weil es ist dann nicht gerade direkt, dann, wenn du es machst. Ja, sorry. Ich spiele das zum ersten Mal. Ich kann das nicht auf die andere Hand... Achtung! Dumme Ausrede. Nein, nicht eine dumme Ausrede. Das ist eine dumme Ausrede. Nein, Doch, voll. nein. Achtung! Das ist das System. Ohne hat. Mach fest. Glückwunsch! Da schaust du auf, gell? Das kommt vom Beat Saber-Spiel. Das ist wahr. Ja, Das ist ja. wahr, Beat Saber und Guitar Hero. Ja. Scheiße, ich hätte besser reiten sollen. Ja, hätte ich selber, ja. Eine Zugabe? Das ist relativ schnell gegangen. Über Rita habe ich auch noch ein Wir bisschen. müssen wieder Zuschauen, zurück, wir müssen wieder rück. Genau, Das wir ist schauen schade. mal ab. Ja. Wie knapp. Haben wir nicht jede Stunde? Hä? Ja, so gesagt, ja, aber wenn Okay. du die Videos hast von 20 Ah, ja, Minuten stimmt. zwischendrin, Okay. wird's höher knapp. Ich kann schon alles berechnen. Kein Problem, ja, ich glaube das. Ich habe mal Rechnung in der 2. Klasse gehabt. Ah, ich schwitze ein bisschen. Ja, Unglaublich. es ist- ja, nein, es ist gerade angenehm gewesen, jetzt bin ich warm. Okay, Jetzt könnten Chat, was wir, haben Sie nachher noch gemeint? weiter Evil touren. Dennis meint, der Wario in Rot sieht aus wie der Stalin, oder? Wow. Oh, Alter. Ja, also 2 Jahre Deutsch ist Du bist doch nie dann da, wenn man muss da sein, gell? Das ist unglaublich mit dir. Du musst wieder ins Bild Aber jetzt mal das Alter. Viertel still hier, komm Hey, jetzt. Lotto. Jetzt nicht da Oh, es ist noch laut, ich tue schnell abschalten. Zix ins Müll nehmen. Hat jetzt das wirklich gesagt? Gut. Hammer meint, sieht Voilà. jetzt nach einem epileptischen Anfall aus, aber ein bisschen herzig ist es auch. Annie, Erika. Rapella, mein Lieblingsspiel. Yay, nein, ernsthaft. Ja, es ist ein Spiel. Ja, es ist, ja. Es ist... Vorher hat sie geschrieben, es weckt Emotionen, wenn man zum Teil Spiele Gut, spielt, wo man Game es ewig nicht Helden, gespielt hat. Ja. Finde ich auch. Ich finde das merke ein immer tolles wieder. Spiel. Läuft Weißt ja du nicht so? gerade davon, gell? GG, Hergi, ja. Ich Läuft finde das ja nicht ganz gerade gut. davon. Ich finde auch Spiele, die ich gewinne, noch immer gut. Du, immerhin bin ich Dritter gewesen, wärst du 4. Ja, dein Musikgefühl hat dich einfach verlassen. Es ist beunruhigend, Das dass sie jetzt lässt selber mich Clips nie. gemacht hat. Nie. Nein. Nein. Mal, voll. Nee, Du bist voll okay. aus dem Takt. Das gewesen. ist gesehen, weil Du du bist voll Beat Saber versagt. gespielt- Du bist Nichts. versagt. Der Takt ist nie auf dort möglich. Niemals. Es kann kein System so schnell Delay. reagieren. Nein. Das ist der Delay zwischen Ja. Bild und seinem... Ja. Ja.
Es ist so. Kommt alles später an. Den einberechnen, das kann er natürlich, oder Beat Saber. Ich kann noch ganz sicher, ja, sicher, ja. Das geht voll. Der Jagi weiss das, gell, Jagi? Sag's. Ja. Ja. Also wenn du so die Pedale trampst und du den Takt triffst. Dann würde ich auch lieber Downhill fahren, dann macht es mal allein. Oh, du willst mal Downhill fahren? Es gibt ein neues Video. Für diesem Tempo ist Down chillen. Ich habe noch eine wichtige Frage, die ich gerne stellen wollte. Und zwar Game-Fortsetzung. Was fehlt dir bei Nintendo für eine Game-Fortsetzung, die man unbedingt sollte mal rausbringen? Pokémon. Nein, doch, warte mal schnell. Pokémon Snap. Dann die Folge. Hat er einen anderen Vorschlag geklaut? Oder aber es müsste auf die heutige Zeit ein bisschen angepasst werden. Nicht mal groß, aber ich finde es cool, weil es ist eigentlich ein Rail-Shooter. Eigentlich ja, wie hast du gespielt? Also, ist einfach anstatt mit einer Gun auf Tierli schiessen, also wie im Fricktal auf dem Highway im Auto, ist einfach mit der Kamera Pokémon. Ich fand das eine sehr coole Idee. Aber nicht Rail. Sondern du bist wirklich du bist ein Entdecker. Das heisst, du hast eine Map, nicht Open World. Weißt du, nicht wirklich Open World, sondern du hast einfach die Insel. Von mir aus genau die Insel. Aber so instanziert der einzige Open World Bereich war schon cool. Genau, also eben, du bist auf dieser Insel und du kannst dich in diesen Levels, die es schon gegeben hat, immer noch alles instanziert, aber du kannst dich dort frei bewegen. Oder? Und Gen 1, only Gen 1. Alles andere wollen wir nicht. Wir möchten Nintendo, nur Gen 1. wir sind mit 20% zufrieden, der Rest ist... Genau. Das ist, genau. Gut. Bei dir, Jay? Genau das Gleiche. Okay. Nein! Ich bin nur mega eingestiegen. Was ist bei dir das Game, das du gerne willst, gesehen als Fortsetzung, wo du sagst, das bräuchte es? Etwas, wo nicht kommt, also wo man nicht weiss, dass es kommt. Dann ist es wieder Banjo-Kazooie. Ja. Ja, hätte ich sehr gern. Banjo-Kazooie hätte ich wirklich gern. Aber... wie hat das geheißen? E.T. Lieber Chat, teilt diesen mit, ihr könnt gerne mitdiskutieren. Ja, Secret of Mana. Secret of Mana, ja. Oder schon vor kurzem erst gerade ein äußerkommendes Neues in das ist aber ein Remake. Remake oder Remaster? Ich glaube, es Remaster. Sorry, ich glaube, es Remaster. Schwierig, gell? Es ist hure schwierig. So viel. Weißt du, ich hätte jetzt auch gesagt, A Link to the Past neu hat es aber gegeben. So. Weißt du, man hat ja so ein Pseudo-Remake davon gegeben, A Link Between Worlds, auf dem 3DS. Ich hätte gern, also weißt du, was ich gern hätte? Ich würde auch gerne Ocarina of Time. Kennst du die ganzen Fan-made Unreal-Dinge? Ja, genau. Das würde ich so wählen, Mann. Ja. Ich lade immer wieder, ich habe abonniert, ich komme immer wieder ein E-Mail über, wenn ein neues Level rausgekommen ist und es ist einfach so cool. Sie haben jetzt mittlerweile den Deku-Baum, ganz Kokiri Forest Deku-Baum kannst du wirklich spielen. Ja. Sie haben Kakariko. Und jetzt neu der Vorhof von Hyrule Castle. Es gibt sogar auf VR den Endkampf gegen den Ganon mit dem Pfeilbogen, ja, wo kannst du VR. Wow. Ja. Okay, ganz cool. Soweit ich weiss, ja. Der Lion King, Jacki. Lion King? Der Lion King. Ja, also wenn du auf Dark Souls Spiele stehst, dann ja. Ja, weißt du wieso? Das habe ich wer hat das gesagt? Irgendjemand hat das gesagt, haben wir jetzt letzte davon gehabt, oder wir haben es gespielt. Das ist bewusst schwer gemacht worden, das zweite Level, weil ja der Spielspaß länger anhalten. Darum haben sie das Spiel einfach schwierig gemacht. Das ist ja mitunter ein Grund, warum die Spiele sind früher nicht so lang waren. Darum haben sie sich einfach Bock schwer gemacht, das lange drauf. Eigentlich ist es extrem schwer gesehen. Eigentlich ist das zweite Level. Entschuldigung. Ja, sorry. Eigentlich ist es umgegangen, dass die Games früher so bockschwer waren, weil sie ursprünglich dafür gedacht sind, dass du es in der Spielhalle spielst. Das heißt, du wirfst Geld rein und wenn die Spiele zu leicht sind, dann hast du sie durchgezeigt und gehst. Aber wenn sie richtig bockschwierig sind, dann wirfst du immer wieder Geld rein, weil du es schaffen und in dieser Top-Liste erscheinen. Ursprünglich bei den ersten Games auf diesen Konsolen haben sie die Prinzip von diesen Arcade-Kästen auf die Heimkonsole übertragen. Haben dann aber irgendwann gemerkt, hey, das ist nicht der Weg, das ist zu krass. Und haben dann angefangen daran zu arbeiten. Ganz kurz, der Chat, sorry, Secret of Mana haben wir gehabt, Pac-Man für Nintendo.
Tschüss, König Emi. der Löwen. Wie ist das gegangen mit Kindersendung? Das habe nicht ich gesagt. Kuro, Diddy Kong Racing. Ja, man, das bessere Mario Kart. Racing. Emi noch Tschüss, 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 Schatzi, tschüss, Kleine, tschüss, tschüss. Ich jetzt. Wie ist es gegangen? Ba, ba, da. Ba, 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 da, ba, da. Ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, ba. Dies. Um was geht es eigentlich? Komm, erzähl du. Was hast du? Ja, Spielfortsetzung. Ich hätte gerne wieder ein DuckTales. Und zwar das DuckTales, ein neues DuckTales und nicht das gleiche nochmal. Das ist übrigens ein sehr cooles Spiel. Wenn ihr das noch nicht gespielt habt, müsst ihr euch unbedingt das reinziehen. Moment, das Remake von DuckTales ist wirklich geil. Es ist wirklich geil. Es ist wirklich gut. Du kannst es sogar umschalten während dem Spiel, dass es wieder aussieht wie zahlt. Ja, es ist wirklich gut. Das kommt momentan ein bisschen. Das hat bei wie hat das Spiel mit Secret of Monkey Island hat sich jetzt auch eine neue Version. Hör einfach auf. Ich liebe Monkey Island. Aber die haben das auch gemacht, dass du dort kannst zwischen der Grafik es ist unbedingt ganz also, geil. Ich bin noch nicht fertig gewesen. Entschuldigung, ja, sorry. Monkey Island, Liebe für Monkey Island. Absolut. Und was ich unbedingt, ist mir eigentlich gleich, was rauskommt. Wenn der halt gerne auf der Switch, ja, bitte bringt doch einfach ein Indiana Jones Haus endlich wieder. Und zwar ein richtig gutes RPG Indiana Jones. Ein richtig gutes Spiel Uncharted. Heißt Uncharted. Gib ihm 5! Ist das nicht der Tomb Raider? Aber es das ist eben genau das, was ich meine. Das Indiana Jones müsste so sein wie das Uncharted. Oh ja. Dann legen wir den Hut an. Nein, aber ich meine ein RPG, nicht ein Action Adventure, ein RPG. Früher Gameboy-Spiel mit Franklin, der Schildkröte. Wer ist Franklin, die Schildkröte. Habe ich aber nie gespielt. Bomberly sagt noch, kennen das Racing Game Blur? Ja, das ist auch Dings. Das ist eigentlich im Prinzip auch wie Mario Kart gewesen, einfach auf der PS mit Kerren. Ja, weißt du, was ich das liebe? Weil mein Auto auf dem Cover war, der grüne Focus, und weil du noch als erstes Auto spielen konntest. Schau, siehst du, gerade die Augen glänzen. Das ist so toll. Ja, ich kann noch verkaufen. Bist du der, der auf der Autobahn Bananen aus dem Fenster geschossen hat? Nein, Schildkröte, lebendige. Ja, aber sonst ist eigentlich sonst nichts. Kennt jemand Pilot Wings? Oh, ja. Das ist für mich eine Fortsetzung. Pilot Wings, schön mit aktueller Grafik auf der Switch, würde ich absolut nehmen. So wie der Flight Simulator 2020 grafisch. Ja, genau. Voll mit Wetter und alles voll realistisch, richtig voll und so. Und ja. Also 2022? Oder 22? Weiß nicht. Nein, Pilot Wings. Auf jeden Fall kommt es noch. Ja, jetzt muss ich gerade an Lilith Wars denken, Star Fox. Oh, Star Fox natürlich! Er ist so cool, das ist so gut. Warum hast du nicht gesehen? Oh mein Gott! Wow, so schön! Ich habe unglaublich cool gefunden, wie sie miteinander so in Dingen und miteinander geredet haben. Ja, wie sie am Anfang mit sich sagen. Ich will das Star Fox Game. Es gibt doch eins auf dem 3DS. Sieht echt ich gut will das Star Fox Game. Und zwar wäre das richtig cool, wenn das ein Star Fox Game RPG mitfliegen wäre. Das wäre geil. Also das kannst du rumlatschen? Oh, ich will nicht rumlatschen. Ich will nur fliegen. Weißt du, was ich super gefunden habe? Ja, das ist schon. Die Loopings, die du machen kannst, wenn der gelbe Knopf bringt, dann siehst du... Ja, genau. Ja. Oder «Do a Barrel Roll». Hey, ich weiss noch, schau jetzt. Ich habe das Spiel verloren. Ich habe es wahrscheinlich mal ausgelenkt als Kind. Ich habe es nie geschafft. Nie. Also ich bin irgendwie so nach dem dritten Level-Boss, der sich dann morpht und nochmal umdreht, der Hure sich. Genau. Ja. Ich bin dort nie weitergekommen. Ich habe das Spiel... Ich habe das Spiel auf einem Merit. Habe ich es mir für wenig Geld habe ich es mir holen. In diesem Fall hat er das Haus verkauft. Nein, 12 Stutz habe ich gezahlt. Okay. Er darf keine Ahnung haben. Hätte ich auch keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich angehockt daheim und habe sie in einem Zug durchgespielt, ohne das Leben zu verlieren. Weißt du, weil früher ist es einfach keine Ahnung. Darf ich? Das Rumble Pack, das es der Züge gegeben hat. Absoluter Hammer. Da ist nur mehr so Batterien drin, ja, weißt du noch? Ich habe Angst vor dem Rumble Pack. Ja. Ganz am Anfang. Ich habe irgendwo in der Werbung gesehen, es heisst, du spürst alles. Ja. Und du spürst, wenn irgendwo kollidierst und so. Ich dachte, wenn jetzt jemand auf mich schießt, spüre ich, mich irgendjemand trifft. Und ich dachte, ich will das nicht. Ich will nicht fühlen, wie es ist, wenn er erschossen wird. Aber ist das nicht so unglaublich? Jetzt ist das mein einziger Wunsch. Ist das nicht ein krasses Gefühl gewesen, sobald da hat ja das erste Mal der Tricker angefangen zu schütteln und ich so, was geht? Was ist das? Hilfe, ist das Magie?
Jedes Mal, wenn ich zuerst mal von selber anfange, schütteln. Ja. Nein, wow, was passiert da? darf ich schnell heute bei meinem Bommel einhängen? Super Metroid Remake. Nein, ich will keine Remakes mehr. Ich will neue Spiele. Ich will das Metroid mit einer neuen... Ja, die Frage ist nicht Remake, sondern neue Perversionen daheim. Nein, ich möchte ja. wirklich, wenn schon ein richtiges Metro, das behandelt wird wie jetzt das Zelda-Spiel bis jetzt. Ich will so etwas. Ja. Nein. Liebe Leute, wir müssen wieder auf die Zeit schauen. Es ist wir gehen über zum André. Es ist Heute zusammen. Ja, keine Zeit. Ja, einfach nur abgelenkt. Es ist, wir gehen über zum Andi. Verzeih. Okay. Ich habe Andi-Zeit. Andi! Mein Name ist Andy, ich bin unter 30. Ich bin auch bekannt als Jar Jar Binge. Und ich freue mich, heute so da zu sein. Und, das ist schön. Ja, was hast du für dich vorbereitet? Um was geht es? Ja, das ist ja vielleicht nachher. Ich habe etwas vorbereitet. Das hast du in den 90ern vorbereitet, als VHS. Ich habe gewusst, irgendwann kommt der Moment so. Ich bin da gut. Könnt ihr uns mal sagen, um was geht es bei dir? Nintendo. Charakter. Charakter. Ja, es geht um... Ach so, jetzt ist mein Freund so... Psst, 5. Das ist der Name. Nein, also, mir geht es um Charaktere. Ja. Ich habe zuerst überlegt, soll ich so wirklich jeder einzelne Charakter seine Story ablesen. Aber es war immer um den gleichen Entwickler gegangen, der dahinter steckt, was einfach ein mega Genie ist. Darum habe ich gedacht, wir schauen so ein einzelne Charaktere an, die cool sind, reden ein bisschen miteinander über Rare etc. Gut, aber du hast ein Video für dich. Und ich kann, darf ich jetzt auf... Ja, genau. Ja, das Video... Du willst jetzt gerade auf. Genau, früher hast du nicht können, einfach die neuesten Trailer schnell auf YouTube oder irgendwelchen Livestreams nachchecken, sondern du hast dir VHS-Kassetten graben. Und auf diesen VHS-Kassetten ist gezeigt worden, was so abgeht, was so der neueste Shit ist. Und die VHS-Kassette hatte ich. Und habe gesehen beim Recherchieren für heute, dass das mittlerweile auf YouTube gelandet ist. Also habe ich das zusammengeschnitten auf lockere 15 Minuten. Es wäre sonst eine Stunde gegangen. Sage danke. Und ich würde sagen, wir schauen hier mal rein. Es ist wirklich cool gemacht und sie reden von den Revolutionen etc. Schaut mal, was da so als der Shia da super, Film ab! Commander! Captain, schauen Sie mal. Was gibt's denn, Commander? Ich bin mir nicht sicher, aber irgendetwas stimmt hier nicht. Ich empfange Signale, die nicht eindeutig identifizierbar sind. Höchste Sicherheitsstufe. Wir müssen herausfinden, was das zu bedeuten hat. Aktivieren Sie den Zentralcomputer. Zentralcomputer aktiviert. Captain, es scheint sich um eine höher entwickelte Spezies zu handeln. Unglaublich. Sie sind uns weit überlegen. Das sind technische Details. Was aber bedeuten sie? Bleiben Sie dran. Der Computer arbeitet auf Hochtouren. Jetzt wird es deutlicher. Ich kann es klar erkennen. Nintendo 64. Ich will alles erfahren. Ich muss genau wissen, um was es sich hierbei handelt. Informationsdisplay aktivieren. Aktiviert. Sprachmodul aktivieren. Aktiviert. Sie sehen Nintendo 64, die 64-Bit-Power-Maschine für unglaubliche 3D-Welten. Gehen Sie näher ran. Cartridge-Technologie, keine Ladezeiten, Plug-and-Play, sofort einsatzbereit. Was bedeuten die 4 Anschlüsse an der Vorderseite? Eingebauter 4-Spieler-Adapter. Genauer. Gleichzeitiges Spielen von bis zu 4 Spielern. Der gemeinsame Weg in eine neue Dimension. Was ist los, Commander? Gehen Sie auf Frequenzkontrolle. Multifunktionaler Controller in 6 Farben. Optimale Kontrolle der 3. Dimension. Integrierter 3D-Analog-Joystick. 360-Grad-Bewegung, stufenlos und präzise. Genial! Schauen Sie, ein Controller-Pack? Moment, ich versuche herauszufinden, was das ist. Controller-Pack wird an der Unterseite des Controllers eingesetzt. Zusätzliches Speichermodul für Spielstände, neu entwickelte Charaktere und Highscores. Was ist denn jetzt los, Commander? Keine Ahnung. Finden Sie es raus. Ist das ein Angriff? Machen Sie schnell. Schutzschilde sind aktiviert, aber ich sehe gerade... Ja, was? Jetzt sagen Sie schon. Rumble Pack, neueste Force-Feedback-Technologie. Jeder Schuss, jeder Zusammenstoß wird fühlbar. Realistische Vibrationen. Man sieht, was man fühlt. Korrektur, es muss heißen, man fühlt, was man sieht. Faszinierend. Captain, der Computer hat noch detailliertere Informationen. Es ist eine riesige Nintendo 64 Software-Datenbank. Schauen Sie, es geht los.
message from General Pepper. Priority 1. We need your help, Star Fox. Andross has declared war. He's invaded the Lylat system. Lylat Wars, Fox McCloud is back und es droht Gefahr, denn Andross hat dem Lylat-Sonnensystem den Krieg erklärt. Nur mit deiner Hilfe kann das Star Fox-Team die Invasion aufhalten. Das Lylat-Sonnensystem besteht aus 15 abwechslungsreichen Planeten. Erforsche die aufwendig inszenierten 3D-Welten und besiege die gegnerischen Streitkräfte. Der Spielverlauf ist nicht linear, das heißt, dein Erfolg in jeder einzelnen Mission bestimmt den weiteren Spielverlauf. Insgesamt gibt es 25 verschiedene Wege zum Ziel. Was ist denn das? Vitamine, Sir. Dies ist die nächste Datei aus der Nintendo 64 Software-Datenbank. Der wohl älteste und bekannteste Bananenesser der Videospielgeschichte ist Donkey Kong. Sein kleiner Freund Diddy Kong tritt zum ersten Mal in seinem eigenen Spiel auf. Und hier ist er, in Diddy Kong Racing. Achtung, Achtung, habe Zugriff auf Datei mit den bekanntesten Nintendo-Helden. Daten abrufen. Na, wie wär's mit dem Kaffee, Captain? Keine Zeit. Los, programmieren Sie die nächste Datei, Commander. Zu Befehl, Sir! Es folgt Datei 5. Welcome to Mario Kart. Mario Kart 64 ist wie geschaffen für die 4-Spieler-Konsole Nintendo 64. Im heißesten Rennen der Welt heißt es Fun, Fun, Fun. Besonders im Battle-Modus geht's richtig zur Sache. Stark. Rufen Sie gleich die nächste Datei auf. Jawohl, Sir! Action im Paradies, die Sonne, das Meer und mega rasantes Jetski Racing. Das hast du dir verdient. Wave Race. Die Meisterschaft der weltbesten Jetski-Fahrer findet auf den anspruchsvollsten Wasserrennstrecken unseres Planeten statt. Die Echtzeitsimulation des Wassers sieht absolut realistisch aus. Den Ritt auf dem Delfin dürfen nur die besten Fahrer genießen. Hey, so einen Urlaub könnte ich auch mal gebrauchen. Wieso? Ihren letzten hatten Sie doch erst vor 5 Jahren. Gehen Sie lieber auf Automatik. Das explosive Spielvergnügen jetzt erstmals in 3D. Bomberman 64.
Der Bomberman-Planet ist in höchster Gefahr. Außerirdische wollen die Macht übernehmen und nur du kannst es verhindern. Dafür stehen dir unzählige Extras und tonnenweise bekannte und neue Bombenmanöver zur Verfügung. Wow, jetzt brauche ich einen Kaffee. Kommt sofort, Sir. Nur du kannst die Katastrophe verhindern. Die Situation? Transporter außer Kontrolle. Deine Aufgabe: Weg freilegen. Der rote Nukleartransporter ist leckgeschlagen. Er befindet sich auf direktem Weg zum gesicherten Sprenggebiet. Zusammen mit dem Blast-Core-Team musst du den Weg freiräumen und alle Bewohner evakuieren. Eine echte Herausforderung für die Besten. Ey, guck mal, das geht ja richtig ab. Ich meine, das ist eine wirklich schwierige Aufgabe, Sir. Sie haben recht. Das ist nichts für schwache Nerven. Dem Elite-Team stehen ganz spezielle Abrissfahrzeuge und Transportmittel zur Verfügung. Alle Fahrzeuge haben eine individuelle Steuerung und verfügen über unterschiedliche Techniken, den Weg freizulegen. Das sind brisante Informationen. Captain, der Computer sucht jetzt erneut. Suche beendet. Ergebnis positiv. Star Wars: Shadows of the Empire. Das actionreiche Nintendo 64-Spiel angelehnt an die berühmte Star Wars-Trilogie. Du schlüpfst in die Rolle von Dash Rendar und bestehst neben Luke Skywalker die gefährlichsten Abenteuer. Zum Beispiel mit dem Snowspeeder auf dem Eisplaneten Hoth. Dort unterstützt du die Rebellen gegen die Truppen des Imperiums. Die AT-ATs sind gut gepanzert und sehr schwer zu besiegen. Nur mit einer genialen Taktik kannst du es schaffen. Doch es gibt unzählige andere Missionen auf den verschiedensten Planeten. Möge die Macht mit dir sein. Perfektes Ausbildungsmaterial für die Akademie. Wenn Sie meinen, Sir. Du bist Turok und nur du kannst die Welt retten. Das Schicksal unserer Zukunft liegt in deinen Händen. Durch die Motion Capture Technik sind die Gegner unglaublich realistisch animiert. Die Welten sind riesig und du musst sie sehr genau erkunden. Ein Blick auf die Karte erleichtert dir die Orientierung. Um das Abenteuer zu bestehen, hast du ein umfangreiches Waffenarsenal zur Verfügung. Die Spielstände werden mit dem Controller-Pack abgespeichert. Geh jetzt in Spezialdatei. Die populärsten Sportarten jetzt auf Nintendo 64. Vielfältig und realistisch wie nie zuvor. Mach dein Zimmer zum Fußballstadion mit International Superstar Soccer 64. Präzise Flankenbälle, schnelle Doppelpässe, gekonnte Dribblings und packende Torraumszenen. Und du bist mittendrin. And this game is underway. Pippen from 15
Der perfekteste Basketball der Welt wird in Amerika in der NBA gespielt. Dennis Rodman, Scottie Pippen oder Detlef Schrempf. Bei NBA Hangtime kannst du einer der ganz Großen sein. Besonders viel Spaß machen die spektakulären Dunks. Captain, der Computer hat neue Daten gefunden. Dann bringen Sie es schon auf den Monitor. Zu Befehl, Sir. Wirklich beeindruckend, was da in nächster Zeit auf uns zukommt. Das kann man wohl sagen. Okay, Nintendo 64 hat eine unglaubliche Power. 64 Bits in dem 64 Bits, Sir. Ja, aber was mache ich unterwegs? Na los, fragen Sie schon Ihren Computer. Ja, Sir. Öffne Sonderdatei. Action und Fun für immer und überall mit dem Game Boy Pocket Color. Kleiner, leichter, schärfer und in 7 poppigen Farben. Hier sind sie, die neuen Popstars. Blue Sky, Sunflower, Black Beauty, Ice Cube, Grasshopper, Strawberry und Silver Moon. Okay, ich habe genug gesehen. Mein Entschluss steht fest. Checken Sie die Koordinaten und geben Sie den Kurs ein. Wo soll's denn hingehen, Sir? Zum nächsten Nintendo-Händler. Hört man's? Ja, klar hört man Ja. das. Alter, es ist einfach geil. Ja. Ist einfach geil. Tetris-Sound. Tetris, es ist einfach Jawohl. super. Und Ja, es fühlt kommen wir sich zurück. einfach- Wir es fühlt haben sich heute ein bisschen einfach Nostalgie müssen aufleben. Also, das wäre der Beitrag vom Andi gesehen. Yes. Danke für den Extreme G, im besten Soundtrack. Chat, eure Lieblingsmomente in dem Video. Haut mal rein, was habt ihr am meisten gefeiert? Ich sehe schon vom Kuro F-Zero hat er geliebt. Kuro sagt auch F-Zero. FIFA 2020, das ist nicht darauf zu Wer hat gesagt Extreme G? Hast du gesagt? Ja, Extreme G, aber Sound. Ey, der Sound. Ja. Ich hatte CD davon. Ja. Gehabt. Das war richtig geile 90er-Trance. Richtig. Und vor allem das erste Lied. Und dann geht es los und dann fährst du einfach und du siehst nichts. Und du hast keine Ahnung, wo du anfährst, aber der Sound ist geil. Ja. Egal wie gefahren bist, Ja. du bist einfach, ich bin neben uns, aber der Sound ist so. Ja, 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 Musik ja. hören. Sorry, Bulli! Hey, Bulli. Ciao. Ja. Gut, dann haben wir auch zu diesem Thema Nintendo-Charaktere noch ein paar Fragen vorbereitet. Ich glaube, sehr interessante Fragen. Ja, ich habe mich wirklich, die Fragen, ich habe mir echt den Kopf zermartert. Kreativ sehr Mühe gegeben. Also, Ja. Andi, ich fange jetzt einfach mit dir an, weil du einfach da bist. Super, ja. Lieblings-Nintendo-Charakter. Warum? Ich habe zwei. Das eine ist der Fox, weil er einfach eine coole Sau ist. Im Weltall, ballert umeinander. Super sich. Und das zweite ist Mewtwo. Ich weiß nicht, ob das unter Nintendo so zählt, weil es ist ja Pokémon. Das ist ja Pokémon. Free, wie heißt es? Game Freak, aber es ist irgendwie gleich Nintendo, Ja. weil es ist Ja. Nintendo. Gute Antwort, hä? Gut. Ja, ich finde Mewtwo ist der Hammer. Es ist super mächtig, es ist ein Psycho-Pokémon und wird die Menschheit vernichten. Ich finde das ein grundsympathisches Viech. Ich möchte ein bisschen sein wie es. Aber das Ding ist ja, es weiss ja gar nicht zuerst, woher das kommt. Also weißt du, der Film, sorry, oder der Hammer. Und eigentlich will es ja nur frei sein. Es möchte ja eigentlich nur den Sinn kennen. Es ist nicht Grund auf böse. Nein. Oder? Es ist halt einfach, weil der, wie heißt der,
von Team Rocket, der mit dem Snobili Cat, Mann. Ja, der Giovanni. Der Giovanni hat sie eigentlich missbraucht, oder? In den Suit hineingesteckt und wollte, dass für ihn kämpft. Und genau das hat er so gebrochen. Seamus Fandarius im Suit. Was redet ihr da? Das ist mir ein Pokémon. Das ist ein Horrorfilm oder so. Eben siehst Sie sind halt alt. Ja, Lass eben mich genau nicht das mit ist. so einem High Five so doof dastehen, wo man Hey, Beavis und Butthead hat einen Pokémon-Witz gemacht. Das soll ein High-Five. Ja, jetzt hat Yoshi. sehr doof ausgesehen. Das, was der Kuro sagt, er findet Yoshi. Ja, schnelle Zunge. Ich kann über Yoshi sagen, weißt du wieso? Weil ich mit Yoshi eine tiefe, innige Dings gespürt tue. Wegen der Länge Zunge. Nein. ich bin damals daheim als kleines Kind im Briefkasten, weißt, mit diesen Nintendo-Magazin. Und das ist dann genau an meinem Geburtstag gekommen. Und da ist so ein Zettel dabei gekommen, wie der Yoshi als neuer Charakter im Nintendo-Universum dazugefügt haben. Und so bin ich mit verbunden und dachte, der Yoshi hat am gleichen Tag Geburtstag. Oh, das ist richtig cute. Ja, darum ist das mein Lieblingscharakter. Ja. Wie bist du gegangen? Ja, Gangleiterei, so wie ich, ja. Nicht so lustig. Das Nintendo 64-Spiel vom Yoshi. Love, Peace and Happiness. Ist es, glaube ich. Soll das heißen, oder was? Ja, das heisst so. Ich glaube, das heisst so. Oder einmal CD hat so geheißen. Das war ein richtig herziges Spiel, aber bockschwer. Ist mir gerade nicht in den Sinn gekommen. Yoshi. Yoshi Story hat es geheißen. Ja, genau. Mit dem Buch. Richtig, ja. Nachher mit dem Kind, wo doch immer weggeflogen ist. Ist das gewesen? Nein, das ist nur vor gewesen. Genau, ja. Da das Baby Mario. Ist das nein, das ist nur nein, vor das ist Super Mario World. Ja, wo sind wir? Super Nintendo. Genau. Ja. Du machst Ich habe mit dem Mario am liebsten das Gleiche gemacht wie mit dem Pinguin aus Super Mario N64. Einfach das Board abschiessen. Dein Lieblingscharakter? Jay? Ey. Der Link. Ja. Sorry. Ja. Und wieso? Wieso, ja? Es ist nicht einfach, weil es Zelda ist, wie ich das Spiel gerne habe. Es ist, ich finde auch seine Tragik eigentlich, finde ich sehr spannend. Weil er muss immer wieder der Held sein. Oder? Es ist nicht klar, ob er das überhaupt will. Oder? Er muss es immer wieder machen. Er hat immer schwere Verluste zum eigentlich einstecken, macht es aber immer aus Selbstlosigkeit. Er geht immer los, er ist immer jung, er ist meistens sehr jung, außer bei Twilight Princess, zieht los und stellt sich seinem Schicksal. Ja, Twilight Princess haben nicht gespielt. Wie alt ist er da? Ja, was ist er dort? Etwa 14, 15, nehme ich mal an. Er ist wahrscheinlich schon. Er ist 7 bei Ocarina of Time. Und stell dir vor, du bist 7. Und du bist 7, du wachst ohne Eltern auf, sozusagen. Deine einzige Bezugsperson ist ein Baum und eine Fee. Dann ruft der Baum dich zu sich. Genau, er sagt, dass er einen Käfer hat. Dann gehst du den Käfer hinmachen, sagst, hey, Bezugsperson, ich habe dich gerettet. Dann stirbt er. Und sagt, du musst jetzt die Welt retten. Du bist noch nie in der Welt draussen gewesen. Wie gesagt, ich finde halt einfach, er ist sehr mutig. Er ist wendig. Der erzählt dann natürlich, Mann, Kuro, ey, einfach einmal. Ist das nicht der Prinz Zelda? Ja, einfach einmal seriös, bitte. Aber 30 Jahre in Leggings ist schon sehr mutig. Es sind keine Leggings. Er hat gar keine Leggings an. Er hat keine Leggings an. Was ist denn deine Rock? Hat er die Beine so gewaschen, oder? Nein, hat er nicht. Das sind keine Leggings. Ist ja gleich. Auf jeden Fall finde ich die Geschichte, die er erlebt, mega toll. Ich finde es super, dass er keine Stimme hat. Wenn der Link jemals würde eine Stimme bekommen, es hat schon gelangt, dass es ist cool bei Breath of the Wild. Er redet ja nicht, aber er hat ja so ein Er hat eine Fernsehsendung gehabt und da drin hat er geredet. Ja. Excuse me, Princess. Nein. Ich habe sie alle geschaut, das Prinzip. Aber nein. Ich weiß gar nicht, auf der CDI hat er wahrscheinlich, also das Spiel auf der CDI, oder die Spiel. Red nicht von CDI. Ich habe schon überlegt, dass wir sind. Hat er wahrscheinlich auch eine Stimme gehabt in den Dings hin. Weiss ich aber nicht. Ich kann es nicht sagen. Weißt du, in den Zwischensequenzen, die so schön pixelig gemalt waren? Er hat keine Leggings. Er ist nackt. Er hat grüne Haut an dabei. Hat das schon mal jemand geschaut? Hat er Unterhosen, wenn du bist?
Ich glaube, früher so Also bei Breath of the Wild hat er Unterhosen an, oder? Sind wir ehrlich? Er hat Unterhosen an, ja. Oder knackige. Und Hosen. Ist dir ein Schritt voraus heute? Ich finde, er ist halt einfach das Mysterium. Sozusagen. Du weißt nicht, wer er genau ist, woher das er kommt. Du weißt nicht, warum dass er immer wieder muss sozusagen inkarnieren und wieder gegen das Böse kämpfen. Er ist auch verbunden mit dem Triforce und er erfüllt seinen Job. Und ich finde ihn eine geile Socke. Okay. Deine? It's me, Mario! Ja, ja! Wuhu! Ja, Okay, ganz klar. merci. Wir brauchen einen neuen Timmy. Ganz klar, weil Wir brauchen einen neuen Timmy. der Mario, der hat so viel mit mir durchgemacht. 300'000 Mal gestorben wegen mir und so. Nein, es ist einfach absolut mein Lieblingscharakter. Das ist so. Ah, Messi Lone Wolf für dein Cheeren. Messi vielmals. Merci vielmals. Guter Typ. Ja, und hoi. Danke. Ja, Mario, ich mag jetzt da gar nicht sagen. Es gibt in zweiter Instanz wahrscheinlich auch der Link, aber nicht so fest wie bei ihm. Also, Ja, dann würde ich die nächste Frage mit dir weiterfahren. Was definiert denn für dich einen Nintendo-Charakter? kinderfreundlich, ja. lustig, aber gleichzeitig auch ein tragisches Schicksal dahinter manchmal. Bei Mario, ja gut, bei Mario ist tragisches Schicksal. Er ist Klempner. Das ist ja, Es sind ja alle schon sehr von lang. anderen. Er wird schon sehr lange ein Rohr verlegen. Ja, es sind halt einfach die Komponenten, die halt, ich weiß doch nicht, es ist noch schwierig zu sagen. Also für mich gibt es zwei wirkliche Nintendo-Charaktere. Das ist der Link und das ist der Mario. Gut, der Luigi und die ganzen Sachen. Ja. Der Wario zum Beispiel, finde ich, den braucht es nicht. Also es braucht keine Varios auf dieser Welt. Ein Wario schon, aber so ein Waluigi ist es Nee, nicht. Ja, Waluigi ist wirklich nervig. Das ist schon so. Ja. Aber schon beim Wario, das habe ich das zwar gespielt hier, aber Ich habe immer das ist cool, aber das ist ja alles. Ich habe immer den tolleren. Ich habe ihn immer sehr sympathisch gefunden. Ich habe ihn cool. Ja, wirklich. Schon, aber er existiert neben Mario. Neben Mario kannst du nicht existieren. Erzähl aus dem Link. Ja. Ja. Ich würde sagen, Mario. Gut, für das der gibt es Link Super sind Smash Brothers. Die, Von die dem her- Fetisch kennen, die kennst du einfach, ja. Oder? Ja. Was macht er für dich? Wiedererkennungswert. Ja, klar. Das Gold von Nintendo. Ganz klar. Das heisst? Nintendo, also die Frage ist ja, was macht ein Nintendo-Charakter aus? Und ein Nintendo-Charakter macht es aus, dass er immer wieder kommen kann. Er kann immer wieder... Ne, Mann, ey, in einem Spiel, Mann, ey, echt. Er kann immer wieder auftauchen. Es kann der ähnliche Background sein. Es ist immer Mushroom Kingdom in Gefahr oder sonst irgendetwas. Oder Peach und Bowser. Der Bowser holt Peach und der Mario muss nachsäckeln. Aber es funktioniert jedes Mal, weil man sie gern hat. Man mag die Charaktere. Das heisst, Nintendo hat einfach das Händchen dafür, Charaktere zu erschaffen und sie bleiben lebendig. Mir kommt jetzt kein Nintendo-Charakter, exklusiver Nintendo-Charakter in den Sinn, der eingestellt worden ist, sozusagen, weil sie alle gut sind. Das Und ist eben so. der Wiedererkennungswert, das macht es aus für mich. Ein guter Nintendo-Charakter. Aber fertig. Bei dir, Andi? Ist jetzt, was ein guter ist oder was generell einer ausmacht? Hörst du mir zu? Ja, weil er hat jetzt von einem guten, er hat am Schluss von einem guten nicht wirklich, aber er hat von einem guten Charakter geredet. Also gut, generell, Nein, was macht bei dir generell ein Nintendo-Charakter? Für mich ein Nintendo-Charakter, außer jetzt reden wir von Turok oder Manhunt und so, sind sie ein bisschen verjöht, kinderfreundlich, sind oft anthropomorph, farbenfroh und ja, sie blühen nicht, wenn man ihnen auf die Nase haut. Es ist so wirklich, sie sterben nicht, sie gehen nicht hops, sondern sie verlieren Leben. Und das ist bei Nintendo ja schon so ein Grundprinzip. Also eine Figur von Nintendo stirbt nicht, du stirbst nicht. Sag mir, weil du verlierst ein Leben. Ich glaube, irgendwie so etwas. So sagt man. Aber dein Charakter stirbt nicht. Ja. So, das ist für mich so das klassische Nintendo-Prinzip. Auch wieder familienfreundlich. Ja. Ich habe vor dem Herr Sicheur eine sehr interessante Geschichte erzählt, die ihr noch nicht da seid. Und zwar haben wir euch wegen den Nintendo-Charakteren. Und das war bei mir so. Früher ganz klar Nintendo-Kind. Dann war das alles lustig mit Mario und mit diesen Pilzchen, Schildkrötchen, alles super. Und irgendwann in der Jugend bin ich in ein gewisses Alter gekommen.
wo es mich schon von so ein bisschen peinlich gedeucht hat. So, weisst du, das Kindliche, weil das irgendwie cool sein. Und das ist schon zu kindlich gesehen, das mal irgendwie abgestoßen. Ja. Und jetzt mittlerweile bin ich wieder in einem Alter, wo ich so weit bin, wo ich mir auch mal seit langem wieder eine Nintendo-Konsole gekauft habe, eine Switch, wo es wieder cool ist. Wo ich es auf einmal wieder herzig finde, weißt, lustig, einfach wieder mal so ein bisschen das Kindliche. Also für mich das Schlagwort einfach kindlich, ein Nintendo-Charakter, oder? Ja. Also was halt krass ist, was mir halt so denkt, du kannst Mario in den 70er nehmen oder Mario jetzt. Meine Kinder, ich musste denen gar nicht zeigen, was Mario ist. Die wissen das, weil ich schon nur damit, oder das liegt einfach irgendwo rum, ja, intuitiv. Und das ist nicht wie bei anderen Franchises, wo du musst erklären musst, jetzt macht er das, was ist. Nein, Mario rettet die Prinzessin. Und das ist einfach so, das wird immer so sein. Und das ist ja richtig so. Genau dort hängen sie eben ein und das finde ich super. Hat etwas wie, so fast wie Disney. Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Ja, es ist vom Kombinationen. Es haben immer zusammen geschafft, Disney und Nintendo. So. Seit der Karte. Seit der Karte, ja. Was ebenfalls, sie haben mal eine Umfrage gemacht und ein Super Mario ist ebenso bekannt unter den Kindern wie ein Mickey Mouse oder was ist das noch? Ich hätte jetzt fast den Globi gesagt, aber das zählt nicht. Donald. Ja, es halt wirklich, es ist genau. Ja, der Goofy da, ja. Das kommt in die gleiche Schiene rein. Genau, dass die Charakter wiederkennen. Es ist oft selbsterklärend, mehr oder weniger. Gerade die älteren Spiele sind selbsterklärend sehr intuitiv. Jetzt im Gegensatz zu einem Red Dead Redemption 2, wo du nach vorne laufen und aus Versehen ins Ross verschiessest. Ja. Du hockst an und du checkst. Das hat dein Papa früher schon gespielt, schau. Wie laufe ich vorwärts? Nein, das ist einfach das lustige Schlag. Weißt, du siehst zum Beispiel, ihr habt ja Kinder, ich nicht, aber ich finde es so interessant, also, da siehst du die Kinder, die gamen das oder schauen das, und du kannst sagen, hey, das habe ich in deinem Alter euch geschaut oder euch gemacht. Das finde ich interessant. Ja. Es ist einfach, also so kurz gesagt, Nintendo bringt einfach jede Generation wieder an Spieltisch her. Ja, oder an virtuellen Spieltisch. Es ist einfach so. Aufs Sofa. Ja. Ich hatte Pipi in den Augen, als ich habe letztens auf Zelda gespielt. Seine Tochter war noch ein bisschen jünger. Sie hat gefragt, was das ist, und er hat gesagt, okay. Dann bin ich ins Zimmer, habe das dicke Hyrule Historia Buch geholt, bin angesessen und habe es ihr erklärt. Und dann habe ich den 64 angeschlossen, habe es angeschaltet, habe ihr den Controller in die Hand gegeben und mir ist gerade Pipi in die Augen gekommen. Jetzt fast wieder, so, weil es einfach schön ist, dass die Freude teilt wird. Und jetzt ist sie auf dem Harry Potter Hype. Da habe ich leider gegen Hogwarts verloren, mehr oder weniger. Aber es ist sehr, sehr lange Zeit voll Zelda. Es ist immer noch da, aber jetzt ist mehr Hogwarts. Und das ist einfach cool, wie das wirklich Generationen verbindet. Ja, du hast ganz etwas Wichtiges gesagt. Wir haben vorhin genau das Gleiche diskutiert im Auto. Irgendwann hast du die Phase gehabt, wo du wie gegen außen cool bist zum Nintendo spielen. Weil halt dann das Härte, weil es war immer so, die harten Spiele sind auf der Sony Playstation. Und dann bist du so, ihr habt mit Stöckchen gespielt. Und, die mit dem Ring, gell, dass sie so nachgerannt sind. Nein. Ring ist erst später gekommen, so reife Ringe. Wo sie ein Rad erfunden haben. Himmel und Hölle mit richtig um 4. Kommen wir gerade in den Sinn, sagst du dem Priester in Kingdom Come einen Gruß von mir? Will ich machen, ja, voll. Wenn ich dann wir schweifen gerade Hurti ab. Dein nervigster Charakter? Andi. Hey, geht's nur einen. Ganz ehrlich, der Link. Sorry, aber nein. Aber so, wir sehen Smash Brothers in Real Life. Smash Brothers, cool, ja. Nein, es ist doch nicht der Link an sich, das wäre cool. Und auch die vielen Versionen, die es davon schon viel besser, merci. Ja, Link, warum? Ja. Weil heute einfach, schau jetzt, jeder dämliche Hipster-Nerd, der 2 Let's Plays geschaut hat auf YouTube, tätowiert sich das Triforce und hat das Gefühl, er ist es. Oh. Nein, ja, aber das ist nicht. Er meint nicht den mit dem. Ich glaube, er ist auf dem Heimweg mit ziemlich viele Sachen zu besprechen. Ja. Die haben nicht den gleichen Heimweg. Nein, ich glaube auch nicht. Nein. Jetzt sagen, Hergi, kann ich bei dir schlafen? Andere schmeißen Bananen raus, ich Endis. Deine nervigste? Der Dude. Nein, die Sonne. Die Sonne bei Mario Land. Ja.
Und der Dude auf der Wolke. Das wollte ich sagen. Ja, Oh, ja. Aber sorry. ich stimme dazu, ja. Das Sonne ja, und der Dude auf der Wolke, Mann. Der Hammerwerfer, aber irgendwann weisst in welchem Moment das musst du draufkumpen. Aber der Hammerwerfer ist auch ein Arsch. Dafür weißt du, was sehr lustig ist, die Sonne von Super Mario. Jedes Mal, wenn ein heißer Sommer ist, kommt irgendwo im Internet sicher das Meme, wo du siehst, der Level mit der Sonne und es ist wieder ein sehr heißer Sommer. Genau so, das ist das Level von Super Mario. Genau das. Ja. Bei dir? Da gibt es nur einen. Hey, listen! Ich immer aggressiv, wenn ich das höre. Nicht wegen dem Charakter an und für sich, sondern wie er kommt und wie er eingesehen. Hey, listen! Warum hat er verflucht einen Hilfscharakter, der nichts hilft? Nichts! Sie gibt Hinweise. Ja, Uncharted, das sind Hinweise, nicht einfach... Nein. Boomer! Meinst du so wie das Nein. so, wenn du nur ein halbes Herz Nichts, das geht nicht auf Boomer, stimmt nicht. Ja. Ich bin viel älter. Ja. Low Level. Low Level bei Zelda. Richtig. Ah. Findest du alles hart? Ja. Es triggert wirklich, es macht wirklich so... Ich muss jetzt ganz schnell... Ja, voll. Und dann, genau dann bricht es dir. Du hast ja vorher schon Vulkan mit Stachel gesagt, hätte ich auch sagen, aber bei mir kommt noch generell C, was für mich nervig ist, ist eigentlich jedes Pokémon. Ich bin von Beruf ja Koch, mir kommen die 100 Menüs mit Pokémon in den Sinn. Also, ich hätte ja alle kochen. Glumanda Flambé. Glumanda Flambé. Ja. So, er war ein Salamander. Jetzt habe ich vor ein paar Jahren... Danke vielmals fürs Cheeren, Wolf, Mann. Du schüttest den Lohn aus. Merci vielmals. Andi. Genau, wir müssen das anders machen. Wir fangen jetzt so an, in welchem Nintendo-Charakter verbindest du mit dem Andi, Jay? Wenn jetzt würde ich sagen, dass der Andi wäre jetzt ein Nintendo-Charakter. Also ich wüsste genau wählen. Ja. Ich wüsste genau wählen. Spock schwierig. Was ist der Spock? Weißt du? Nein. Ja, Waluigi. Ja, ich habe auch an Waluigi gedacht. Aber er macht nicht. Er macht das nicht. Er lacht nicht. Er ist nicht Disney würde ich sagen, oder Goofy, ja. Disney. Nein, warte jetzt. Ja, Waluigi. Waluigi, ja. Gut. Ja. Oh, der ist gut gewesen, ja. Komm. Ja. Das kann Kamera bitte mal schnell? Ich schenke dir jetzt den. Gut, jetzt machen wir es folgendermaßen. Der Jay. Andi, was würdest du sagen, der Jay? Hey, ich habe wirklich überlegen. Nein, ich habe wirklich zuerst ganz lang so Pummeluff oder... Ja, so der Blick. Nein, mehr so Phlegma. Nein, ich habe dann überlegt, was wäre... Und er ist für mich so ein bisschen ein Mario. So, er kommt den ganzen Tag nervös durch die Hütte durch. Ja. Er wird aber nicht gross, wenn er Pilz frisst, nur heim. Andi, Raffu, was meint ihr, wenn du jetzt den Chase anschaust? Schwierig. Das ist mega schwierig. Soll ich zuerst sagen? Also bei wem ist klar? Der Toad. Also zu lachen und so. Sagen wir das. Nein, aber nicht nur so, weißt, jetzt sagen wir ganz von uns gesehen, aber so vom Tür hier, so der Teil, wenn er sich bewegt und so, wenn er redet, ich sehe mir so den Tod vor mir. Gronk einfach, oder? Nein, warte, das ist... Also der Freak Gronk. Der Toad? Mushroom Kingdom, I like mushrooms. Super. Ja, ich tue gerne Schatz suchen. Weiß nicht. Der Tat. Ich habe früher den Tat immer genommen bei Mario Kart. Ja. Ja, das ist der schnellste. Was würdet ihr jetzt beim Raffu sehen? Ich habe bei ihm an Donkey Kong denken. Es ist zum anderen ist er genau. Für jede Banane. und er ist für jede Was Fass? Was Herrgottini. Sehr schön. Außerdem ist er für jede neue Idee der Endboss. Ja, aber nur in erster Instanz. Nur die ersten 20 Minuten. Einmal darüber geschlafen. Ich bin immer so sicher, so ein Corona von Zelda. Weißt du, die Steine. Oh. Ja. Gell? Nicht etwas, ja?
Hättest du können sagen, der alte Peppel, der weise Mann bei Breath of the Wild, aber ja, easy. Stimmt, ja, stimmt. Oh, Das Chat. ist mir auch noch It's dangerous to go alone. Ja. Hey, liebe Chat, ganz geil. Sally Rosa, ey, Leute, macht mit Andy ist der Best, King. welche Charaktere sind wir? Haut rein, das Ich stehe gar nicht zur Frage, ich würde die nächste Frage Wer ist der Hergi? Genau, der Chat soll sagen, wer ist der Hergi. Ich habe Der Chat soll sagen, wer ist der Hergi. Ich habe dem Hergi gesagt, er ist jedes Pokémon, man muss ihn sehr gut kennen, um ihn zu verstehen. Da brauche ich gerade ein bisschen. Habe ich schon gedacht, mach nichts. Ich komme nicht raus. Egal, ich tue der Zeit den Chat nachlesen, dann haben wir jetzt ein bisschen Zeit. Das ist wie wenn dem Hergi ein Blatt gibst, leerst und schreibst auf beide Seiten nachher einfach drauf, bitte wenden. Ich muss lesen. Sehr gut. Der Andy ist ab und zu ein bisschen Anton und Pamela sagt, mit dem Unterschied, dass er Kopfweh macht. Sehr gut, sehr gut. Hey, hallo, sie schreibt aber auch, dass ich der Kickli bin. Können wir schnell über das Donkey-Tag hier reden, wo jetzt gerade geklebt wurde? Ja, da ist artig. Ja, dann haben wir jetzt darüber geredet. Andi, du findest einen Nintendo-Charakter. Was ist er, was kann er? Ah, du hast es natürlich notiert. Ich bin ja voll parat. Ich glaube, das habe ich nicht gemacht, das Einzige. Das ist Wow, super. Ja, das habe ich wirklich Wenn nicht es einer gemacht. weiss, kann er natürlich drin lenken. Ich kann das sagen. Erzähl. Kennen. Wieso okay? Weil Die gibt die gibt's alle schon, ja. Ah, Die doch, gibt's ich kann wirklich alle schon. Ich kann doch, wenn ich einen Jarvan mache, Entschuldigung, er war Mach mal. gross, hat einen sehr genervten Blick, er kennt, wenn die Eltern die im Raum sind und bringt den Kindern den Fluchwörter bei. Ja. Okay. Das ist nicht mehr für auf Playstation. Aber halt mal, es gibt doch Conker's Bad Fur Day. Ja. Das wäre so mein Charakter gewesen, den ich hätte wollen. Aber ja. Ja. Ich habe gerne Blumen, grosse Blumen. Das Spiel fängt damit an, dass er besoffen heimkommt und einen trifft. Ah, da kommen wieder ein paar Remakes oder Fortsetzungen sind, die man noch rausbringen Oh, oh nein, Unnötig. Er macht ab und zu Unnötiges. Alles klar, ich wäre so ein South Park-Charakter. Ich wäre der Chefkoch. Wie sagt er amix? Er ist bei Scientology und jetzt tot. Aha. Hey, Einen ist das aber Charakter nicht so erfinden. gewesen? Ich glaube, früher irgendwie hat jeder in seiner Schulklasse so einen Cartman gehabt. Oder? Ja, Jeder. Es geht immer... Ja. Ja. Selber ein Cartman gesehen. Klein, dick, frech, aber eigentlich hat noch nicht gepasst. Mit welchem Charakter würdest du gerne ein Date haben? Also, Paulina. Es kommt, ja. Was? Also, Hat er fast etwas Blödes ich wollte zuerst fragen, ist die Misty volljährig? In dieser Realität, die wir jetzt davon haben? Ist das die von Pokémon? Pokémon, ja. Wenn die Misty volljährig ist, dann hat sie sehr gute Chancen. Und sonst, aber nur unsuited, sehen wir es. Das wäre auch meine Wahl gewesen. Ja. So Zero muss Suit. er auch eine Zero Zero Suit. Suit, Genau. ja. Aber Zero Suit. Ich habe mir zuerst noch Gedanken gemacht, ist Dead or Alive Beachvolleyball ein Nintendo? Nein, Nein, nicht alle. Nein, das ist aber auf... Ja, Ich nein. habe random drauf. Ja, jetzt als Physics. das als Ding hat von uns gesehen. Physics. Ja. Aber, Aber nur wegen dem, aber sonst kannst du das Spiel nicht... Ja. Mann, ich war 16 gewesen. So what? ja. Oder ein Bayonetta, da, oder wie die da heisst. Ja. Oder Ja. was, oder, ja. Das ist Aber ein wir sind bisschen bei streng. Nintendo. Ja. Das ist der streng. Bayonetta. Ist das Nintendo Bayonetta? Bayonetta. Nintendo Ja. hat... Ja, Ja. ja. Ihre Bayonetta, ja. Bayonetta. Hey, Latonder. Wo nimmt denn das alles her? Das ist einfach Du machst nicht den Master, du machst den Doktor. Ja, das Nintendo Zelda aus Breath of the Wild ist definitiv hotter. Ich sage nur ein Meme von hinten gesehen. Was? Sicher nicht. Voll nicht. Doch, sie ist hübsch. Doch, sie ist hübsch. Also, Sie hat nein, schöne aber Hosen. dann siehst du die Samus, sie so... Und dann siehst du das Zelda-Make. Also ich stehe auf Freuen, nicht auf Make. Ja, voilà. Ja. Es gibt keinen Samus-Erguss dort. Oh, wow. Es war 10 gewesen. Es ist sogar halb 11. Der lacht hinter sich sicher auch schon. Oder er rauft sich die Haare. Ist auch schon weg. Gut, Kein Regisseur mehr anwesend. Hast du überhaupt gesagt, was du mit Nein, dem... habe ich nicht. Ja. Hey, meine, der Nintendo wird noch etwas Aber mit das uns zu alles tun ein nachher. Keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung. Gut. Ich würde einen Yoshi mitnehmen.
Was? Was? Ja. Wo? Was? Auf der Insel? Ein Date wegen der Zunge? Nein, nicht wegen. Nein, jetzt einfach Ja. ganz realistisch gesehen. Ganz realistisch gesehen, ganz realistisch. Du bist allein auf dieser Du weißt Insel. schon, dass er nachher ein Ei legt, wo dein Kind rauskommt. Nicht so, nicht in die Richtung, überhaupt nicht, sondern als Fortbewegungsmittel. Und du kannst auf dieser Insel rum und wenn irgendein Kokosnuss und dann hast du sie für später. Oh, das ist noch schlau, ja. Ja? Der kann, wenn du neu nicht aufkommst. Ich glaube, wir müssen schauen wegen der Zeit. Wir wollen nur Ja. um die Game, haben wir gesagt, wird ja während dem Game die Fragen noch stellen. Es die ist ich Sounddirigent, du kannst auch viel Omelette machen. Ja, schön. Was gamen wir? Ja, es gibt Super Smash Bros. Nicht Bros, Super Smash Bros. Ich habe sehr viele BHs mitgebracht. Ich habe aber damit wir noch Zeit haben, um uns vorbereiten. Ein kleines Video, wo ihr Evolution seht von der wunderschönen Charles. Ja, genau, von diesen wunderschönen Charles. Ja, genau. Dann würde ich sagen, gibt es eins auf die Fresse. He? Top, die Wette gilt. Also.
Wer ist welcher? Links. Ich bin der Claude. Claude Forsbach. Das heisst der Timmy Boy. Wer ist wer? Final Fantasy 7. Ich glaube, ich bin du. Also ich bin der Kirbyman. Wow. Hast du mit der kriegst du gerade? Was machst du hier? Ist das gut. So. Das Relaxo, hast du gesehen? Relaxo. Oh, Shift nicht ab. Ja, ich auch. Oh, das geht unter. Das ist die Rainbow Map von Mario 64. Hey, ganz ehrlich, Regenbögen und Unterwasserlevel. Nein, Unterwasserlevel, also ich mag sie auch nicht, vor allem bei den 2D Marios, aber im Mario 64 ist Level Tor 3 der Hammer, nur schon wegen der Musik. Hey, lass mich in Ruhe. Grusiger Mensch. Hast du... Hey! Oh, ich vergesse ging nicht mehr. Ah ja, Double. Ah ja, genau so. Ah. Oh, wow, ist das ein schwieriges Level. Hey. Die Rainbow-Strecke war sowieso fies gewesen, also die Teppichstrecke Oh nein, bei Mario 64. Ich vergewinne nicht wieder. Ja. Keine Wein. Für Smash mal. Nein. Das Level schon, mal das Level schon, ja. Wow, das tschüss, sieht ja. schön aus. Mann, du bist da richtig gut drin, Mann. Ich würde gerne mehr mit dem Charakter spielen, aber ich habe mit meinem Smash und dann gar nicht gespielt. Ich habe so noch nie gespielt mit Smash. Dann habe ich schon mal gesagt, dass ich Final Fantasy 7 liebe. Ja, das ist so gut. Ist das für den Nintendo? Nein, was ist das? Wow, der ist richtig fies gewesen, Mann. Weißt du, auf welcher Nintendo-Konsole das ist Final Fantasy 7? Wie viel? Ja, Super Nintendo. Nein. Nein, 7. Ah, 7, aha, so meinst du. Switch gibt's das, also ist es nicht. Ja, klar. Stimmt, reden wir dran. Ja, die Rest das Final eigentlich geklärt. Fantasy 7, Final Fantasy. Oh, Mann. Weißt du das nicht? Wie? Nein, weißt du nicht. Was? Hä? Was weiß ich nicht? Das Abo Final Fantasy bei Nintendo angefangen hat? Ja, wo sie nur auf Square geheißen haben. Ja, ist schon in dieser ganzen Secret of Mana-artigen Games noch... Halt die RPGs, wie sie damals waren. Ursprünglich ist es darum, weil es Ich has Final nie- Fantasy ich has nie ursprünglich gern gemeint gehabt. hat, dass es nicht weitergeht. Dann Genau. haben sie einen Teil gemacht. Mit der finale Fantasie. Genau. Aber es ist krass, wie Mühe ich immer wieder bei Smash habe, wenn ich es lange nicht spiele. Ja. Weißt du, weil ich ging in die andere Kampfsteuerung zurück mit den anderen Scroller, weißt du nicht mehr? Also Fight spielen, nicht Tekken und so. Das ist bei mir Intus, aber da ist Ich verliere auf das Mal einfach die Übersicht. Das Oh. ist ja falsch. gut, das geht noch so, aber Ja, zum Glück haben wir nicht die in der Kacke mehr. die ganze Zeit. Das ist nicht so einfach. Was ist ja eigentlich einfach? Oh shit. Falscher Knopf. Soll ich nicht wählen? Da wählen wir das Bastchill-Move. Ich weiß gar nicht mehr, was es ist. Wer ist draussen? Wer war der Fox? Ich. Ah, du drückst immer noch weiter? Nein, drück nicht. Aha. Da denkt so, ich bin schon lange draussen. aber es hat nichts Das ist lassen. wie, wenn du Mario Kart spielst mit der Schwester und ihre Controller nicht einsteckst. Das habe ich mit meiner Schwester gemacht, mit Logisch. Chip and Dales. Nein, nicht Chip and Dales. Also, das möchte ich nicht wissen. Chip and Jack. Das habe ich dann noch gemacht. Sie hat Freude gehabt. Ja, der Chip and Dales, glaube ich. Nein. Ich will es Kugeltipp. Du auch? Gibt es dir das geschaut? Was ist jetzt los? Wer hat gewonnen? Fertig. Ja, auf die Zeit gegangen, oder? Ja, das Nummer. Was? Ich habe gewonnen? Niemals. Alter, schon wieder? Ich gewinne noch hin an der ganzen Zeit. Mit dem Kästchen. High five. Mit dem Kästchen, ja. Sagen Sie ja. Das sind viel zu viele Knöpfe. Mit dem kann man nicht spielen, das geht gar nicht. Das ist voll komisch. Mit dem Ich habe den Young Link genommen. Was wollt ihr mit dem spielen? Das geht gar nicht. Wir haben Drück auf den Pro-Controller Knopf. und das sind wir viel besser als ihr mit diesen Controllern. ey. Okay. Hey, wenn wir an die Charaktere nehmen. Ja. Oh, ich habe eine Nee, jetzt hat Fragen. wieder einer Raffu, Ja. was ist für dich so der schwierigste Endboss überhaupt in einem Nintendo-Spiel? Kann ich tatsächlich lange darüber nachgedacht. Ich kann es Ja. nicht sagen. Echt nicht? Nein, wirklich nicht. Also, was mir vom gesamten Spiel her schwer dünkt, ist jeweils DuckTales gewesen. Das hat mir echt schwer dünkt. Dann
Ja. Mittlerweile muss ich sein, aber also Star Fox, der hey, nein, ich habe den glaube ich heute noch nicht. Also ich weiß nicht, also ich nie mehr gespielt, aber also es ist wirklich schwierig. Er ist wirklich schwierig. Und oder Android. Und so ist halt, also es kommt, aber wie du siehst, es ist halt Arcade-basiert das meiste. Und das war schon Super Mario schwierig in diesem Moment. Ja. NES. Auf dem NES. Danke. NES. Ja. Das sind keine Punkte dazwischen. Danke. Aber ja. Ja. Schwierig. Also, ja, von dem haben wir es. Ja, weiß nicht. Schwierig ist. Kommt drauf ab. Es ist wirklich. Ich kann es nicht sagen. Es ist wirklich. Das nicht mehr. Weil Nintendo hat sich von schwierig gewechselt auf nicht mehr so schwierig, glaube ich. Ja. Ah ja, jetzt ist es gegangen. Andi, dein schwerster Endboss bei einem Nintendo-Spiel? Das ist ganz schwierig. Ich muss kurz überlegen. Also, Battletoads ist ein einziger schwieriger Endgegner. Ja, da ist nicht vor allem das zweite Level mit diesen Bikes da, oder? Oh Gott, das ist einfach so random. Ja. Du hast einfach nichts machen außer Step by Step lernen, wenn was passiert. Du bist immer wieder gestorben, bis du auswendig gemerkt hast, ich habe es probiert abzuzeichnen. Ich habe aber als Kind schon so wenig Geduld gehabt, dass wenn ich Mikrowelle 2 Minuten laufen, dass ich anfange anschreien. Nur ein Depp. Das ist einfach so gar nicht besser geworden. Es läuft. Nein. Was ist das ein Power-Up oder was? Das ist eine schwierige Frage. Ich finde im Teil Zelda-Spiel, während spiele ich gerade auf dem SNES, da finde ich Ganon relativ tricky. Weil ich einfach. Willst du nur eine Reaktion spielen? Ja, die Reaktion mit haben. Nein, ich habe zum Teil lange nicht gecheckt, wenn musst du wie reagieren. Ich habe den Knopf vergessen für den Power, aber ist ja gleich. Da ist für mich der schwierigste Gegner ist tatsächlich das Schweine-Dingens bei Diddy Kong Racing. Ich habe den nie geschafft zu überholen. Es ist so, sieht aus wie eine Sau, aber irgendwie auch nicht. Weißt du welchen? Der, der zu den Hügeln drauf ist. Ja. Wow, sicher! Nein, der schwierigste Gegner war eigentlich meine Eltern, und es heisst, stell ab. Ja. Ich muss cheaten zum Mitnehmen. Hast du es geschafft? Ja. Logisch. Das war wirklich das Schwierige zu Gameboy-Zeiten noch, dass einfach, wenn es dunkel war, nichts mehr gesehen hast. Gameboy war allerdings so, dass auch wenn es hell war, nichts mehr gesehen hast. Das ist genau das Licht drauf. Und dann hat es so die externen Licht-Dinge gegeben, die du besser gesehen hast. Ich habe mir ein Nachttischlämpchen genommen. Da sind ja da haben wir noch keine Schutznormen gehabt, was die Hitzeentwicklung von diesen Beeren anbelangt. Oder? Und ich habe das Lämpchen unter die Bettdecke genommen, habe gegamed, die halbe Nacht, bin ich eingepennt und am nächsten Morgen war meine Bettdecke geschmolzen. Wow. Yep. Oh. Burned by Nintendo. Nintendo ist on fire. Was war das, Mann? Wo dann der erste Gameboy mit der Rückbeleuchtung rausgekommen ist. Wer ist der SP? Wow, was? Ja, der SP. Das ist so wie, wow, ich kann unter der Bettdecke weitergehen. Wo der SP rauskommt, egal. Ich habe gehofft, dass irgendetwas sagt. Ja. Aber wir hören es einfach. Ja. Gut, andere Frage. Da wäre der Blue Game, ey. Ja, das sage ich ja. Ich muss überlegen, ich es voll vergessen. Ich glaube, irgendetwas mit Sequid auf Evermore, so ein Insektenviech. Irgendetwas ist noch gewesen, das ist erst bei der Frage, wenn du mich fragst, gell? Das kannst du noch gar nicht wissen. Woher willst du wissen, was denn mir fragt? Okay, sorry, ich muss überrascht werden. Schon wieder drüber raus. Jetzt was hat man ein Skript? Das ist alles überhaupt nicht scripted. Genau. Nein. Wer ist der Mario? Ich. Oh. Hast du gesehen, Donkey Kong ist schon besser gehalten. Ich habe wirklich erst mal. Ja, aber 8 ja, spielst du ja nicht zum ersten Mal. Jetzt sind beide bewusstlos. Das ist so. Das ist wirklich so. Am Abend 8 Uhr angefangen und morgen um 3 Uhr aufgehört online. Am Schluss bin ich online bleiben gefangen. Schon ein paar Nächte gekommen. Aber das ist schon krass, der verrückt. Ja, das ist krass. Ich habe den ganzen mit dem Link gespielt. Gibt es irgendeinen Prügler, wo
Also, die wirklich gut sind. Ich weiss noch mit einem Kollegen, der ist jetzt nicht mehr so ein Kollege, aber wir sind mal sehr gute Kollegen gewesen. Wir haben ganze Nächte lang Smash Bros. Gespielt online. Und wir haben ein super Team gehabt, er Gannon, ich Link. Und es ist wirklich, weißt, ich agil und er mit den fetten Schlägen. Das ist wirklich eine richtig geile Kombo. Spannend gesehen, oder? Ja, eine richtig geile Kombo. Gut. Ah! So, ich würde sagen, ja, wir müssen schon wieder rüber. Es ist Viertel vor. Ja. Viertel vor, ja. Wir müssen weiter im Programm. Programm, ja, danke fürs Zuschauen. Wie viel Programm? Ciao zusammen. Nein, hä? Ja. Was ist da alles passiert? So, der Yoshi mit Tennis. Ich würde noch schnell eine Frage stellen, bevor er weitergeht zum nächsten Thema. Andi. Jawohl. Der Charakter von dem, wo du am meisten Angst hast. Tatsächlich hatte ich früher schon ein bisschen Angst gehabt das Rumble Pack. Vor dem Wario, wo es hat so ein Zombie-Wario-Bild gegeben, wo seine Knochen rauskommen. Ja. Ich glaube, das war auf dem Wario Land Game Boy Cover. Und das hat mir richtig echt. Da ist mir reingeflasht. Ja, doch, das hat mich ein bisschen triggert. Ja. Ich habe dann das Cartridge umdrehen, wenn ich schlafen. Ja. Das war nicht schön gewesen. Aber sonst, ja. Sonst, das ist es eigentlich. Bei dir? Der L-Balken. Der was? Der L-Balken bei Tetris. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn wirklich. Welcher? Der nach links schaut oder der nach rechts schaut? Ich habe Angst vor Geometrie. Nein, wirklich. Ja. Der ist... der nach links schaut, er so. So. Wir sind immer so ins Klassenzimmer begrüßt worden. Ja, genau, wir sind so begrüßt worden. Nein, Ja, der Vierer wird doch das wieder. Nein, eigentlich was habe ich nicht gern gehabt? Irgendwas. Ist es bei Zelda? Sind es die Mumie? Die Mumie! Ja, der Majora, der Mond der von Majora. Das ist was? krass. Mumie, die Mumie. Ja. Mumie. Vor allem, wenn du neu reingehst, macht es. Nein. Sie machen schon so. Ja. Und dann, wenn du reinlaufst, machst du Vor allem kreist die ganze Zeit. Ja, genau, der Schrei. Das erste Mal, Und du das bist gemacht. freezed, ja. Ich stimmt. bin so verschrocken. Ja. Ich bin so verschrocken. Seitdem habe ich das gehasst. Ich habe es gehasst wie Pest. Ich hasse es noch. Ich habe genau das. Ich habe wirklich gerade. Ich habe jetzt den auf dem Gegenstuhl, da wird der Zeug angeworfen. Ich habe jetzt die Mumie gesehen und den vor dem Controller. Oh Mann. Ja, die Mumie und der Mond. Der Mond ist echt nicht so nett. Nein. Allgemein Majora's Mask. Wenn du gerade bei Ist Majora's unangenehm. Mask bist, sorry. Aber cool. Da ist mir auch gerade in den Sinn gekommen, wegen meinem Dings. Da gibt es doch irgendwo ein WC, wo du gehst. Genau. Und aus dem WC schaut die Hand raus. Das wird auch bei mir gesehen. Ja, wenn ich sage, vor dem habe ich am meisten Angst, wenn ich die Hand da sehe, aus dem WC komme. Ich verbinde das so mit dem richtigen Glauben. Jedes Mal, wenn ich aufs WC bin gegangen, schaue ich zuerst mal, ob eine Hand rauskommt oder ob da jemand drin ist. blöd, wenn du drauf sitzt. Ja, das ist einer erfunden. Wegen einiges. Ja. Bei dir? Der Aal und der Unterwasseraal Meier. Der Unterwasseraal, ja. Oh ja. Ja. Der Mario Tor 3. So eine schöne Ja. Musik. Ja. So eine schöne Musik, dann tauchst du und dann kommt er sich aus dem Nichts, Ja. wenn du es nicht weißt. Ja. Und dann kommt er nicht nur dort, sondern kommt er dort. Das ist so richtig Ja, voll, das ist richtig unwohlig. So, Und dann hast du schon wenig Luft, oder? Ziehst du ab, dann kommt der... Das ist das Problem. Ja. Ich glaube, das, was das Schlimmste ist der Druck, den du hast, wenn du unter Wasser bist. Nein, weil wegen der Luft. Ja. Weißt du, wie die abgeht. Und das ist das gleiche Prinzip, das ist das, warum ich mit Majora's Mask so Probleme habe. Ich kann mit dem Druck, mit dem Zeitdruck, ich kann mit dem Scheiß nicht es stresst mich. Genau, das ist ja eine Uhrzeit, die abläuft. Ja, genau, ja. richtig. Ja. Und das stresst mich, du bist permanent unter Druck. Das Nintendo hat immer unangenehm gewesen bei der Tante. Das ist so ein komisches Federviech, das nicht ganz Huhn und nicht ganz Mensch ist. Und das immer das ist schon unangenehm. Vor allem sieht es speziell aus. Ja. Also, bei dir? Ja, wie gesagt, wenn man da Kakariko ist es, glaube ich, ja, wo du dann musst das Grab auf die Seite schieben, den Stein, das ist jedes Mal. Im Friedhof, ja. Da bin ich jedes Mal so ein bisschen, das schießt mich aus. Ja, musst du Schild nicht zwingend holen. Nein, aber... Ah nein, das ist für...
Ja, musst eben gleich. Und dann, das ging so ein bisschen speziell gewesen. Das Zelda sehr Die Eule hat mich auch ein bisschen strange gedacht. Ich habe nicht gewusst, ist die wirklich nett. Und vor allem, wieso kann ihr Kopf so drüllen? Und das Schlimmste, weißt du, was fies ist an dieser Eule? Wenn du schnell durchdrückst, sie fragt immer, muss ich mich wiederholen? Ja. Und du musst immer das andere drücken, als wo angewählt ist. Immer. Und das ist und immer. Oder der Abschnitt, wo du das Lied vom Wald lernst. Die Wölfe sind auch ganz leid, die habe ich auch nicht gehasst wie ein Morgen, weil die haben einfach nur gelbe Augen fertig. One-Shot. Ja, aber... So. Ja, schon, aber... Wir gehen über zum nächsten Thema. Jay. Bin ich das Thema? Du bist das nächste Thema, ja. Du bist das Hallo! Thema Fleisch, ja. It's a me, Jay! Was recherchiert? Was hast du für uns? Recherchiert? Ja. Also recherchiert. Dein Thema hast du gesehen? Innovation. Ja. Innovation. Der Maskhändler ist auch unangenehm, ja. Ja, Innovation in der ganzen Geschichte von Nintendo. Es geht darum, wie sich Nintendo eigentlich zu Big N geworden ist. Und da hat es jetzt nicht mit der Geschichte zu tun, sondern ich habe nachgeforscht, um herauszufinden, wie sehr hat Nintendo den Videospielmarkt oder den Konsolenmarkt und unser heutiges Spiel geprägt. Und ich muss sagen, es ist sehr prägend, was Nintendo gemacht hat. Ich habe das Video parat und ich würde sagen, schaut das Video und findet raus. Wir von Sony sind super innovativ und cool. Wir sind so geil, Mann. Unsere Erfindungen brennen wie Feuer. Deshalb haben wir erfunden diesen coolen Controller. Wer hat's erfunden? Nintendo. Eben. Nintendo, beste Controller, Sitzcontroller gibt und Kevin. Nintendo. Trendsetting Controller. Du liebst den PlayStation Controller über alles und findest, es ist der einzig wahre. Oder den Xbox Controller. Noch nie so etwas Geiles in der Hand gehabt wie der, aber ey, woher kommt das Kreuzchen da? Sagt dir das etwas auf der linken Seite? Natürlich hat es Nintendo erfunden, mit dem Donkey Kong Game & Watch. 1982 hat Nintendo bereits die glorreiche Idee gehabt, ein Steuerkreuz einzusetzen, dass man den Jumpman in alle Himmelsrichtungen steuern kann. Das ist bis heute geblieben. Ebenfalls aus dem Haus Nintendo Analogsticks. Ich weiss, du sagst jetzt, PlayStation 1 hat auch schon Analogsticks gehabt, aber der allererste Controller? Nö. Woher kommt's? Natürlich Nintendo 64. Böse Zunge würde jetzt vielleicht behaupten, dass es schon vorher so Joysticks gegeben hat. Ja, aber keine Idee. Komplette 3D-Mobilität. Nicht nur haben sie zuerst den Knüppel im Controller gehabt, sondern auch zuerst vibriert. Ganze 6 Monate vor dem Sony DualShock Controller bringt Nintendos Rumble Pack als exklusive Controller-Erweiterung. Gell, du liebst deine Trigger- und Schulterknöpfe von dem Controller. Aber was ist, wenn ich dir sage, dass das alles schon gegeben hat? Sorry, gell? Super Nintendo. Super smooth, super Schultertaste. Liegt super in der Hand. Weißt du, was auch noch super in der Hand liegt? Der GameCube Controller. Sieht vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen nach Fisher-Price aus. Aber bitte richten Sie Ihr Augenmerk auf die Schultertasten. Das sind nicht einfach nur ein paar Hebel zum Drücken. Das sind zum einen analoge Knöpfe, die Druckintensität direkt aufs Spiel übertragen und digitale Trigger. Das hat bis jetzt noch keine Worte. Nicht umsonst ist der GameCube Controller einer der beliebtesten überhaupt. Ich meine, wenn du so schaust, kannst du sagen, okay, die Knöpfe sind ein bisschen komisch angeordnet, aber beim genauen Anschauen merkst du, das Ganze ist sehr ergonomisch gestaltet. Daumen auf A, schnell auf B, schnell auf X, schnell auf Y. Schnell ein paar Kombos, alle Smasher wissen, was ich meine. Der GameCube Controller rockt. Du stehst auf Motion Control und VR. Findest die ganze moderne, neuzeitliche Shit richtig nice. Das haben sie 1989 ja schon gefunden. Nintendo NES Power Glove Motion Control. Übermittelt via Ultraschall, Fingerpositionen und kann so das Spiel steuern. Schau mal, den Sunny Boy. Was ist denn du für eine coole Brille, du? Virtual Boy. Nintendos Versuch in VR-Markt einzusteigen, leider nicht so gut funktioniert. 1995 war noch ein bisschen zu früh gewesen.
Dafür haben wir die gehabt. Im Fernsehen innen ballern wie in der Arcade-Halle. Ist einfach das Geilste. Wir haben alles erlebt. Multiplayer, Powerbank, Zoom und Beleuchtung oder fancy Zoom und Beleuchtung oder nur Beleuchtung, Selfie-Cam mit Pixel-Art-Filter und einem Drucker. Schauen wir es ganz realistisch an, Nintendo ist der Zeit voraus. Und ebenso engagiert zeigt sich Nintendo mit dem Hands-Free-Controller für beeinträchtigte Menschen, das auch sie können spielen. Remote. 4-Player NES ohne Kabel. Oder einzeln mit dem Remote-Controller. Lang bevor es Bluetooth gegeben hat. Auch für den Nintendo GameCube hat es einen Remote-Controller gegeben. Das war nicht das Einzige, das der GameCube mitgeliefert hat. Der GameCube hat es auch möglich gemacht, mittels einem Link-Kabel den Game Boy Advance anzuschliessen und den dann als Controller mitverwenden. Game Boy auf dem Fernsehspielen über den GameCube auch ganz lässig. Game Boy Advance Spiele wie auch normale Game Boy Color und Game Boy Spiele sind kompatibel mit dem Gerät, das man unter den GameCube geschnallt hat. Ich meine, wer hätte nicht den kleinen LCD-Bildschirm gegen einen 60 Zoll flatternden 60 Hertz Bildschirm täuschen? Das gleiche gilt übrigens auch für den Super Nintendo. Cartridge nehmen, aus dem Game Boy raus, in Super Game Boy innen, 3 anschalten, voilà, have fun. Apropos Game Boy Spiele, hast du auch letztens deine Pokémon wieder ausgepackt und plötzlich nicht mehr speichern? Weißt du, was das Problem ist? Dort oben rechts, das kleine Knöpfchen, das ist eine Batterie, die eigentlich das Speichermodul mit Saft versorgt, aber wenn das keinen Saft mehr hat, kein Speicher drin. Okay, ich habe mich jetzt 5,5 Minuten zusammengerissen, habe wirklich nur Fakten gebracht, aber ich muss es gleich kurz erwähnen. Die erste Knopfbatterie als Speicher ist eingesetzt worden beim legendären, einzigartigen One and Only The Legend of Zelda für die NES. Seit dem Moment ist es in Spiel möglich, zu speichern, Speicherstände abzurufen und man muss sich nicht mehr endlos lang Levelcodes aufschreiben. Danke. Allgemein gilt es zu sagen, die Legend of Zelda Serie ist etwas vom Innovativsten, was es bisher gegeben hat in der ganzen Spielewelt. Und wenn du jetzt sagst, ja klar, es ist der Jay, er redet von Zelda, ja, mache ich, weil es mein Videobeitrag ist. Und außerdem ist Zelda sehr innovativ und sieht hübsch aus. Ich meine, das ist das erste Spiel, das du wirklich in einer grossen Welt hast interagieren und deine Umwelt hat auf dich mitreagiert. Du hast grosse Maps gehabt, noch lange bevor die ganzen Open-World-Games gekommen sind. Du bist rumgesäckelt, hast gekämpft und hast gewonnen. Noch ein kleiner Fakt am Rand erwähnt, der Z-Trigger beim Nintendo 64-Controller hat das erste Mal ermöglicht, in einer 3D-Welt einen Gegner zu fokussen und so zu kämpfen. Auch das ist übrigens etwas, das weiterhin übernommen worden ist in vielen anderen Videospielen. Es gründet vieles auf The Legend of Zelda. Legend of Zelda hat sich weiterentwickelt, wird sich hoffentlich immer noch weiterentwickeln und ist für mich etwas vom Innovativsten überhaupt. Danke, Nintendo. Sehr gut da. Eigentlich habe ich jetzt alles gesagt, was ich gesagt haben. Ich meine, ich habe von Zelda geschwätzt, eigentlich wäre es mit dem jetzt abgeschlossen. Nicht? Was nicht? Was habe ich denn vergessen? Ah, der DS. Sieht der Schluss wieder Donkey Kong, ja? Ja. Das Ding da. Mit Touchscreen. Seht ihr? Es läuft immer etwa gleich ab. Zuerst ist er ein bisschen klobig, dann ist er ein bisschen slim, dann wird er grösser. Und wenn das rum ist, dann wird er neu. Und auch beim 3DS. Klobig, ein bisschen grösser, ein bisschen besseres 3D und anschliessend neu. Der New 3DS XL ist aktuell der Handheld mit dem grössten Screen von allen.
We would like to play. Nintendo Wii. Wir kennen sie alle als die Konsole, wo man am meisten schwitzt. Sport zurück ins Wohnzimmer bringen, was für eine absolute Innovation und vor allem Balance Sport. Mit einer Waage gamen. Geil! Da geht's einfach richtig ab. Come on! Klapp! Klapp! Schwing die Hüfte! Nintendo Wii mit der wohl innovativsten Controller-Steuerung, die wir bisher hatten. Mit dieser neuartigen Motion-Steuerung ist es möglich, Bewegungen wahrzunehmen und in Spiel umzusetzen. Was aber schlussendlich meistens einfach in wildem Umgefuchtel geändert hat. Darum, damit man keinen Tennisarm vom Fuchtel bekommt, hat man einfach auf den Controller zugegriffen. Im Controller ist mehr als genug. Gern würde ich an dieser Stelle noch ein paar liebe Worte verwenden für eine Konsole, die man schon fast vergessen hat. Nintendo Wii U. Leider ist sie ein bisschen untergegangen im tobenden Sturm von der Konsole. Sie ist ein bisschen zu spät rausgekommen, sie hat es leider nicht durchheben. Sie hat durchaus Potenzial. Der integrierte Bildschirm im Controller, absolut cool. Es ist wirklich vieles möglich, oder es wäre sehr vieles möglich gewesen. Dennoch gilt zu sagen, Nintendo Wii U nach wie vor eine sehr underrated Konsole. Wenn du eine hast, irgendwo daheim verstaubt, nimm sie führen, setz sie mal ein bisschen mit ihr auseinander und merk, dass sie eigentlich richtig geil ist. Auch wenn sie sich nicht durchsetzen auf dem Markt, oder einmal nicht so wie erhofft, bleibt dennoch zu sagen, innovativ ist sie gewesen. Nintendo Labo Toy-Con 3 Fahrzeugset. Das Set enthält alles, was benötigt wird. Bastelbögen, Einzelteile und die Nintendo Switch Softwarekarte. Gespielt wird mit Toy-Con, die du aus den Bastelbögen zusammenbaust. Die interaktive Anleitung auf der Nintendo Switch-Konsole hilft dir bei jedem Schritt. Setze dann die Joy-Con ein und schon ist dein Toy-Con fertig. Jetzt sind deine Toy-Con bereit zum Spielen. Steck den Schlüssel ein, tritt auf das Pedal und dreh das Lenkrad. Genau wie bei einem echten Auto. Sehen wir mal, was sonst noch möglich ist.
Ziehst du an dieser Schnur, wirst du schneller. Lasse sie los, um einen Satz zu machen. Diese Scheibenwischer kann man bestimmt gut gebrauchen. Außerdem gibt es eine Säge, Bomben und sogar ein Radio. Zeit zum Auftanken. Man kann geschickte Manöver fahren, wenn man das Lenkrad präzise bewegt und im richtigen Moment auf das Pedal tritt. Alles Übungssache. Wenn man den Bildschirmhalter am Toy-Con-Auto anbringt, wird das Fahrerlebnis noch realistischer. Die Umgebung bewegt sich mit dir mit. Öffne deine Toy-Con, um einen Blick hineinzuwerfen und zu sehen, wie sie funktionieren. Was geht hier vor sich? Lies unter Entdecken Themen nach und sieh dir Videos an. Baue, spiele und entdecke mit dem Nintendo Labo Fahrzeugset. Construct Productions. Hey. Meine Mami hat immer gefunden, hey, du spielst viel Gamen, mach mal etwas Interessantes, wie zum Beispiel basteln. Und dann habe ich gefunden, ja, wieso nicht? Wir basteln heute. Okay, was ist da genau drin? Nintendo, wo ist es da, ne? Nintendo Labo. Das Fahrzeugset, mit dem kann man rumbüssen. Und es ist ab 6, das heisst, ich darf knapp. Was sagt Nintendo da? Nintendo sagt, das ist Toy-Con 3. Hey, du kannst sogar Mario Kart damit spielen. Der Hammer. Oh. Du kannst alle Masse. Right here. Ja, siehst du? Labo! Jo, Krakom ist halt etwas Gefährliches, meine Damen und Herren. Sehr gefährlich. Juhui! It's Construct Productions. Hey! Hä? Hey, einfach gut. Hey, die haben einfach an alles gedacht. This is my favorite part, right here. Let's go. Oh mein Gott! Ah, wow! Aha. Wie gut ist das denn? Schaut mal! Richtig gut. So geil. Ich bin Fan, Mann! Jos, eben, zieh dir das rein, Mann! Das
Gaspedal. Schalten. Blinken. Das ist echt eine coole Sache. Mega Freude. Vor allem so auf, das sag ich gar nicht. Arschloch! Das ist ein Sonntagskarre. Der fährst nur in trockenem Wetter. Es hat mega Spass gemacht. Ich habe jetzt knapp etwa 4 Stunden gehabt für das. Es gibt Spiele, da hast du 50 oder 60 Stutz ausgegeben, knapp 4 Stunden Spielspaß und dann schießt das Spiel an. Und darum finde ich, oder wenn du einfach auch noch gerne bastelst oder wenn du Kinder hast und gerne bastelst, dann hol dir das, Mann. So, da sind wir wieder und es fehlt natürlich wieder einer. Oh, Scheiße, ja. Oh, Ja, jetzt haben wir ich habe gar nicht schon aufgepasst. Gar nicht aufgepasst, jawohl. Jay, merci vielmals. Oh, ich muss ganz schnell los und dann du ganz schnell weitermachen. Was ich muss jetzt fragen, warum wir live im Fernsehen auf Telefon reagieren. Der Dealer ist da. Also nein, Pizza. Standard. Ganz sicher, wir sind schon sehr lange unterwegs und warten auf Essen. Und jetzt haben wir uns eine Pizza bestellen. Ist aber nicht weiter Innovation. Innovation. Wo ist Twitter? Hey, nein, das Andi. die Kamera ist es. Da, Andi. das gibt's jetzt. Da bin Entschuldigung. Was würdest du besser machen bei Nintendo? Pizza ist da. Was würdest du besser machen? Besser machen bei Nintendo? Gibt es etwas? Ich finde, Nintendo fährt eine unglaublich intelligente Nein, ich finde, Nintendo fährt eine unglaublich intelligente Schiene. Sie schaffen es immer wieder, auch aus dem Moment, was wirklich kritisch und schwierig geworden ist, rauszukommen. Sie sind die Einzigen, die es seit früher bis heute geschafft haben, wiedergängige die Charaktere so auf den Markt zu bringen, dass sie wiedererkennen gesagt haben, bleiben immer wieder die mit diesen Figuren etwas Innovatives zu machen. Sie schaffen es immer wieder, Konsolen auf den Markt zu bringen, wo andere. Sie trauen sich, Nintendo traut sich, genau. Konsolen zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, die komplett anders sind als alles, was wir sonst spielen. Sämtliche Innovationen, sei es jetzt die komischen Bölle-Playstation-Dinger, whatever. 90% davon kommt von Nintendo. Ja. Ich sehe keinen Grund, also ich sehe nichts, was man besser machen könnte. Schmeißen diesen Leuten Geld nach. Los, jetzt. Nintendo hat es einfach verdient. Hast du mein Skript geklaut? Wegen? Das ist genau das, was ich jetzt nach meinem Video sagen wollte. Nein, das ist mir ja, genau das. Nintendo hat gewagt, Nintendo hat gewonnen. Aber wenn sie nicht mehr Big N sind, im Sinne von, dass sie am meisten Geld reinholen, weil sie haben noch kein FIFA 20 und Fortnite. Okay, wobei gibt es ja auch auf der Switch. Sorry, ich bin wieder da. So gut, der Online, genau. Der Online-Modus respektive die Lobbys könnten sie definitiv. Könnten sie definitiv besser machen. Sie könnten das Matchmaking besser machen für die Switch und sie könnten irgendwie so ein Voice-Chat oder irgendetwas so richtig einbauen, das funktioniert. Das ist wahr. Okay. Was du meinst, obwohl... Aber brauchst du nicht. Aber genau, das ist wieder so genau online, das ist so Multiplayer mit anderen, wo ich mir einfach sage, Nintendo ist Couching. Ja, Punkt. genau. Jede andere Konsole. Das ist die einzige Bude, die das begriffen hat, dass das immer noch ein Bedürfnis ist. Ja. Zeig mir ein PlayStation Couch Co-op Game. Okay, es gibt 2, 3, aber... Welche sind gut davon? Ja. So, ganz einfach. Oh, bei Wii, ich meine, bei Wii Switch... ist ein gutes Stich. Bei Switch kannst du sogar Mario, wo ein Singleplayer-Spiel ist, das zweite spielen. Du bist der Hut und der andere ist der Mario. Aha. Wow, ja, das ist wie die Innovation Mario Galaxy. Juhu, nutze das Wii-Mode. Mega gut. Was kannst du machen? Sternchen sammeln. Wie gesagt, sie haben viel gewagt. Die Wii hat nur so gut funktioniert wegen Wii Sports, wegen Balance Board, weil sie verschiedene Generationen abgegriffen hat. Weil, das ist auch das, was ich gefunden habe. Eigentlich hat es enorm viel Potenzial, das Wii-Mode, auch mit dem zusätzlichen Ding. Aber kein Spiel hat es wirklich richtig genutzt. Das Gleiche gilt mit da, wir hätten da einen Bildschirm. Die wenigsten Spiele haben es wirklich genutzt. Jetzt kommen wir noch auf das. Also richtig Touchscreen. Ja, apropos Innovation. Es ist ja so, oder? Nintendo ist sehr, du hast es schon gesagt, Nintendo ist sehr gut drin, also du hast es gesagt, etwas zu wagen,
shit, das hat nicht funktioniert, oder es dann noch viel besser zu machen, als es war. Für mich ist die Switch die beste Konsole, ich meine jetzt wirklich ernsthaft, die beste Konsole, die es je hat gegeben. Für mich persönlich. Vor allem rein vom Technischen her, rein was alles, ich habe nicht gewusst, was das damit machen kannst, ist ja krass. Entschuldigung. Wenn man es rein als Gaming-Konsole sieht, bin ich, wenn man nicht gerade Grafik ist, bin ich eigentlich recht bei dir. Weil das andere sind mittlerweile Multimedia-Konsolen, die auch dafür gedacht sind, nicht nur zum Gamen, sondern du stellst dir die als Multimedia-Gerät in deine Stube Ja, rein. klar. Ganz klar, Xbox, erster Platz, Sony PlayStation und dann Nintendo. Aber rein als Game-Konsole bin ich bei dir. Ich meine, ich kann mittlerweile auf dem Fernsehen eine geile Grafik gamen, kann aufstehen, kann mit auf die Schüssel und dort noch eine Stunde hocken und weiter zocken. Oder du bist unterwegs, hast sie dabei, hast ein neues Spiel, es ist Couch-Coop, du nimmst es raus, machst du einen, ich einen. Du musst keinen Controller mitschleppen, du kannst miteinander spielen. Du kannst sie easy, ohne dass du im Internet musst sein, kannst du sie miteinander verbinden, und miteinander spielen, ohne dass du das Netz brauchst. Sie halt immer daran denken, ist, sie schauen einfach, es ist halt so, sie schauen auf die Kinder. Kein Kind mit 4 kann... Fisher Price. Kein Kind kann mit 4 so einen riesen Controller bedienen. Wie der von Xbox. Wir machen einfach kleiner und man kann ihn wegnehmen. Das ist jeder hat 2 Kinder. Okay. Ist nicht meine. Im ersten Xbox-Controller, da hast du einfach 2 Kinder für einen Controller gebraucht. Ja. ja. Genau, schlussendlich ist es ja ein Geniestreich von Nintendo, oder? Ja, absolut. Das ist absolut geschafft zwischen Konsolen für daheim und für unterwegs. Ja. Also wenn es mit diesem Konzept nicht weiterfahren dient, dann weiss ich auch nicht. Dann ist irgendwo ein totaler Sprung in der Schüssel. Auch ihr Prinzip, auch ihr Preissystem, ihr Pricing finde ich, auch wenn sie all ihre Preise haben, ich finde es genial, was Games angeht. Heute kriegst du viele Games nachgeschossen, kriegst sie schnell sehr günstig. Ich denke nicht, dass die Games produzieren, wirklich von Anfang an Gewinn machen. Gerade heute, wo es immer von Lootboxen über Ingame-Käufe etc. geht. Ich glaube, viele machen nicht mehr von Anfang an Cash, wenn sie das Game verkaufen. Bei Nintendo hingegen kaufst du ein Spiel, das funktioniert, ohne Day-One-Patch, das grösser ist als das eigentliche Game. Genau. Und sie haben halt von Anfang an zahlst du den Preis und hast das Game. Für das Game, ja. So, genau, richtig. Voilà. Wobei, die Preise bleiben auch immer gleich. Also wenn du jetzt ein Wii U, also wenn du irgendwo Glück hast und es gibt noch Wii U-Spiele im Laden, ein Hyrule Warriors oder ein Twilight Princess HD ist immer noch 60 Stutz. Das finde ich aber auch ganz krass, die Switch-Spiele, die sind ja ganz Mario oder da die Nintendo exklusiv, die kosten ja immer noch alle 70 Steine. Und wird immer so bleiben. Ja, das ist, das geht ich finde auch. das so ein bisschen, aber mit diesem Thema ein bisschen ein No-Go. Also, nein, ich finde absolut okay. Weil es sind einfach gute Spiele. Ja, es sind gute Spiele, und du weißt, was du bekommst. Gerechtfertigt, dass du nach 3-4 Jahren noch so viel Stein verlangt. Noch schlimmer finde ich irgendein Steam Early Access für 30 Stutz. Ja, wo dann am Schluss... Ja. Und dann machst du es, kaufst es gleich, hast 2 Spielstunden und findest es kacke. Ja, das ist eben... Wieder der Nintendo weiss das auch. Der Frozen hat ganz kurz einen interessanten Einwurf. Entschuldigung, der Frozen hat einen guten Einwurf. Er sagt, du kriegst viele Games unfertig und wird einfach nach Release mit der Zeit nachgebogen, weil es günstiger ist. Ja? Der Release ist für Publisher nicht wichtig, sondern was das Game mit der Zeit wird. Ganz genau, richtig. Sie können ja auch sagen, okay, das Game ist scheiße, aber gerne uns 5 Minuten, es wird besser. Genau. Destiny, Anthem, etc. Eben, genau. Und Nintendo hat das auch nicht. Das ist so fast wie Crowdfunding, oder? Ich meine, du irgendwas wie ziehst mit dem vielleicht Crowdfunding, vielleicht ziehst du mit dem ein bisschen Zunk oder mir etwas Gutes. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe etwas Gutes erwischt. Kennt ihr Dreams von PlayStation? Wenn ich seit der Alpha dabei habe ich damals 20 Steine oder so gezahlt. Und jetzt ist das Vollspiel rausgekommen letzte Woche. Das ist absolut genial. Ja, absolut genial. Ich bin froh, bin ich seit der Alpha dabei gewesen. Ja, Nintendo hat nicht so Alpha-Geschichte. Was ich aber noch muss sagen ist, ich verstehe bis heute nicht, warum man in Zeiten von Batterien oder von Ladegeräten, die andere schon lange hatten, Controller rausbringt, die mit Batterien betrieben werden. Das ist... Du redest vom Wiimote. Du redest vom Wiimote. Nintendo hat Akkubatterien und Akkuladestationen rausgegeben. Ja, aber... Zum schön reinstellen. Das ist nett und so, aber das bitte von Anfang an. Und nicht, das musst Batterien, weil bis du das gemerkt hast, ist schon 3 Nintendo bei der Wii haben sie bewusst zum Beispiel auch auf einen Full-HD-Ausgang
verzichtet. Sie Mhm. haben Macht gar nichts, auf ist die doch klar. Internetfähigkeit Aber verzichtet das- von Anfang an. genau und das, das, damit die Konsole günstiger ist. Damit es dem Kind ins Kinderzimmer auch stellen kann, weil es Ja. für das Kind gemacht ist. Und ich meine, fast genau für die Wii werden immer noch so Dingsspiele hergestellt, Bewegungsspiele, wo sie in Reha-Kliniken Ja. meinte brauchen, Ja. wo eigentlich nicht mehr für uns gezockt werden, sondern die werden immer noch das ist so. hergestellt und sind auf der alten Switch Wii-Konsole abspielbar, weil sie eben so günstig eine sehr, sehr effiziente Möglichkeit haben für kleine, einfache Trainings. Finde ich ganz stark von Nintendo. Können sie die scheiß Batterie haben. Danke vielmals für die perfekte Überleitung. Wir haben auch wie so eine Reha-Klinik jetzt hingerichtet, oder? Genau. Wir nehmen den Raffu als Opfer. Da stellst du nämlich Jay das auf ein Wii-Balance-Board. Oh, ja. Genau. Und wir du haben zeigst schon mal ein bisschen Turnübungen da. Genau, oder was wir hast haben ja du? vorher in meinem Video haben wir ja gesehen, wie die älteren Semester turnet haben. Und wir möchten das natürlich live sehen. Mit der Katastrophe. Bitte Aber, wackeln mit der Hufte. Bitte wackeln mit der Hufte. Und wird in der Zeit ein bisschen Fragen stellen und beantworten. Ich weiss es natürlich nicht, wo ihr seid stehen geblieben, weil meine Katze hat gerade wir sind oben gewesen, wegen Meine Katze hat gerade Geburtstag. Darf ich kurz, der Chat ist gerade sehr interessant. Der Römer meint gerade, der Entwickler ist das vielleicht wichtig, aber dem Konsument ist das egal. Er will ein funktionierendes Spiel. Punkt. Ja, das Problem ist, dass der Konsument aber auch der ist, der genau sieht, dass das Game am Anfang oft nicht geil ist und es trotzdem kauft. Muss ich weiter Darum stehen, oder? keine Release-Games mehr kaufen. Ja. Würde ich voll konsequent kaufen, keine Release-Games mehr. Da hier gehen. Da sieht er besser aus, Kuro was der meint, da ist macht. schon so, weißt du? Kuro meint, ist schon so, New Super Mario Bros. U Deluxe ist immer Version 1.0, also noch gar kein Patch gegeben. Eben, siehst du, Nintendo hat es nicht nötig zu patchen. Ja. Der Frozen sagt, und gleich tun alle vorbestellen und gleich wird jedes AAA, das ultra marketed wird, gekauft als Konsument. Genau, das ist das, was ich sage. Das ist das, was ich sage. Der Konsument kauft oder er bestellt es vor. Man bestellt Zeugs vor, weil sie irgendein dämliches, wüstes T-Shirt oder eine schlecht gedruckte 3D-Figur dazu bekommen und wissen genau, dass das Game kacke ist und sie mit 3 Monaten warten bis... Hey, das hat sich auch richtig rendiert. Ich warte 3 Monate auf ein Game, damit ich 3 Monate warten kann, bis ich es spielen kann. Ich habe das Halsbuch von Days Gone. Da kommt der Angry Andy durch. Ja. Das ist das ist ja genau das Problem. Obwohl die Figuren von hier Ubisoft sind cool. Ja. Ja. Dafür ist Ubisoft nicht ganz so cool. Doch, Ubisoft, ey, wenn ihr wollt, ihr habt... Ja. Nein. Also, sind ihr da parat? Ich bin am Einrichten. Um was geht's? Was genau müsst ihr jetzt machen auf dem? Er muss jetzt Hula-Hop-Übungen machen. Hula-Hop-Übungen? Weil er da noch so einen Fettreifen hat. Genau. Und weil du von den Bergen kommst, Also, lieber in echt Hergi, wirst du kann ich's nachher wirklich. Skispringen und Bob fahren. Das kann ich. Super. Da bin ich gut. Ja. Skifahren, also Skispringen mit dem Bob kann ich gut. Herge, zeig noch Skispringen mit dem Bob? Du hast ja gesagt, Skispringen mit dem Bob. Ah, Nein, Bob und? Skispringen. Zeig und? doch noch ganz schnell heute Ja. in diesem Zusammenhang das Neue. Was das Das neue Fit. von Genau, das neue Nintendo. Fit für die Das, aber es ist ja nicht ein neues Fit. Das Doch, ist ja der, das ist niegelnagelneu. Ein Ringfit ist das. Ringfit. Ein Ringfit. Voilà, haben wir alles am Start. Ringfit. Das ist auch so ein Teil, das kannst du da hin und her biegen und machen und tun. Ich glaube, so einen Tricker müsst ihr irgendwie um das Bein schnallen. Der andere tust du um den Ring, gell? Ja, genau. Ja. Du tust die Wiimotes machst drauf. Ja. Und du kannst irgendwie schütteln. Schütteln? Schütteln. Schütteln. Wer will sein? Der Michael Jackson? Oder bist du der Jay? Willst du den Jackson? gleich. Schon Oder gleich. der Molly Dick? Das hast du die alle. Der Semir? Nein. Nicht. Schlafen Also ja bist du ein, Jacko, hä? Ja. So. Was hast du der Semir? Achtung, noch nicht. Also, Pappe, los. Daddy. So, der Punkt, der Grüne bist du. Da kannst du jetzt... Oh, Achtung jetzt. Oh, der Ref von deiner Bär nur halb drauf. Oh! Hallo zusammen. Hallo zusammen. Also, ich bin nebendran der Doktor von der Reha-Klinik und du da Kann ich das auch notieren. mal ein bisschen... Stimmt, der Meier sagt, Also was musst du jetzt? der Meier sagt Die von CD Bewegung, Projekt oder was? Red sind wir nicht einmal enttäuscht worden. Ja. Okay. Ja, Bist du bereit? ist ein Punkt. Ja, geht Kann man nur nicht machen, als Spiel Bewegung rausbekommen, soll das ist ja nicht schwer. Das zeigt's. Ja, es zeigt. Bühnenfrei. Das heißt so, ich bin von jedem Spiel von CD Projekt Red enttäuscht. Ja, easy, hat ja nur eins gegeben. Ein bisschen weiter hinten, Achtung. Gut, jetzt darfst du draufsteigen. Weil
Du noch nicht zu fest Cyberpunk. Du weißt ja gar nicht, ob das gut kommt oder nicht. Vielleicht wird es ja scheiße. Wer weiß das? Die haben doch nicht erst ein Spiel ausgemacht. Geh noch mal runter. Manchmal spückt es ein bisschen. Kann ja sein. Die haben nicht erst ein Spiel rausgebracht. Nicht eins? Wer von denen? Mit den Add-ons. Witcher 1 und 2 ist du nicht zu fest rumjockli. Und Blood and Wine war schon riesig. Das ist aber ein Add-on. Das war ein Add-on, ja? Das sind 3 Games schon mal. Das Add-on ist grosses kein Game. Nein, aber Witcher 1 und 2 sind Games. Ja, mit stimmt. Mit ja, dem 3 sind es 3 Games. Genau, jetzt, ja. Ja, jetzt. Ja, aber gibt es nicht etwas Schuss davon? Der Meier sagt Saints Row. Saints Row. Ja, Saints Row. Ah, ja, das habe ich nicht gesehen. Ja, muss ich ein anderes Problem damit. Ich finde. Saints Row, oder? Ja. Ist so ein bisschen übertriebene GTX schon. Also schon ein Jetzt bisschen bin ich GTA verklemmt schon recht also. Sie haben in meinen Augen ein bisschen GTA sein, aber ohne die ironische, geile Unterton dazu. Ja. Oh, schau mal zu. Du musst das sexy machen. Du musst das sexy machen aus den Hüften. Wie daheim, bei deiner Alten. Nein, das geht super aus. Nein. Wie viel hast du? Skill? Du solltest das mal Oh, zartes Flämmchen! Zartes Flämmchen! Ich schwöre dir, bei Gott, in echt kann ich es besser als du. Oh shit, das ist mit deiner neuen Übernahme, Freddy, das zarte Flämmchen. Freddy the Flame. Freddy Flame. Freddy Soft Flame. Freddy gets flamed. Was müsst du jetzt euch Hula Hoop? Ja, der hat wieder geübt daheim. Schau, der sieht sogar aus wie du. Wieso hast du es zum ersten Mal gespielt? Ich hasse ja, sehr gut. Ja. Okay, los. Tatsächlich. Warte. Okay. Chrysler mit der Hufte um den Rifle rotieren zu Warte, lassen. mit der Hufte. Das erklärt er nochmal. Das ist ganz sehr wichtig, dass er es nochmal erklären tut. Nee, du musst... Was ist, wenn es jetzt hoch geht? Ja, siehst du. Ja, 2 Sekunden später reagiert er auf. Salsa. Ja. Das verdoppelt es, hä? Das habe ich nicht gewusst. Die Weffelringe kommen da noch. Von mir aus können 2, 3 mehr kommen. Ich kann jetzt ein bisschen Seite stechen. 30 mehr. Achtung, was bin ich? Lot an der Flamme. Wow. Herger Skispringen. 2 Sterne. Ja, ich tue Skispringen. Ich habe wirklich gerade etwas eingeklemmt. Du. Ja. Hey, ich bin seit langem wieder auf das Brett gestanden. Ja. Das tut ja dein Darf ich etwas sagen? In BMX. Dass du mit BMI, den Body Mass Index, messen. Oder? Ja. Du musst noch runter, erst wenn er es sagt. Dann bin ich nach langer Zeit wieder drauf und dann machst du Bing, übergewichtig. Sehr schade. Ja, das finde ich auch. Also, gut. Skislalom oder Shalom? Skislalom. Skislalom. Willst du bitte das Pikachu da unten nehmen? Schanzensprung. Ja, Schanzensprung. Ja, Also, du musst in die Hockey und dann im rechten Moment. Wir sind jetzt aber aufs nicht Brett. kumpen. Das Nicht ist mehr kumpen. wert, als manche Menschen, die ich kenne. Start. Wir sind schon aufs Brett. Jetzt kannst du da wieder, du kannst Sisi. Gut. Ja, das sieht sexy aus. Wir sind Okay. schon drauf, oder Springe nicht auf dem Wii Balance Board, please. Nein. Jetzt ist es kaputt. Nein, du musst eben nicht, weil Nein, sonst musst wackelt das warten. ganze Studio oder Klon. Achtung. Gamepad ablecken, pseudomäßig. Was müssen So, wir ich kann es ja. Warte jetzt, er sagt, wenn du Ja. draufstehen. Ja. Bitte Jetzt. stellen Sie sich auf das Wii-Balance-Board. Gut. Du musst in die Hockey Ach du Scheiße. und dann musst du den Punkt. Also musst du nicht so fest in die Hockey. Aha. Du, es gibt so einen Okay. Punkt. Ja. Jetzt musst du zuerst wahrscheinlich messen, weil du Wenn schwer sie lange bist. so Du musst noch mal runter. Warte schon. Ja. Gerade bleiben, dass er kalibrieren kann. Gut. Du hast so einen Punkt. Siehst du den? Ja. Du musst den Punkt hier aufbringen. Mit Gewichtsverlagerung. Mit Gewichtsverlagerung ein bisschen gegen vorne. So, genau. Und im richtigen Moment aufstehen. Warte jetzt, aufstehen. Ah nein, warte mal so. Landen, sehr gut. Boah, Schöne Zahl. 60 Meter, meine Lieblingszahl. Ja. Okay. Gut. Sally Rosamund, Ja. schwingt die Hüfte, Jungs. Sexy. Und jetzt? Jetzt hast- Ich bin Wackelkandidat.
Wackelkandidat. Ja. Willst du noch einmal? Ja. Jetzt hast du gib die mir Übung mal drin. einen. Ja, jetzt mache ich 70 Meter. Ist mit dem Lehrabschlusszeugnis gestanden. Also, jetzt schon mal schön. Okay. Gut, Ein bisschen führen auf den Punkt. Ja. So, heben. Heben. Und los. Ja. Schön das Gelbli. Arm hindern. Ja. Und ja! Balancieren. Was falsch gelandet? Nicht schön gelandet. Ah. Ja, Kacke. Nein, ist nicht. Was hast du? Bobfahren oder Bobfahren? was? Ja. Regie, wir müssen dich schnell halt zum Kamera senken, weil er muss aufs Brett hocken. Ach du Scheiße. Oh, cool. Das geht über eure Vorstellungskraft. Gegenstübli hat eine Mannschaft. Genau. 2. Genau. Oh Scheiße, jetzt habe ich es nochmal gemacht. Kurzen Moment. Das finde ich der schlimmste. Das ist der schlimmste Schweizer Witz, sind Filme ever. Kurzen Moment. Was, der Stühle weg? Ich muss schon mal parat machen. Ja. Ich würde es schräg machen. So. Oder was? Hä? So. Was? Schräg? Ja, Gegen aber Meier. Sorry, ganz kurz. Bildschirm oder was? Ja. Ganz So, kurz, ja. Chat wieder mal. Ja. Der Meier meint gerade, Bethesda hat einen guten Lauf gehabt bis Fallout 76, aka Fallout 64. Ja. Völlig bei dir, absolut, ja, völlig richtig. Wir sind so Habe nur machen. Schiss, Nein, dass so sie mein musst Elder du Scrolls draufhocken. kaputt machen. Hey, sag's nicht, ich hoffe es nicht, aber ja, ich habe auch Angst davor. Ich hoffe es Setze nicht. dich mit den Beinen nach vorne auf das Wii Balance Board. Super. Was ist ein Weg? Nachher was? Ah, du musst die Hände Nein, du musst nicht, am besten ohne. Aha, ohne. Also, je mehr das hintere lehnst, Ja. desto Ja. mehr Speed kommst du über. Okay. Desto mehr geht es in die Muskeln an. Genau. Ich habe es gemacht, hey, mein ganzer Oberkörper zittert. Was, je mehr ich mich nach zurücklehne, oder was? Ja, je mehr das die hintere lehnst und du musst noch links und rechts, damit du die Kurve liegen kannst. Ist gut, bist du bereit? Das ist ja noch höher mühsam, wenn ich Ja. seitwärts muss schauen. Du machst das gut. Zittert Okay. Achtung und schon. Ja, okay. jetzt musst du zuerst angeben. Du hast wieder Karten haben. Solltest nicht so Polen heu. Achtung, es geht jetzt gerade los. Jetzt hintere lehnen. Ja, hintere lehnen. Noch eine gut. Nein, jetzt. Das Gewicht ist noch wichtig. Oh, das geht. Oh, so. Ich versuch's ja. Swiss Tendo, ja, Hintere, nicht wegen Nintendo Unterstützt Fanboy dich. und so, aber es ist halt nicht von Nintendo selber das Game. Also Bist du verkehrt drauf? Ich glaube, es ist verkehrt. Schnell umdrehen. Gut, darum komme ich nicht nach. Okay, jetzt ist gut. Was? Der Meier findet Divertimento schlimm? Genau, so viel Speed. Ich mag nicht mehr. Sehr schön. Wenn das der Weg ist, wo sich Speed verkommt, dann weiß ich nicht. Das ist nicht so gemeint. Ja, beim 10. Mal kannst du es dann. Sehr gut. Unbegrenzte Bauchmuskeln. Testen. Sehr gut. Verdammt Geläft. So bin ich sicher wieder schnell. You failed. Du musst auch mit der Backe links ein bisschen drücken, damit du wieder auf den Kurs kommst. Ja. Ja. Was ist, wenn ich drauf furze? Dann hast du einen Powerboost. ja, sehr gut. Oh, ich kann so Ah, ja. Das ist cool. Gut, das ist ja mit jedem Komiker so. Irgendwann ist es durch. Oh, warte. Das Arschviertel, das Backel ist jetzt zu weit drauf gewesen, so. Aber jetzt kommt er auf den Kurs langsam. Ich sehe. Ja. Geht das noch lang? Geht das noch lang? Hey, das ist die Hälfte von der Strecke. Fick dich. Los. Mal schauen, meine Bestzeit schlägst. Was ist denn deine Bestzeit? Besser. 15 Minuten. Bettzeit, meint er. Was besser? 15 Minuten. Römer, was hast du noch gelesen? Wegen Also wenn deine Frau fragt, warum du Muskelkater hast, ist ein Grund. wegen CD. Also, schau mal unter das CD Projekt. Alter! Ey, das ist ja... Ja, jetzt zieh ich mal durch. Das ist Kampfgeist. Das ist Sportsgeist. Du, das ist schwer, du musst gar nicht lachen. Ja, ich lache doch nicht. Ich habe nicht gelacht. Willst du auch lachen? Nein, ich weiß, dass das schwer ist. Ich muss ich nicht ausprobieren. Muss ich nicht ausprobieren, weil ich schaff's eh nicht. Das habe ich nicht gesagt. aber- Pause, warte, wir müssen aber schön. Die letzte Kurve, Hergel.
Das sind 2 Kurven. Nein, das ist eine lang. Was ist in deiner Welt eine Kurve? Keine Ahnung, ich fahre Auto mit Aargauer Nummern. Mich interessiert das nicht. Schau, das ist so eine zweite, siehst du? Aua. Das ist kein Spiel, für wenn du Unfall hast. Wenn was hast? Uter. Uter. Wieso Uter? Kein Uter verstanden. Das ist kein Spiel, wenn du Uter hast. Ja, sie könnten in den Weg kommen. Es ist ein Griff. Du musst nur geradeaus. Ja, gerade, warte. Wir sehen, der Herger hat nicht so gutes Gleichgewicht in seinem Viertel. Nein, das ist. Ich bin irgendwie falsch drauf. Ja, vorher bin ich der ganze Zeit das Ding verkehrt drauf gesehen. Ja, das ist blöd. Ja, juhu. Juhu. Und? Wackelkandidat. Schwierig. Das bin ich vorher schon gesehen, das ist gut. Ah, da, okay, gut. Das ist, du bist da auf der besten Liste, weil da hat es nicht alle Spiele. Ich schau mal, ob es alle Spiele hat. Da hat es nicht alle Spiele. Ja. Nur mal kurz, es ist 23:36. Ja, wir sollten langsam... Wir sind fertig. Hat es keine Chance mehr? Ja, komm zu mir. Komm, mach ein Spiel. Jetzt hat jemand zum Ende kommen, nicht umgekehrt. Oh, jetzt siehst du einfach einen Schritt im Fernsehen. Das ist doch cool. Komm, wir reden mit diesem Schritt. Hallo, ich bin der Hergi. Nein, mach das nicht. Hallo. Mach das nicht. Also. Nein. Ist der Andy will auch noch eins, hat er gesagt. Nein, der nicht. Nicht? Nein. Sonst sagt er noch, wie dick ich bin. Ja. Du musst jetzt nicht den Rand einziehen, es hat noch nichts gebracht. Warte. Also sind wir fertig? Ja, wir kommen wieder. Ja, wir kommen wieder Okay, gut, kein Sport mehr. Danke vielmals fürs Zuschauen. Du, das ist mühsam, hä? Ja, natürlich. Hat er Muskelkater? Oh, Scheiße, sorry. Ja, ich habe zu wenig Luft gehabt. Sorry. Ja, Entschuldigung, das ist unser Glück. Das ist keine Pizza. Das ist der Sessel. Das ist mir keine Pizza. Römer, WhatsApp. Okay. Gut. Also. Ja. Schön gewesen. Schön gewesen, ja. Wir wären mit allen Themen durch, bis jetzt, die wir hatten. Haben wir noch offene Fragen? Ja, natürlich haben wir offene Fragen, lieber Jay. Ey. Wir haben Eben nochmal schnell, dass ich es mal gesagt habe. Ring Fit Adventure sieht recht anstrengend aus. Hat misst der Puls sogar. Also, ja, das ist noch viel anstrengender als alles cool. andere, was das vorher, glaube ich, sehr wahrscheinlich. Ja, das schon. Für wenn man nicht gerne rausgeht, aber gleich Sport möchte machen, auf sich fit halten, ich glaube, das könnte schon Das ist, glaube ich, auch sehr wertvoll noch. In diesem Fitnessabenteuer rettest du im Schweiße deines Angesichts eine ganze Welt. Das machst du auch im Fitnesscenter. Das macht er auch Liftfahren. Ja. So eine Scheiße. Also die Welt redet nicht, aber Schweizer. Ja, gut. Wir haben noch etwas. Und zwar haben wir noch das da. Zum Verlosen. Gekoppelt mit einer Warte jetzt noch Frage. gut. Jetzt doch, hab jetzt mal das Viertel still, ja. Vorher noch schnell 1, 2 Fragen, die wir noch so ein bisschen beantworten. Ah, sorry, ja, Entschuldigung. Ja, das ist super Frage. 57, oder? Ja. Andi. Ja. Wenn du dir ein Nintendo-Spiel wünschtest oder selber eins würdest machen, wie würde das aussehen? Gut. HD? HD. Nein. Ja, Digga, 2020, lebt damit. Ich würde wahrscheinlich so ein Conquer Teil 2-artiges machen. Ja. Das fand ich noch irgendwie cool. Kann ich noch ein Bildschirm machen? Trunks, Mann, du kaufst dir das ganze Studio, musst du jetzt tun. Conquer's Bad Fur Day 2, ja. Ja, irgendetwas in dem Stil. Ein bisschen frech, ein bisschen Ecken und Kanten, ein bisschen nicht ganz so... Ja. Irgend so etwas fand ich wieder mal cool. Ja. Oder ein Pokémon Snap, aber in Kombination mit Dead or Alive Beach Volleyball. Oh ja, Glumanda. Ey. Also ich würde natürlich Pokémon ersetzen durch die Spiele. Je Volleyball wirfst Dings gehst fotografieren, umso besser. Also je mehr Dings drauf auf... Ja, egal. Jay? Kauf dir eine Playstation. Welches Spiel könnt ihr erfinden oder mir wünschen? Beides erfinden, wünschen. Ach, was du willst. Selber kannst machen, Nintendo macht es. Ich wünschte mir ein Mario Maker für ein 3D Mario. Ein Mario so 64. Ja. Also, ja. Also Mario 64-mäßig modulieren, aber die Levels kannst du selber bauen. Und das finde ich Das cool. ist interessant. Ja. Heißt Minecraft. Ja. Ja. Nein. Ja, gut. Ja. Ich
2 Sachen. Nein, kannst nur eine sagen. Er hat gesagt, oder. Er hat gesagt, oder. Nein, ja, schieß los. Hey, Donner. Das ist Schweig. Schweig, Zelda. Du mit deinem Zelda-T-Shirt. Oh Mann, es tut so weh, spürst du es? Flip. Ja, nein, das ist herzig, ich finde es herzig. Jetzt bin ich der Old Donkey, das ist super. Ah nein, das wäre Esel, Kong, okay. Ja, der Old Donkey auch. Alter, ich bin Kong, wir repräsentieren Filme. Ja, voilà. Ich brauche 2 Sachen. Und zwar brauche ich Blast Corps. Blast Corps 2. Ja. Und ein gutes, ich meine ein gutes im Sinne von Turok, 2 gutes Turok. Dann bin ich zufrieden. Okay. Und nicht so, wir bringen ja. einfach eins raus und es hat nicht mal... Dinos. N64 war eine Kinderkonsole, sie bringen es Turok mit dem Hirnsauger. Nein, Hirnbohrer. Es war nicht zwingend nur für Kinder. Es ist halt einfach dort Ja, die Zielgruppe. aber das ist genau so Spiele. Und es ist eben noch bewundernswert, dass auf dieser Konsole so gute Shooter rauskommen, die noch so brutal sind dazu. Das ist einfach... Ich finde es ja auch lustig, mit kleinen Kindern Resident Evil 7 zu spielen, aber es ist nicht der Sinn von der Sache. Ich weiß doch, du hast es nicht so cool gefunden, hast du. Ja, Therapie ist gleich durch. Okay. Weißt du, was ich cool würde finden? Kennst du ja Kingdom Hearts, oder? Ja, ein Rollenspiel, oh, ja. wo die Kämpfe, ich bin eher so rundobasierter Rollenspiel-Kampf-Fan. Und das ist einfach im Nintendo-Universum, auch wirklich mit diesen Charakteren, aber irgendwie nur zusammen ist auch so mit Disney-Charakteren. So irgendetwas. So wie das Rayman und Rabbids. Genau, ja, Dings so. da, Aber einfach mit Disney und mit Nintendo-Charakteren in einem grossen Rollenspiel, wo du Charaktere so kannst trainieren etc. rundobasiert. Und du hast auch so die Viecher, da, die Summoners, die du kannst rufen da, oder? Ja. Also eigentlich wie Space Odyssey von Super Smash Bros. Brawl, aber in einer 3D-Welt und nicht als Smash Sidescroller. Genau, ja. Cool, ja. Ja, würde ich mitmachen. Ich bräuchte Disney gar nicht dabei. Nein, das ist nur ein Beispiel gesehen. Ich könnte die, nur Nintendo die verschiedenen Nintendo-Welten mit all diesen Charakteren, die drin sind, würden absolut länger. Ja, und das ist deine Gruppe, deine Rollenspielgruppe, besteht zum Beispiel aus dem Link, dem Mario und Schuster irgendetwas. Und irgendwie so Schneeberge mit den Ice Climbers und Wolken mit Kirby, Meta Knight. Genau. Mega cool. Ja. Wäre dabei. 3 Spiele auf der einsamen Insel. Sagen wir mal, du bist so auf einer Insel, bist gestrandet. Da hat es eine Palma. Die Palma hat per Zufall eine Steckdose. Halt. Das ist so, die wird betrieben mit nicht, Kokosnussenergie oder so irgendetwas. Egal. Hast du die Konsole dazu? Nein, du hast einfach nur Cartridge. Ja, das musst du ganz genau so. Du musst so lecken und das Spiel vorstellen. Gut, aber nicht einfach 3 Games, ist egal, auf die, was sie laufen. Die, wo du auf einer einsamen Insel mitnehmen, die musst du bis dein Rest deines Lebens spielen, weil es kommt kein Schiff da vorbei, uns irgendwelche Gegner. Also wir sind ganz allein, kein Couch-Coop. Nein, das ist nicht mal die Könnt Affen mitspielen? Hä? Affen? Nein, du spielst allein. Sie sind zusammen verlieren. Wi-Fi gibt es nicht, aber du kannst auch nicht online, ja. Weil das ist schwierig. Funkloch. Ocarina of Time, Twilight Princess und das dritte... Weiß ich nicht. Was könnt ihr da noch mitnehmen? Wahrscheinlich ist Super Mario 3 von der NES. Okay. Einfach weil es immer wieder Spaß macht. Du kannst immer wieder besser sein, als du schon bist. Oder schneller sein und kannst dich selber challengen. Okay. Wir müssen pressieren. Du, Andi, schnell 3 Spiele. Schnell 3 Spiele, los. Eins von den Zelda, Donkey Kong 3 und okay. Super Mario. Ja, das Alter vom Game Boy, da kann ich Speedruns machen. Ja. Super Mario, DuckTales und GoldenEye. Ach ja, GoldenEye. Geht nur Inselland. Ja. Mit den anderen Stüblern. Wir sind alle auf dieser Insel. Ja, nein, du bist allein. Allein. Okay, sind 4 Inseln. Wir müssen zum Ende kommen, wir haben 1/4 vor. Da bin ich. Also, wir haben uns Game zum Verlosen. Und zwar die Frage ist... So, Moment, wir machen es so. Ich stelle die Frage und der die Antwort zuerst in den Chat schreibt, hat das Spiel gewonnen. Nochmal, es ist Tokyo Mirage Sessions FE Encore. Ein RPG. RPG-Fans
Bitte jetzt. Also. Keiner Pokémon nimmt. Pokémon haben wir schon 100 Mal. Also ich stelle die Frage 3, 2, 1. Wie hat der Super Mario geheissen, bevor er Super Mario hat geheissen? Das war jetzt hure eng, gell? Nein, überhaupt nicht. So extra so. Ja, ich wusste es doch. Nein, sag's nicht, sag's nicht. Sicher rausgeschrieben. Ja, Meier. Meier. So eine einfache Frage. Ja. Wann machen schwierig? Wir haben es etwa 10 Minuten diskutiert. Eine Antwort. Ja. 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 Meier. Gratuliere. Meier, du du gewinnst gewinnst das leider Game. kein Bildschirm. Tust du mir bitte im Discord deine Adresse oder willst du kannst du mir das mitgeben? Ich bringe es mal mit. Dir gebe ich es gerne mit. Ja. Jay geht es ein halbes Jahr. Jawohl. Meier, ich bringe es dir mit, gell? Ja, bei mir, ja. Ich liebe dich sehr Nicht viel. mal eine Switch hätte Nicht mal ein Switch, aber... Ja, sind wir ich kann schon das sind wir schon. auf Patreon mit eurem Ja, Podcast. bring's dir mit. Ah ja, übrigens, der Meier, für die, die es nicht wissen, der Meier macht einen Podcast jetzt. Hau mal zwischen den Link rein. Zeigst du, was du machst und so. Da kenne ich nichts. Und merci vielmals Nintendo für das. Ja. Danke vielmals. Vielen Dank. Merci Ja. vielmals Rega TV für die Möglichkeit, Danke in vielmals. diesen schönen Stühlen zu hocken. Merci vielmals, ja. Lieber Dick. Super. Sag, zuerst mal, hätte es so ein Massagenstil sein. Ja, ja. Auf der Rumble Pack ja. unten. Ja. Aber brauchst Batterien. Es ist ein Gut, ja. Rumble Pack. Es ist verdammt schnell gegangen. So schnell haben wir noch nie ein Rätsel gehabt. Gell? Was ist da? Haben wir einen Normalerweise sind wir Countdown? schon ewig zum Überlegen. Was ist... Oh ja, schau, jetzt Ah, hat die letzte sogar... Minute wir haben läuft. Ist ja so 9 gut. Minuten, ja. Wir haben noch 9 Minuten. Also, verlosen wir es nochmal, obwohl wir es nicht haben. Nein, Ja, sicher, ja. Haben wir Wenn du irgendetwas- jetzt einem würdest, zum Beispiel sagen, wo Nintendo gar nicht kennst, sag jetzt mal, wie würdest du dem Nintendo verkaufen oder präsentieren oder Ich gehe auf erklären, was Wikipedia Nintendo ist? oder YouTube, gibst Shigeru Nein, Miyamoto ein. mit deinen eigenen Worten jetzt, ja. Hey, magst du andere Leute? Du hast gerne mit anderen Leuten auf dem Sofa zusammen zocken, ich auch nicht, aber die Games sind trotzdem toll. Ja. Es sind, nein, wie würdest du das kurz sagen? Nintendo kennt ihr, was musst du dir erklären? Hast du gern familienfreundliche Games, wo es nicht nur um Blutspritzerei geht? Nintendo ist dein Ding. Hast du gern Innovationen? Nintendo ist dein Ding. Hast du Geld zum Vollpreistitel kaufen? Nintendo ist dein Ding. Willst du Ja, keine Day One Patches? Nintendo ist dein Ding. Ja. Stehst du auf Karton? Nintendo ist dein Ding. Stehst du auf Länge? Nein, lassen wir das. Ja. Was, auf Länge? Alter. Jay? Wie war die Frage bitte? Gar nicht zugelassen. Ich bin schon. Die Verlosung hat mich triggert, dass das Ende naht und Ja. ich bin langsam müde. Aber wie Sind wir würdest du auch, ja. Nintendo erklären? Wie würdest du es einem verkaufen? Wie würdest du Nintendo sagen, jetzt, ja, einer, der es gar nicht kennt? Einer, der es nicht Ja. kennt. Ja. Ich würde ihn einladen zu mir heim Ja. und würde meine Sammlung, so wie sie da liegt, Er hat auf dem keinen Tisch. Bein, er kann gar nicht zu dir Dann heimkommen. gehe ich zu ihm heim. Du hast kein Auto, du weißt nicht, wo er wohnt. Dann laufe ich. Dann ist mir einfach egal, ob es kennt Ja, oder also nicht. dann ist es mir gleich. Ja. Kuro, Rega TV kennt euch, die wissen, dass sie gerne überziehen. Kollege, wenn wir gerne überziehen, wären nicht 3/4 Wir dürfen gar nicht überziehen. Wir dürfen gar nicht, weil im Anschluss kommt gerade sofort die Schweizer Nationalhymne, gell? Zu was? Was? Ein Switch ins Gesicht drücken und schreien, Kauf! Ein Schildkrötenpanzer in die Fresse hauen. Ja, Ja. ja stimmt Ja. schon, Toni. Ich habe nicht gerne Leute bei mir, das stimmt. Aber vielleicht habe ich eine Provision. Und wenn er dann ein Nintendo-Produkt kauft, dann vielleicht, gibt es vielleicht auch ein Game. Stimmst du dem zu? Oder wie würdest du? Wie war die Frage? Sie werden sie alle miet, wir heißen. Wow. Das habe ich vergessen. Wie war die Frage? Ist die Pizza warm? Warte. Einer, der Nintendo nicht kennt, wie würdest du dem Nintendo verkaufen? Was würdest du dem erklären, was Nintendo ist? Nintendo ist Emotionen. Das hast du schön gesagt, ja. Nintendo. Aber nur, wenn du vom NES weg bist dabei gewesen. Ja, verkauf es nicht mehr. Das bringt nichts mehr. Haltstunde. Hier, Spiel! Nein, ja. Komm mit. Ich zeig dir das. Come in and find out. Ja. Nein, das sind komisch, wenn man kleine Kind Nicht, ich sagt. zeige Nein, dir das Nein, ist du hast keiner gesagt, das ist ein kleines Kind. Ich zeige dir nicht. Ja, Ich doch, zeige wenn dir er dabei das. hat, ist ja schon nicht so groß. Ja. Komm mit Also mir. meine Nintendo Kinder, Pokémon. es ist eigentlich ganz einfach, wie machst du das? Du gehst, meinen Kindern war es so gewesen. Hier, Controller in die Finger mit Super Mario Kart, wo alles eingestellt ist, was sie nur noch fahren müssen. Es fährt einfach, ohne etwas machen müssen. Perfekt. Geht 50% von den Kindern nehmen und der Controller ins Müll.
Der Kuro, der Freddy Kong hat nicht aufgepasst. Ja, das ist der Comedy Kong. Wir nehmen nächstes Mal ein Fass mit für ihn. Ja. Also, meine geschätzte Partnerin findet, ich würde es so verkaufen, ich würde in Leggings und einem grünen Röckli seinen Hüftschwung präsentieren. Und sagen, das ist Nintendo. Bei mir ziehen nur Stringtangas. Man macht auch kein Kind. So ein Ding ist das. Die Leute wissen nicht, wie es geht. Du kochst daheim ein Nintendo-Menü. Was wäre in diesem Menü? Cartridges von der Switch für die Legends gemacht. Vorspeise, was gehst du? Was? Mario geschnetzelt. Du hast ein Demo, du hast ein Demo über Nintendo okay. und du hast Auftische. Was ist in diesem Menü? Also Vorspeise gibt es Mario-Suppe, lang gekocht. Hauptgang Glumanda-Filet. Carpodor hat nur gerät. Ja. Und zum Dessert... Nein, als Soße, eine Todsauce. Eine Todsauce, ja, oder ja? Pilzli drauf. Ja, Pilzragout, ja. Genau, richtig. Schon, ja. Eine Schildkröte und zum Dessert Ice Climber. Oh, gut, ja. Cool. Ich würde gefüllte Blue-Shell-Suppe mit Copa-Medaillons. Dazu ein fein mariniertes Kongfilet mit Banane. Schön fein gesliced. Kurz frittiert. Da reden wir noch ein Wörtchen zuerst zusammen. Das ist der Fruit Ninja. Fruit Ninja, genau. Und das Ganze würde ich natürlich in Luigis Mansion servieren. Meine Kreativität nimmt langsam ab. Ja, ich merke es. Das ist ein bisschen eine heftige Frage. Ja. Der Schluss. Vor allem musst du so... Ja. Ein gutes Bonito-Filet. Ja, wir müssen richtig reden, gut obwohl das Essen draussen steht. Ein schön durchgebrechtes Bonito-Filet. Das ist Flambe. Ja. Und du mal, was machst du? Bananensplit? Nein. Bona! Ich mache Sushi. Sushi? Ja. Und zwar aus diesen Scheissfischen, die dich bei Mario immer ankumpen. Oh, die scheiß Arschlöcher. Oh, ja. Wenn ihr Fisch wollt, kommen wir zum Der Trunks hat und mich zu überhaupt mir. triggert. Richtig Angst bekommen. Also richtig panische Angst noch jetzt, wenn der Scheissfisch kommt. Längt's nicht. Hast du Angst vor Nintendo-Spielen? Japanisch. Oh nein! Bitte, stellt das ab. Ja. Ja. Wir haben noch 3 Minuten. Ja. Danke Nintendo, danke Rego TV. Danke euch Zuschauer. Danke euch, vor allem Zuschauer. Merci genau. euch vielmals. Ich tue noch schnell abrufen, was passiert ist. Was ja wirklich, Das ist eine gute Idee, ja. Was ja wirklich krass ist, dass wir jetzt ein paar Stunden über die gute Nintendo-Geschichte etc. geredet haben. Aber? Wir haben nicht 1 Minute über Shigeru Miyamoto geredet. Was für ein geiler Dude das ist, dass er einfach ein fucking Genie ist. Im Video ist er ja vorgekommen, ja. Wenn es Gott gibt, dann ist er wahrscheinlich von ihm gescriptet worden. Ja. Ey, der Typ hat wahrscheinlich alles, was wir gezockt haben, mindestens mitentwickelt oder mitentschieden. Ich meine jetzt, ich weiß nicht, entwickelt er noch? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sagt er jetzt so, das finde ich gut. Der ist am Nötli zu Du machst Harakiri. Das finde ich gut, aber du machst gleich Harakiri. So, aber alles Super Smash Bros., Zelda, Mario, Fox, Donkey Kong, Diddy Kong Racing, das ist alles er gewesen, Mann. Das ist alles er gewesen. Ist Diddy Kong nicht rare gewesen? Er ist der Nintendo Father. Mal, Diddy Kong ist rare gewesen. Ja, gell? Ja, der hat sicher seine Pföten. Ja, aber hey, er ist der Erfinder von Donkey Kong. Das ist der Papi. Ja. Papa, bist es du? Leute, wir sind durch. Wir haben so viele Cheers vom Wolf. Ich kann nicht zurückverfolgen, was sonst noch passiert ist. Merci Wolf fürs Cheeren. Ja, merci fertig, Tino, merci Jägi, merci Kuro, wir können ablesen, merci Freu vom Jay, merci... wer hat noch zugeschaut alles? Wer ist noch dabei? Der Toni, der Jägi, merci vielmals. Wir wissen, dass es ein paar noch gehostet haben und ein paar haben noch abonniert. Merci vielmals. Ja, merci. Wir sind auf dem Weg zu den wie viel? Wir sind jetzt bei 964 Follower. Also Leute, wenn ihr uns unterstützen und kein Abo könnt machen könnt, weil ihr pleite sind oder nicht wisst, wie eine Kreditkarte funktioniert, alles kein Problem. Zwingen die anderen 900 dazu. Richtig. Nein, teilt den Content, geht auf die Facebook-Seite. Wir haben eine vom Geek-Stübli, wir haben eine Facebook-Seite, die heisst einfach nur Stübli, wo es nicht um uns geht per se, sondern einfach um alles mit Nerds zu tun hat, mit Geektum, mit Gruppenmentor. allem drum und dran, genau richtig.
Teilt unseren Content, teilt unseren Twitch-Account, unser YouTube, whatever. Zeigt es euren Kollegen, zeigt es euren Mamis, wenn sie volljährig sind, euren Schwestern. Wir haben zwar eine Beziehung, nein, die können machen was sie wollen. Aber zeigt es umeinander. Das hilft uns ganz, ganz fest. Das ist ganz wichtig. Teilen. Ja, teilen. 30 Sekunden. Okay, ich will noch etwas sagen. Sharing is caring. Und zwar, ciao, schön hast du eingeschaltet. Merci vielmals. Messi, schön bist du dabei gewesen. Ja, und mir fällt nicht mehr anders, wenn noch zu sagen, salut zusammen. Salut zusammen. Danke vielmals. Danke vielmals. Können wir einfach mal schnell applaudieren für den Nico und ein paar Berterinnen von Rega TV, die das überhaupt nur möglich macht. Daily. Wir sind jetzt müde. Wir haben jetzt noch 15. Wir haben noch 2 Stunden zum Heimfahren. Wir drücken jetzt noch eine Pizza rein. Wir lieben euch, ihr liebt uns. 5 Sekunden, der Pikachu. Ja, und unser Pikachu immer am Start, immer mit dabei. Er sagt Tschüss. Tschüss zusammen. Ciao. Ein komplett neues Fitnesserlebnis erwartet dich. Mit Ring Fit Adventure tauchst du ein in ein brandneues Fitnessabenteuer und trainierst so spielerisch deinen ganzen Körper. Und das bequem von zu Hause. Ring Fit Adventure, nur für Nintendo Switch. Abenteuer, die dich in Bewegung halten.